Ja, guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu dieser frühen Stunde am zweiten Tag des Digital-Gipfels. Ich bin Corinna Enders, ich bin Vorsitzende der Geschäftsführung bei der DENA seit nunmehr genau einem Jahr und freue mich heute hier durch die Session zu führen. Ja, das Thema ist Nutzung von KI in Stromnetzen. Wir werden, glaube ich, da auch noch so ein bisschen konkreter in Einzelheiten schauen, was das überhaupt bedeutet, Digitalisierung und KI. Aber ganz wichtig ist es, finde ich, dass wir heute zwei große Branchen für die Transformation zusammenbringen. Wir haben die Digitalbranche hier und eben die Energiebranche hier auf dem Digital-Gipfel. Die nächste Stunde wird so ein bisschen zweigeteilt sein. Wir werden nämlich zunächst 3 Pitches haben, werden uns anschauen, ob da nicht schon die guten Ideen dabei sind, wie wir hier weiter vorankommen und das dann natürlich auch einfließen lassen in eine anschließende Diskussion. Bevor wir damit starten, möchte ich auch ganz gerne noch ein paar Worte sagen. Wir als DENA beschäftigen uns ja sowohl natürlich ganz intensiv mit der Energiewende und aber auch mit der Digitalisierung und versuchen das eben auch zusammen zu denken. Die Gesamtlage ist ja äußerst komplex, die Energiewende ist äußerst komplex und vielfältig und wenn man sich so die Themen anschaut, die gerade so im Vordergrund steht, geht es viel um Wasserstoff, Hochlauf von Wasserstoff, Infrastrukturmaßnahmen, die Wärmewende muss in den Schwung kommen, kommunale Wärmeplanung, der Gebäudesektor, der Verkehrssektor, alles was so rund um die Energiewende ist, beschäftigt uns bei der DENA und ist ja auch im Vordergrund der Politik. Übergeordnet vielleicht dann auch noch die Fragen, wie kann das alles finanziert werden und haben wir auch genügend gesellschaftlichen Rückhalt, haben wir die gesellschaftliche Akzeptanz dafür. Dann kommt auch oft noch sowas wie, und die Digitalisierung brauchen wir auch, weil ohne Digitalisierung kann es nicht funktionieren. Manchmal hat man den Eindruck, es wird nicht komplett zusammen gedacht, sondern es ist immer noch ein Zusatz. Aber was das dann konkret bedeutet und wie wir es nutzen können und ob wir überhaupt alle Voraussetzungen auch dafür haben, das bleibt dann immer noch so ein bisschen im offenen Raum oder wird vielleicht auch in kleineren Zirkeln besprochen. Und darüber freue ich mich, dass wir auch hier heute sprechen wollen. Es geht ja um viel mehr als nur darum, dass man sagt, wir machen noch so ein bisschen Digitalisierung bei der Energiewende mit und dann wird das schon funktionieren, sondern es sind ja große Fragen. Infrastrukturmaßnahmen hatte ich gerade gesagt im Bereich Wasserstoff, aber wir brauchen ja auch digitale Infrastrukturen. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie kommen wir zu einem Datenaustausch, welche Daten stehen zur Verfügung und unter welchen Bedingungen können wir sie nutzen und wer kann sie nutzen. Die ganzen Fragen einer guten Daten-Governance beschäftigen wir uns als DENA, aber ist, glaube ich, auch einer der Zukunftsfragen, um eben dann wirklich auch dazu zu kommen, KI und Digitalisierung im Strombereich für die Energiewende richtig zu nutzen. Insofern freue ich mich, dass wir heute auf einige Fragen etwas näher eingehen werden. Gerade die Frage, was trifft eigentlich die Netzbetreiber, wie wird KI dort genutzt, vielleicht auch schon bei der Planung und dann aber auch bei der Umsetzung und bei den Netzanschlüssen. Bevor wir uns diesen Fragen etwas mehr widmen, freue ich mich jetzt, dass wir vielleicht die Lösung gleich schon sehen für viele der Zukunftsfragen. Wie gesagt, wir werden jetzt mit 3 Pitches erstmal beginnen. Zunächst möchte ich Dr. Viktoria Ossadnik auf die Bühne bitten, CEO bei E.ON, die in ihrem Pitch die grundlegende Notwendigkeit für den Einsatz von Datenanalysen und KI darlegen wird und eben aufzeigt, wie die Herausforderungen der Energiewende so gemeistert werden können. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ist es an? Ja. Gut. Ich kann mal fragen. Ja, es funktioniert. Super.
Super. Ja, künstliche Intelligenz, also ich glaube, haben wir jetzt ja den letzten Tag schon gehabt. Ich glaube, es gab ja auch eine Umfrage, welche Unternehmen schon Gen AI und AI nutzen und welche auch sehr darauf hoffen, dass wir eine Regulierung in Europa und Deutschland haben, dass wir unsere Geschäfte weiter betreiben können. Also wir gehören definitiv zu den ersten Prozent, die sofort die Hand heben, dass wir eine sinnvolle, offene, wettbewerbsfähige Regulierung brauchen und dass wir sonst eine echte Gefährdung sehen, dass unsere Energiewende in Europa nicht gelingt, weil wir nämlich natürlich dafür Artificial Intelligence brauchen. Genauso wie wir IT brauchen, genauso wie wir Kabel brauchen und wie wir Transformatoren brauchen. Das sind ganz normale Zutaten für eben das Produkt Energie. Damit muss man umgehen. Wenn man dann eine Zutat nicht haben mag, dann ist das schwierig. Dann gibt es eben das Produkt irgendwann auch mal weniger oder gar nicht. Deswegen künstliche Intelligenz für das Energienetz ist etwas, was wir haben, ne, womit wir täglich umgehen. Ich glaube, viele in der Energiebranche tun das. Also alle, die alleine nur mit etwas genaueren Wettervorhersagen umgehen, haben auch Gen AI, weil wenn man genauere Wettervorhersagen für bestimmte Punkte haben will, hat man Gen AI. Ich würde jetzt aber mal so ein bisschen rübergehen, was heißt das eigentlich? Weil wir haben ja Digital-Gipfel Deutschland. Was passiert in Deutschland? Was wir lesen in der Zeitung? Die Welt in der Energie ändert sich auch. Also zum Glück auch sehr positiv. Wir gehen von sehr zentralen Strukturen, sowohl in der Erzeugung als auch im Verbrauch, zu dezentralen Strukturen, zu sehr volatilen Strukturen und zu auch anderen Verbrauchsmustern, weil wir eine Elektrifizierung von Wärme, von Transport und zum Teil hoffentlich der Industrie auch haben. Ja? Also anstatt dass die Industrie weggeht, elektrifizieren wäre gut. Insofern haben wir einerseits ganz andere auch anders benehmen, die man vielleicht auch besser steuern kann, als man früher steuern konnte, wenn man denn digital ist und wenn man Artificial Intelligence einsetzt. In so eine Welt kommen wir. Das ist für Energieunternehmen und wir betreiben einerseits Netze quer durch Europa und haben 47 Millionen Endkunden und bauen Energielösungen, ist echt spannend, weil die Welt sich so geändert hat. Dann kann man immer sagen, ja, warum sage ich so begeistert, ja, digital und Artificial Intelligence, das ist natürlich in einer Branche viel einfacher, in der auch der Veränderungsdruck so groß ist. Wenn sich die Welt komplett ändert, dann ist es auch okay, dass man dafür neue Werkzeuge nimmt. Wenn sich die Welt nicht geändert hat, ist die Überzeugungsreise, Mensch, wir brauchen jetzt unbedingt mal saubere Daten und wir müssen mal was ganz anderes machen, ist die Überzeugungsreise deutlich länger, als wenn alle sagen, oh, ey, wie kriegen wir das hin? Und da habe ich eben auch meinen Case. Wir haben in den letzten Jahren 1 Million neue Anlagen angeschlossen, neue Erzeugungsanlagen an unser Netz in Deutschland. Und das ist für uns etwas, was vor 5 Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Dann hätte man gesagt, ach Gott, wenn wir das projizieren, naja, vielleicht kommen wir mal auf 50.000, 100.000, 1 Million, es geht so weiter. Das ist eine vollkommen andere Herausforderung. Wir investieren in unsere Infrastruktur in Deutschland 3-mal mehr als noch vor 3 Jahren im Jahr. Wir haben aber nicht 3-mal mehr Leute. Und das heißt, wie gehen wir damit um? Ja, es wird immer komplexer, Planung wird komplexer. Wie gesagt, volatile Erzeugung. Das heißt, ich habe auch ganz andere Anforderungen an so ein Energienetz als vorher. Und das heißt, wir haben da eine Welt draußen, die muss man anders bedienen. Und ein Teil dieser Lösung, anders bedienen, ist, dass wir einen digitalen Zwilling für alle Netze haben. Und zwar haben wir den nicht nur für uns, sondern das ist auch der Punkt so ein bisschen, die Welt wird anders, sondern wir haben ein Start-up vor mehreren Jahren mehrheitlich gekauft und haben gemeinsam mit dem Start-up diesen digitalen Zwilling auch weiterentwickelt, sodass er einerseits bei E.ON eingesetzt wird, aber andererseits weltweit eingesetzt wird. Also mit Kunden in Amerika, also wir sind da gewachsen mit Kunden in Amerika quer durch Europa, weil wir überzeugt sind, dass einer der besten digitalen Zwillinge fürs Netz überhaupt, der funktioniert natürlich mit Artificial Intelligence. Und was ist der? Das ist ganz hübsch. Also grafisch ist das hübsch, da sieht man eben sämtliche Leitungen und man sieht auch sämtliche physikalischen Eigenschaften. Man kann da planen, man kann in Szenarien planen und der einfachste Case, und
und den habe ich jetzt auch mal mitgebracht. Wir können was auch in Europa und auch in Deutschland, schnelle Anschlussprüfung. Also wenn man vor 3 Jahren in Deutschland, egal in welchem Netz, mal gesagt hat, ich hätte gerne mal auf meinem Feld eine Solaranlage angeschlossen, dann hat man eben einen Antrag gestellt. Wenn man Glück hatte, konnte man den digital vielleicht einreichen und dann hat das irgendwie 6 Wochen gedauert. Dann hat sich das ein Ingenieur mal angeguckt und dann hat der gerechnet mehrere Stunden, weil muss ja gucken, was das Netz aushält an der Stelle und wann man das machen kann. Und dann hat man irgendwann mal eine Antwort gekriegt. So, jetzt haben wir eine digitale Anschlussprüfung. Der digitale Zwilling kann das sofort rechnen. Das heißt, man kann im Internet reingehen, bei seinem Netzbetreiber sagen, so, ich möchte das und das anschließen. Da macht der digitale Zwilling sofort eine unverbindliche Anschlussprüfung, sagt also, sollte kein Problem geben oder könnte schwieriger werden oder unverbindlich. Dann kann man die verbindliche Anschlussprüfung anstoßen und die wird noch einmal von einem Ingenieur angeguckt, weil wir ja auch Regulatorik haben, ja. Und die verbindliche Anschlussprüfung geht dann eben auch viel, viel schneller. Warum ist das wichtig? Das ist einerseits natürlich wichtig für den Ausbau von Renewables in Deutschland, dass es schneller geht und weltweit, dass es effizienter geht. Aber für uns ist es auch wichtig, weil wir Ingenieurstunden gewinnen. Und das ist so wirklich der Punkt, das ist ja, macht ja keinen Spaß, ständig irgendwelche Solaranlagen nachzurechnen. Als Ingenieur, es macht viel mehr Spaß, sich zu überlegen, wie können wir unser Netz ideal in dem Gebiet auslasten, wo müssen wir wirklich noch zubauen und so weiter. Und dafür rechnet der digitale Zwilling eben vollautomatisiert die Anschlüsse. Führt dazu, dass wir Zeit sparen, Geld sparen, effizienter sind, unser Netz besser auslasten können und eine deutlich bessere Bedienoberfläche und Kundenoberfläche haben für die Endkunden, die ihre Solaranlagen anschließen wollen. Also insofern, rundum Digitalisierung hilft, ist gut. Das ist die Basis für ganz viele andere Sachen, die wir im Netz auf dem digitalen Zwilling machen. Aber ich sage, das ist mal so ein schöner Eindruck, wenn man sehen kann, funktioniert. Man braucht Artificial Intelligence dafür, man braucht verfügbare Daten dafür, übrigens auch die Daten, die einem als Netzbetreiber ja auch Teil der Asset Base sind. Ja? Und auf denen kann man dann aber dafür sorgen, dass wir in der Energiewende deutlich schneller werden und man kann auch dafür sorgen, dass es eben hochqualifizierte Arbeitsplätze gibt. Also passt alles ganz gut zusammen, man muss nur technologieoffen sein und da tue ich mich als Energiebranche eben leicht. Wir sind echt es ist eine Technologiebranche, ja, Energie hat was mit Technologie zu tun, sehr viel. Und außerdem ist es eine Branche, die ganz stark im Wachstum und im Wandel ist. Und da ist das Einführen von Digitalisierung, Artificial Intelligence, Gen AI deutlich einfacher als in einer Branche, die keine starken Änderungen hat, die nicht wächst, sondern eher schrumpft. Da ist natürlich die Diskussion anders. Aber insofern für E.ON ist Artificial Intelligence eines der wesentlichsten Werkzeuge, die Energiewende zu schaffen. Deswegen hoffe ich, dass das hier gute Diskussionen werden und dass ganz viele Teilnehmer sich dafür einsetzen, dass wir eine sinnvolle Regulierung haben und keine, die unserer Industrie schadet. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Wir machen jetzt gleich weiter mit dem nächsten Pitch. Und zwar bitte ich Maximilian de Corsi auf die Bühne, Geschäftsführer der EcoPlanet Green Operations, der uns ein Tool zeigen wird zum KI-gestützten Energiemanagement. Guten Tag von meiner Seite. Freut mich sehr, da zu sein. Wie gesagt, ich bin ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich die Präsentation ändern. Dann sind wir ganz kurz schauen. Sonst tauschen wir einfach kurz. Das können wir auch machen. Ja. Ist vielleicht leichter, bevor jetzt... Jetzt, sehr gut. Okay, jetzt sind wir doch richtig. Also freut mich sehr, da zu sein. Maximilian de Corsi, mein Name. Ich bin einer von 2 Geschäftsführern von EcoPlanet. Wir sind ein junges Unternehmen, das sich auf die Seite der gewerblichen Netznutzer fokussiert. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Seite, weil Unternehmen in den letzten Jahren unfassbar viel mehr Komplexität haben und mit ganz viel mehr Komplexität umgehen müssen. Wir sehen natürlich viel im Haushaltsbereich, wissen aber, dass wir die Unternehmen einfach schützen müssen. Ja, und das ist, glaube ich, das, was uns sehr, sehr stark antreibt. Ich selber komme auch aus dem Mittelstand und deswegen ist es einfach so ein bisschen auch ein Leidenschaftsthema, mit diesen Unternehmen zu sprechen und denen zuzuhören und denen im Bereich der Energiewende zu helfen. Lassen Sie uns mal kurz drauf schauen, was die letzten Jahre passiert ist. Nummer 1,
wir haben wahnsinnig starke Preisanstiege. Ja, wir sind heute noch bei zweimal den Preisen, die wir vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hatten. Viel wichtiger ist aber die untere Zahl. Wir haben heute intraday 550% Volatilität am Markt. Und ich will Ihnen mal so ein bisschen ein Beispiel dafür geben, was das bedeutet. Wenn Sie vor 5 Jahren Unternehmen waren, es gibt 170.000 relevante Unternehmen in Europa, dann haben Sie Folgendes gemacht und da ist auch nichts schlimm dran. Sie haben sich einen Festpreis genommen, haben den für 3 Jahre verlängert bei einem lokalen Netz oder Versorger und haben dann gesagt, super, jetzt kann ich weiter produzieren, jetzt kann ich meine Prozesse weiterlaufen lassen. Heute einen Festpreis abzuschließen, ist ein Riesenrisiko, das aktuell überhaupt nicht mehr marktgegeben ist. Sie müssen heute als Unternehmen mit dieser Volatilität umgehen können, während Sie, und das wissen Sie auch aus dem Marktmomentum, auch andere Probleme haben. Das ist, unter anderem haben wir das natürlich an dem einen Beispiel links unten dargestellt, das ist auch ein Riesenproblem für die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen. Ja, und da merken wir, dass diese Kostenquote so derart gestiegen ist, dass die Unternehmen umdenken müssen. Wie wir darüber nachdenken, ist eigentlich so, mal sehr konzeptionell gedacht. Sie haben auf der einen Seite das in Grau, was Sie bisher kennen. Also ein klassischer Zweischichtbetrieb, Dreischichtbetrieb, die Mitarbeiter kommen, Sie haben morgens eine Anlaufkurve, Sie haben mittags die Pause und Sie sehen ja auch am Markt, dass sich die Preise sehr, sehr stark danach entwickeln. Die Volatilität kommt ja gerade daraus. Also wenn wir es ganz einfach darstellen, haben wir einen Doppelhöcker. Morgens ist teuer, abends ist teuer und mittags ist günstig, weil der Ausbau erneuerbarer Energien natürlich immer stärker ansteigt. Weil Sie als Unternehmen jetzt verstehen müssen, ist, dass das ihr zukünftiger Lastgang ist. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das in Unternehmen, die logischerweise, ich habe es vorher schon gesagt, andere Probleme haben. Und das ist genau der Punkt, wo wir künstliche Intelligenz nutzen. Es ist ja nicht nur das Marktbegehren, im Endeffekt da ein bisschen Flexibilität aufzusetzen, sondern es ist im Endeffekt auch so, dass die ganze Struktur dementsprechend aufgesetzt wird. Sie haben heute, nehmen Sie den Juli, hatten an 50% der Tagen negative Strompreise. Natürlich nur zu gewissen Zeitpunkten, ist total klar. Ne? Aber das Thema wird ja immer größer. 2026, Sie kennen die Diskussion der Bundesnetzagentur zu den dynamischen Netzentgelten, müssen Sie noch mal stärker darauf eingehen, einfach nur, weil die Kosten sehr, sehr stark getrieben werden. Das heißt, wir müssen in die Richtung schauen. Sie können sich vorstellen, das ist eine ganz schön große Herausforderung für die Unternehmen. Was wir machen, ist das, mal sehr konzeptionell. Also im Endeffekt sehen wir uns als Orchestrierungsebene für alles Relevante im Energiebereich für Unternehmen. Was Sie deswegen machen müssen, ist, Sie müssen 3 Sachen kombinieren. Sie müssen Marktzugang geben. Ja, wir müssen ja zum Beispiel im einfachsten Sinne die Beschaffung flexibilisieren. Sie müssen die erneuerbaren Energien anbinden und gleichzeitig müssen Sie die Prozesse danach steuern. Das heißt, grundsätzlich ist es so, wenn Sie mich fragen, dann ist der Energiemanager von heute der Prozessplaner der Zukunft. Ja, und auch diese Person ist heute nicht darauf vorbereitet, das zu tun. Deswegen braucht sie im Endeffekt eine Unterstützung, die bei der Prozessplanung und bei der Prozessflexibilisierung sehr, sehr stark unterstützt. Ich werde nicht durch jede Box auf dieser Seite gehen. Ich wollte Ihnen nur mal eine Sache zeigen. Das ist der perfekte Verlauf eines Unternehmens, wenn ich mich perfekt auf die Flexibilisierung an den Märkten, wenn ich da perfekt drauf eingehe und wenn ich wirklich sage, ich nutze das für mich. Das Problem ist, Unternehmen stehen links. Ich nutze ein Energiemanagement, das zeigt mir Linien. Ja, dann muss ich mich davor setzen und muss das interpretieren und muss Maßnahmen bilden. Ich beschaffe vor 3 Jahren in einem Festpreismodell, jetzt natürlich viel flexibler, aber überhaupt nicht in Kombination, überhaupt nicht verbunden. Aber der Punkt, auf den wir wirklich eingehen und der ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn ich zukünftig wettbewerbsfähig in diesen Unternehmen sein möchte, dann muss ich sowohl die Versorgung als auch den Verbrauch in einen perfekten Einklang bringen, um mein Unternehmen davor zu schützen. Das heißt, wir landen am Ende hier, wo Prozesse danach flexibilisiert werden, wann Energie verfügbar und günstig ist. Und das ist eben eine ganz große Komplexität. Wie wir AI nutzen, ist in dem Sinne. Ich habe es mal irgendwie an ganz klaren Beispielen für Sie aufgebaut. Im Endeffekt ist es so, was wir implementiert haben, sind sogenannte System 2 AI Agents. Also sie kommen aus einer klassischen Logik der System 1 Agents, also der Darstellung von Daten, der verbesserten Darstellung von Daten. Sie kommen aber jetzt beginnt so ein bisschen die Ära der System 2 AI Agents, nämlich der Interpretation. Was bei uns in unserem Cockpit passiert, ist, dass die Unternehmen ständig, ob sie wollen oder nicht, Insights bekommen auf, so solltest du verbrauchen, so solltest du flexibilisieren, so solltest du deinen Prozess planen, sodass sie im Endeffekt einen Energiemanager, eine Energiemanagerin haben, die neben ihnen sitzt, ohne dass sie dafür die Personalkosten ausgeben müssen und natürlich weitaus klüger, als wir alle das jemals könnten. Und das ist eben der große Punkt. Sie sehen hier einzelne Beispiele. Nehmen Sie mal die Energieoptimierung
oder die Prozesssteuerung bis hin zur Lastprognose. Wenn Sie heute mal ganz deutlich überlegen, auf welcher Basis zum Beispiel ein Beschaffungstarif abgebildet wird. Wenn Sie als Unternehmen heute auf eine Beschaffung schauen, dann wahrscheinlich auf 2026. Sie laufen über ein Tranchenmodell, Sie sagen, im besten Fall ist 2025 gelöst. Was geben Sie jetzt oder was besprechen Sie jetzt mit dem Versorger? Den 2023er Lastgang, weil das ist das letzte volle Kalenderjahr, das Sie haben. Wenn Sie heute mit den Unternehmen sprechen, dann wissen die gar nicht, wie ihr repräsentativer Lastgang in 2026 aussieht, weil die zweite Hälfte 2023 eine komplette Abflachung des Outputs hatte. Das heißt, wir sitzen inzwischen da, nehmen unsere Software und prognostizieren den Lastgang des Unternehmens auf Basis der Maschinendaten und der Prozessdaten, um zu sagen, so optimierst du deine Beschaffung perfekt abgestimmt auf deine Prozesse. Das Ganze funktioniert. Das ist erstmal das Wichtige. Ja, wir kommen sehr, sehr stark aus dem Kundenfokus heraus. Natürlich sind wir ganz große Energiefans, aber das Allerwichtigste für uns sind die Unternehmen, die da sitzen, ja, die auch nicht in den Großstädten sitzen, die im ländlichen Raum sitzen. Wie gesagt, 170.000 in Europa, 30% davon in Deutschland. Klassische Industrie, aber auch Multisite. Also wir arbeiten zum Beispiel auch ganz viel mit Pflegegruppen zusammen, also ganz viel mit Unternehmen auch im Gesundheitswesen. Was ganz wichtig ist, da arbeiten wir auch gut mit Einwilligungserklärung des BDEW zusammen, ist, wir schaffen es sehr, sehr, sehr schnell, Unternehmen onzuboarden. Und das ist, glaube ich, der nächste wichtige Punkt, den ich einfach nur mitteilen möchte, ist, das Thema ist brutal komplex. Das heißt, Unternehmen schaffen es nicht, das in ihren Alltag einzubinden und zu verarbeiten und haben auch einfach nicht die Kompetenz dazu. Und das ist auch in meinen Augen nicht schlimm, weil ich muss halt einen Kunststoffteil produzieren, ja, und nicht Energie flexibilisieren. Wichtig ist, dass wir sehr, sehr schnell am Kunden sind, dass wir innerhalb von 9 Tagen direkt Daten liefern aus dem zentralen Stromzähler. Da geht natürlich noch ganz, ganz viel mehr, aber Sie müssen schnell da sein, Sie müssen schnell Mehrwert liefern und müssen die Kunden dann begleiten. Weil im Endeffekt, und das dann als letzter Kommentar, Sie können nicht mit der Message ins Haus kommen, ich flexibilisiere jetzt deine Prozesse. Da macht Ihnen ja jeder die Tür zu. Und das ist auch völlig fair so. Ne? Weil wenn ich auf einen Kunststoffbetrieb zugehe und sage, so, hör mal zu, ich komme jetzt da aus München und jetzt mache ich da deinen Prozess besser, dann traut er mir logischerweise nicht. Und das ist auch völlig richtig so, Gott sei Dank. Aber was viel wichtiger ist, wir müssen die Unternehmen sehr stark durch diese Energiewende leiten. Das heißt, was die wichtigsten Daten für uns sind, ist, dass wir sagen, wir fallen mit einfachen Themen, kommen wir ins Unternehmen, ja, mit einer logischen, innovativen Beschaffung, mit weniger Aufwand bei der Regulatorik, und dann entwickeln wir die Kunden durch die Energiewende durch in unserem Produkt und führen sie so ein bisschen an der Hand, um diese Energiewende für sich zu meistern. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Nun zum letzten Pitch, vorgestellt von Dr. Frederik Giesing, Geschäftsführer von 450 Connect, und Matthias Böswetter vom BDEW, die uns was zu einem Drohnenortungsprojekt erzählen und damit Energiewende und Sicherheit miteinander verbinden. Fragen Ja, vielen Dank. Guten Morgen erstmal und auch vielen Dank, dass wir heute dieses Projekt 450 Detect vorstellen können. Es geht darum, Drohnenortung unter der Nutzung der Passivradar-Technologie im 450 MHz Frequenzbereich zu ermöglichen. Die Frage, die sich das Projekt übergeordnet stellt, ist eigentlich die folgende: Wie kann durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz Energiewende und Zeitenwende zusammengeführt werden? Was bedeutet das konkret? Ein Konsortium von, jetzt will ich mal gucken, bin schon zu weit. Moment. Na, da fehlt die eine Folie. Egal. Dann mache ich es einfach mündlich. Ein Konsortium von 450 Connect, dem Fraunhofer FKIE und dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft hat sich kurz nach dem Krieg, nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges zusammengesetzt und hat gefragt, was können wir für den Schutz unserer kritischen Infrastrukturen aus den Erfahrungen in der Ukraine lernen. Und wir haben tatsächlich 2 wesentliche Lehren mitnehmen können. Die erste ist die Notwendigkeit einer ausfallsicheren Kommunikation für kritische Infrastrukturen. Hier hat vor allem das Beispiel der Störung von K-Assad im Zusammenhang mit einem Cyberangriff gleich zu Beginn des Krieges gezeigt, dass eben bis zu 5.800 Windkraftanlagen über die Fernwartung nicht mehr erreichbar waren. War nicht besonders schlimm, es hatte für die Versorgungssicherheit keine Wirkung, es hat aber gezeigt, wie abhängig man ist von einer ausfallsicheren Kommunikation und auch einer dedizierten Kommunikation, die für die Betreiber kritischer Infrastrukturen bereitgestellt wird. Die zweite Lehre: Drohnenortung und Drohnenabwehr. Es hat sich auch in der Ukraine gezeigt, dass Drohnen
für die Störung und auch Zerstörung der kritischen Energieinfrastrukturen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Wir haben gesehen, wir brauchen hier in Deutschland eben auch für den Schutz der kritischen Infrastrukturen in Zukunft Lösungen, die geeignet sind, für die besonderen Herausforderungen der Infrastrukturen Schutz zu bieten, aber eben auch wirtschaftlich sind, um viele der kleinen Betreiber in den Verteilnetzen auch mitnehmen zu können. Und vor diesem Hintergrund haben wir überlegt, ob wir das ausfallsichere Kommunikationssystem des 450 Megahertz Funknetzes nicht vielleicht sogar nutzen könnten, um ein System zur Drohnenortung, auch ein hochverfügbares System zur Drohnenortung zu testen. Vielleicht aber erstmal, worum handelt es sich bei 450 und dem Funknetz? Frederik, du kannst hier mit deinem... Achso, ja gerne, aber das brauche ich. Genau, jetzt ist Pitch im Pitch, haben wir so ein bisschen reingeschmuggelt. 450 Connect ist der Zuteilungsinhaber der 450 MHz Frequenzen in Deutschland und wir bauen und betreiben ein hochverfügbares, dediziertes Funknetz für kritische Infrastrukturen, weil das, was Matthias gerade schon sagte, die Herausforderungen jetzt nicht nur beispielsweise in Cyberrisiken, Drohnen oder Ausfall von anderen Kommunikationstechnologien wie beispielsweise Satellitentelefonie oder Satellitenanbindung generell. Wir haben mehrere Herausforderungen bei den kritischen Infrastrukturen, auch Naturkatastrophen, beispielsweise Ahrtal oder auch die Hochwasserkatastrophen in diesem Jahr, wo auch die Elektrizitätsversorgung in den Regionen ausgefallen sind und damit auch alle öffentlichen TK-Netze in der Regel. Und das kann natürlich nicht funktionieren, um solche Herausforderungen, solche Katastrophen managen zu können und vor allem die Energieversorgung weiterhin sicherzustellen. Dafür bedarf es eben eines dedizierten, separaten Kommunikationsnetzes, eben auf Basis von 450 Megahertz. Ein weiterer Punkt, gerade die Energiewende. Wir sprechen viel über die Digitalisierung der Energiewende, nur was ganz zwingend ist, wenn wir unsere Versorgungssicherheit weiterhin aufrechterhalten wollen, dann müssen wir eine resiliente, digitalisierte Energiewende denken und nicht nur denken, sondern auch umsetzen. Und genau dafür bedarf es eben auch anderer Anforderungen an die Kommunikationsnetze, was wir mit 450 Megahertz eben umsetzen. Das untere rechts gehe ich vielleicht nicht ein, das kennen es nur die Profis mit den intelligenten Messsystemen und den Tarifanwendungsfällen, aber das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, wenn es darum geht, Netzzustandsdaten zu erfassen und vor allem zu steuern. Paragraph 14a Anlagen. Ganz kurz, wir bauen derzeit das Netz bis Ende nächsten Jahres weitestgehend in Deutschland auf. Die ersten Regionen sind bereits schon in Betrieb. Größere Kunden wie beispielsweise E.ON steigen schon in den Produktivbetrieb ein. Wir haben einen bundesweiten Backbone, der bereits in Betrieb ist, in 2 Kernnetzen im Westen und im Osten in Deutschland, damit die Georedundanz und bauen jetzt, wie gesagt, sukzessive dieses Funknetz bundesweit auf. Und darauf realisieren wir verschiedene Dienste, einmal Sprachdienste, Notfallkommunikation, Krisenkommunikation, Betriebskommunikation, Anbindung von Ortsnetzstationen, Smart Grid-Anwendungen, aber auch eben Smart Meter Gateways und darüber hinaus natürlich auch für andere kritische Infrastrukturen, weil auch dort ist ein enormer Bedarf an hochverfügbaren Kommunikationsnetzen, das, was eben derzeitige öffentliche TK-Netze, die einen ganz anderen Auftrag haben, nicht sicherstellen können. Und dieses Netz ist nicht nur eine Basis oder nicht nur für diese Einsatzzwecke, die ich gerade genannt habe, sondern auch eine hervorragende Basis für das Thema Drohnendetektion. Ja, vielen Dank. Danke. Und wie das funktioniert, ich habe ja mein eigenes, wie das funktioniert, das möchte ich kurz mal beschreiben, wirklich sehr schematisch. Stichwort Passivradar. Jetzt ist die Frage, was ist Passivradar? Vielleicht nochmal zum Abholen, was ist ein Radar überhaupt? Beispiel hier, um mit einem Radar sehen zu können, muss man senden. Ähnlich wie bei einer Fledermaus wird eben eine Strahlung emittiert, die Streuung und die Reflexion von einem Gegenstand hier, die leckere kleine Mücke, erlaubt es dann eben ein Ziel zu sehen. Es ist aber nicht immer notwendig zu senden, um zu sehen, sondern Passivradar ermöglicht als eine Technologie eben auch dann zu sehen, wenn man selber nicht sendet. Man kann hier nämlich über einen örtlich bekannten Sender, zum Beispiel einen 450 Megahertz Sender, im Abgleich des direkten Signals und eines gestreuten Signals an einer Drohne etwa Aussagen darüber treffen, dass eine Drohne da ist und wo sie ist. Und diese Technologie hätte gegenüber aktiven Radarsystemen große Vorteile. Einerseits, ähnlich wie beim aktiven Radar, ist die Ortung bei allen Witterungs- und Lichtverhältnissen möglich. Man hat hier eben aber auch keine Lizenzgebühren zu entrichten für teure Lizenzen im Radarspektrum.
Und last but not least, man hat keine Interferenzen mit anderen Funkanwendungen. Ein wichtiger Punkt, du hast es auch schon gesagt, die Beleuchterinfrastruktur ist hoch verfügbar, also die Drohnenortung wäre auch noch möglich im Schwarzfall für 72 Stunden. Ganz kurz, was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun? Gerade auch bei kleinen Objekten wie Drohnen ist Passivradar extrem aufwendig ist, wenn es um die Signalverarbeitung geht. Ohne KI-Komponenten, die vom Fraunhofer FKIE entwickelt wurden, wäre die Passivradarlösung hier nicht denkbar. Das heißt, Störungen rausfiltern, Zielmuster erkennen, das ist entscheidend hier ein Ergebnis auch der KI-Komponenten in der Signalverarbeitung. Ich hatte es schon gesagt, was bedeutet das für die Verteilnetze und die Verteilnetzbetreiber? Wir haben ja eine sehr heterogene Landschaft von Verteilnetzbetreibern. Wir haben viele Verteilnetzbetreiber und wir haben extrem viel Strecke in den Verteilnetzen, die auch eine Lösung braucht, die geeignet ist, in der Fläche die Ortung zu ermöglichen, also nicht nur bei Punktinfrastrukturen und darüber hinaus auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Und hier denken wir so ein bisschen in die Zukunft, ob es nicht vielleicht auch möglich wäre, als einen zusätzlichen Mehrwertdienst der 450 Connect gewissermaßen in Zukunft auch Drone Detection as a Service anzubieten. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für alle, die vielleicht auch Fragen haben an diejenigen, die jetzt hier die Pitches vorgestellt haben. Ich glaube, sie stehen danach dann auch noch zur Verfügung, aber jetzt gehen wir erstmal zur Diskussion. Begrüße meine 3 Teilnehmer auf dem Panel. Anna Christmann, Mitglied des Bundestages bei den Grünen und vor allem auch Beauftragte für digitale Wirtschaft und Start-ups vom BMWK. Ganz herzlich willkommen. Dann haben wir Herrn Gensch vom BDIW, Mitglied in der Hauptgeschäftsführung und verantwortlich in seinem Ressort für Energienetze, Regulierung und Recht. Herzlich willkommen. Und als dritten Teilnehmer hier noch auf dem Panel Niklas Feldkamp, Mitglied der Geschäftsführung bei Bitkom seit 2014 und dort für den Geschäftsbereich Digitalisierung, Innovation und auch die politische Außendarstellung des Verbandes zuständig. Ja, wir haben ja jetzt einige Beispiele schon gehört, wie KI eingesetzt werden kann, ganz unterschiedlicher Art. Ich würde ganz gerne mal von Ihnen allen dreien so ein bisschen mit den unterschiedlichen Blickwinkeln der Politik, der Energiewirtschaft und der Digitalwirtschaft so eine Bestandsaufnahme machen, weil Sie haben ja sicherlich unterschiedliche Gesprächspartner und Eindrücke. Vielleicht von Ihnen zunächst, Frau Christmann. Sie reden ja mit vielen Stakeholdern und sind ja auch für Start-ups zuständig. Wie ist denn Ihr Eindruck? Wie weit sind wir denn schon mit dem Einsatz von KI in speziell der Stromwirtschaft und den Stromnetzen? Ja, einen schönen guten Morgen erstmal von meiner Seite. Ich finde es sehr gut, dass wir das Thema hier besprechen, weil es eben so elementar ist im Grunde für das, was wir vorhaben. Und ich fand das eigentlich gut im Eingangspitch, quasi KI einfach als Teil des Produkts. Ohne geht's gar nicht. Und ich glaube, das ist die richtige Einordnung, wo wir stehen sollten. Aufgrund der breiten Landschaft im Energiebereich, die wir natürlich in Deutschland haben, mag das dann im Einzelfall noch recht unterschiedlich sein, wo die verschiedenen auch Verteilnetzbetreiber etc. stehen. Aber ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass wir es hier auch auf dem Digital-Gipfel besprechen und zeigen, dass es ohne gar nicht gehen wird. Und das ist auch die Sichtweise, die wir vom Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium natürlich haben. Wir haben so große Aufgaben zu bewältigen bei all dem, was sich gerade im Energiebereich ja revolutioniert, muss man eigentlich sagen, dass es ohne intelligente Netze, KI an allen möglichen Stellen überhaupt nicht gehen wird. Und ich glaube, da haben wir natürlich schon noch einen rechten Weg zu gehen, das überall zu implementieren. Zum Teil geht es ja noch darum, die Datenbasis überhaupt zu verbessern. Ne? Smart Meter haben wir jetzt angeschoben, etc. Und ein wichtiger Blick vielleicht auch noch, ist aber auch in den Pitches schon deutlich geworden, es gibt ja wirklich an so vielen Stellen im Energiewendebereich die Notwendigkeit für KI. Also die intelligenten Netze sind das eine und die Steuerung der dezentralen Anlagen, aber das andere auch die Netzanschlüsse zu automatisieren, war auch schon Thema. All die Verfahren, die damit auch zusammenhängen, ne? Auch was Verwaltung
Wartungsvorgänge angeht. All das hat aus unserer Sicht wirklich sehr viel Effizienzpotenziale, wenn wir hier Intelligenz reinbringen. Insofern ist es gut, dass das vorangeht, aber es gibt natürlich da auch noch eine ganze Menge zu tun. Wie allgemein bei der Energiewende, aber ich fand es auch ganz hoffnungsvoll zu sagen, es ist eine Technikbranche und deswegen ist man auch der Technik von KI offen gegenüber. Das finde ich ja einen guten Zusammenhang nochmal. Aber dann gebe ich mal weiter an Vertreter der Energiebranche. Sie sind ja auch, haben ja natürlich viele Mitgliedsunternehmen. Wie stehen die Unternehmen zum Einsatz von KI und wie weit sind die schon? Ja, ich glaube, Frau Ostatnik hat das wunderbar schon mal dargestellt, wie die Herausforderungen sind für die Energienetze hier in Deutschland, um die Energiewende, aber nicht nur die Energiewende, sondern Verkehrswende und Wärmewende auch zu stemmen. Also das spielt sich ja dann alles am Ende in den Stromnetzen ab, die Energie von A nach B bringen müssen, also zum Kunden hin. Und da sind wir mittendrin, da haben wir große Erfolge, das muss man auch sagen. 56% des Stromverbrauchs kommen aus erneuerbaren Energien. Das ist schon ein Riesenvorteil. Wir haben seit letztem Jahr 1 Million PV-Anlagen insgesamt angeschlossen. Riesenleistung, auch Rekordanschlüsse. Wir haben Schnellladesäulen, 3000 Ultraschnellladesäulen letztes Jahr angeschlossen, auch eine Rekordzahl. Das sind alles Rekorde, die auch die Netzbetreiber zu verantworten haben, will ich damit sagen. Also das heißt, die entwickeln sich, die erneuern sich. Die bauen aus, also das bei aller Digitalisierung, das wird nicht dazu führen, dass man nicht mehr ausbauen muss, sondern wir werden weiter natürlich auch Kabel legen müssen, wir werden Freileitungen legen müssen, wir brauchen da die Akzeptanz dafür, aber natürlich, und ich glaube, das ist aber auch Konsens bei allen Unternehmen, ist ein ganz gewichtiger Bestandteil Digitalisierung. Das wissen alle und wir haben eine Umfrage gemacht, da sagen 70% aller unserer Unternehmen sind jetzt schon dabei, mit KI, generativer KI auch anzuwenden. 95% sagen, in 5 Jahren ist das für uns ein Muss. Also da ist noch ein bisschen ein Weg zu gehen, das schon, aber da entwickeln sich ja auch erst die Projekte und die digitalen Lösungen. Und ich glaube, allen ist klar, dass wir nur mit Digitalisierung, mit KI-Anwendungen, die Herausforderung schaffen werden. Denn die Herausforderung ist ja, dass wir ein modernes, klimaneutrales, sicheres, aber auch möglichst kostengünstiges, preiswertes Netz bekommen. Und das kriegen wir nur dadurch hin, dass wir das nicht alles versuchen mit Fachkräften auch tatsächlich zu machen, sondern da brauchen wir Unterstützung, auch wegen Fachkräftemangel. Müssen wir auch eine Antwort dafür haben. Wir haben nicht genug Leute, die das dann alles quasi händisch machen. Also es muss über solche Systeme gehen. Und die Komplexität, das haben wir auch gerade gehört, es steigt ja enorm. Also diese volatilen Einspeisungen, immer andere Verbräuche. Wir haben Wärmepumpen neu dazu. Wir bekommen Rechenzentren im Übrigen auch nicht zu einem nicht unerheblichen Teil brauchen einen erheblichen Stromverbrauch. Die großen Netzbetreiber haben in ihrem Netzentwicklungs- im Szenariorahmen da 88 Terawattstunden angegeben. Also das sind etwa 20% des heutigen Stromverbrauchs in Deutschland, die für Rechenzentren dann vorgesehen werden. Also ich sage mal, da gibt es viel. E-Lkw ist gerade ganz groß, auch mit erheblichen Leistungsbedarfen für das Netz. Also da haben wir mehrere Baustellen und da werden wir alles brauchen, was uns der Umgang damit erleichtert. Ja, gleiche Richtung. Wir haben viele Baustellen. Rechenzentrum haben dann wieder Abwärme, was man dann wieder für die Wärme nutzen kann. Alles hängt miteinander zusammen. Aber also Sie sind hoffnungsvoll, dass die Energiewirtschaft sich auf dem Weg auch die ist schon dabei. Die ist schon seit längerem dabei. Und sehen Sie ein flächendeckendes einheitliches Bild oder ist es doch noch sehr unterschiedlich und bedarf es eben auch da Austausch von Best Practice und gut funktionierenden? Na, das ist schon so, wie Frau Ostatnik das auch richtig gesagt hat. Da, wo der Druck am höchsten ist, sind am schnellsten die Ergebnisse. Ja. Und wenn Sie da in einem ländlichen Regionalversorger mit viel erneuerbaren Einspeisungen sind, dann haben sie einen höheren Druck, als wenn sie in einem städtischen oder vielleicht in einem Netz haben, wo wenig neue erneuerbare Energien angeschlossen werden müssen. Also da gibt es, glaube ich, tatsächlich Unterschiede in den Geschwindigkeiten. Aber ich würde das jetzt nicht als negativ sehen, sondern ich glaube, das ist einfach dann eine sachgerechte Verteilung und das ist mir auch wichtig. Ich glaube, wir sollten vermeiden, alles zu standardisieren. Also quasi sagen, eine Lösung, die gilt jetzt für alle. Sondern da glaube ich, da muss man auch den Unternehmen vertrauen, dass sie die für sie richtigen Lösungen dann auch entwickeln und dann auch annehmen. Ja, gleiche Frage auch nochmal an Sie. Haben Sie einen anderen Blickwinkel da drauf oder teilen Sie die meisten der Aussagen auch? Also ich teile die Aussagen von Frau Christmann und Herrn Gensch. Wir stehen, glaube ich, wenn ich mir den Einsatz von KI
in den Stromnetzen, in der Energiewirtschaft, aber auch allgemein in der Wirtschaft anschaue, am Anfang. Repräsentativ in der deutschen Industrie nutzen ungefähr 20% der Unternehmen heute schon KI, etwa 12-13% generative KI. Die Offenheit ist aber extrem groß und die hat die letzten Jahre zugenommen und da profitieren natürlich, ich sag mal, Tech-Branchen mit einem hohen Ingenieursanteil und Co. nochmal von einer größeren Offenheit, die wir an der Stelle sehen. Wir haben aus dem Netzanschlussgipfel im April heraus, BDEW und Bitkom gemeinsam mal so eine erste Bestandsanalyse gemacht, haben da aber auch gesehen, wir sind erst am Anfang. Das müssen wir uns wirklich nochmal genauer anschauen. Es gibt viele spannende Beispiele und es wird natürlich spannend an der Stelle, was kann ich wie, wo übertragen. Wenn ich mir die 800 Netzbetreiber anschaue, sind ja viele sehr mittelständisch geprägt, ganz unterschiedliche Herausforderungen, ein gewisser Kostendruck ist da, die Transformation ist in vollem Gange. Insofern, die Offenheit für KI ist da. Wir sehen tolle erste Beispiele und ich glaube, diese Use Cases, diese Lösungen, diese Beispiele müssen wir jetzt in die Fläche bringen. Insofern finde ich es auch super, Frau Christmann, dass wir hier die Möglichkeit nutzen, das auch auf dem Digital-Gipfel zu platzieren, dieses wichtige Thema. Denn, ich sag mal, von der Identifikation von Netzanschlusspunkten, über die Stabilisierung des Netzes, über die Optimierung von Stromtrassen, bis hin zur Frage, wie kann ich mit historischen Daten vielleicht auch Netzengpässe prognostizieren mit KI, sind, glaube ich, die Einsatzmöglichkeiten extrem vielfältig. Wir werden ohne KI diese Probleme nicht lösen können. Und der letzte Punkt an der Stelle, ich glaube, wir haben sogar die Riesenchance, hieraus einen echten, ich sag mal, so Markenkern für die deutsche Energiewirtschaft zu machen. Bei der Energiewende schauen viele Länder auf uns und wenn wir jetzt die Energiewende idealtypisch mit KI verknüpfen, so wie wir es in den Pitches gesehen haben, ich glaube, dann können wir daraus auch einen echten Exportschlager machen. Die Offenheit ist da, erste Beispiele sehen wir, das Potenzial ist riesig. Ja, vielen Dank. Auch ein positiver Blick. Vielleicht nochmal an Sie, Herr Gensch. Was sind denn so, woran fehlt es denn manchmal oder fehlt es an gar nichts? Was sind die Hauptvoraussetzungen für die Netzbetreiber, damit sie KI jetzt wirklich auch ins Stromnetz integrieren und nutzen? Ja, Sensorik. Ja, also Sensorik. Wir brauchen tatsächlich die Geräte auch, die die digitalen Daten auch erfassen und die müssen wir ins Feld bringen. Wir haben 1,8 Millionen Kilometer Stromnetze. Und wenn Sie das intelligent erfassen wollen, was dort passiert, dann brauchen Sie dafür Sensorik. Da brauchen Sie auch Smart Meter. Ja, da brauchen wir zum Beispiel erstmal in erster Linie sagen wir, eine einfachere regulatorische Rahmenbedingungen. Wir brauchen zum Beispiel auch Preisobergrenzen, die es auch wirtschaftlich machen für die Unternehmen, den Rollout überhaupt durchzuführen. Das soll jetzt alles kommen, das ist auch gut. Aber das sind alles solche Dinge, die wir erst entwickeln müssen und die dann natürlich dann auch die entsprechenden Anreize setzen müssen für die Netzbetreiber, die alle einer strengen Regulierung unterliegen, dass die Kosten, die sie damit aufwenden, dass sie natürlich auch anerkannt werden. Das sind so die wesentlichen Punkte. Und oder Sie wollen gleich. Ich wollte das vielleicht nur auch mit den Smart Metern nochmal aufgreifen. Ich meine, das sehen wir ja überall. Januar Daten sind halt die Voraussetzung überall da, wo man KI einsetzen möchte. Das ist jetzt auch nichts Neues, aber interessanterweise dann eben doch insofern neu, dass wir das in den letzten Jahrzehnten eben nicht rechtzeitig vorbereitet haben. Ne? Ich meine, wir haben das Gesetz ja den Neustart der Digitalisierung der Energiewende genannt, um die Smart Meter ins Land zu bringen. Und daran sieht man eben, was da notwendig ist, jetzt wirklich ins Feld zu bringen, so wie Sie es gesagt haben, um diese Daten überhaupt alle zu beschaffen. Aber ich glaube, wichtig ist der positive Spirit, der da drum jetzt entsteht, weil ehrlicherweise gab es ja in der Vergangenheit auch manchmal Gründe, irgendwie, dass wir eben da auch einen zurückhaltenden Zugang zu Daten hatten bisher in Deutschland. Und ich glaube, da entsteht jetzt gerade zunehmend das Verständnis, was das Potenzial ist, was aber darin liegt, wenn man eben Richtung digitaler Zwilling wirklich geht und all die Daten hat, die man braucht, um dann solche Lösungen auch auf den Weg zu bringen. Deswegen ist das was wir auch von der Seite der Bundesregierung einfach sehr unterstützen wollen. Auch dieses positive Verständnis vom Datenpotenzial. Und will da vielleicht als Beispiel auch nochmal nennen, dass wir ja gerade einen Pilot-Use-Case für das Dateninstitut, was wir im Aufbau haben, ja auch zum Energiedatenbereich haben, in Kooperation ja mit der DENA, die das jetzt umsetzt. Also überall zu versuchen, jetzt die Datengrundlage einfach auch zu beschaffen, dass dann KI-Modelle überhaupt eingesetzt werden können. Das ist, denke ich, eine wichtige Voraussetzung, wo wir versuchen, einfach politisch die natürlich auch so gut es geht zu flankieren. Genau, Smart Meter Rollout kommt ja jetzt kurz vor den Startlöchern. Trotzdem nochmal auch eine Frage zu der Datennutzung. Also ja, wir brauchen die Daten und müssen uns über die Bedingungen auch im Klaren sein. Haben Sie den Eindruck, dass
genügend Akzeptanz überall auch dafür da ist. Also die Branche, ja klar, die sieht den Nutzen und gibt ja auch so wie sagen, wir können irgendwie vielleicht auch neue Geschäftsmodelle entwickeln und da wieder Vorreiter sein. Kommt das irgendwann dann doch nochmal zurück oder haben wir alle genug mitgenommen von dem Potenzial? Also was die gesellschaftliche Akzeptanz angeht, habe ich das Gefühl, ist da eine breite Unterstützung, vor allem wenn es einen klaren Mehrwert gibt. Ich glaube, manchmal gibt es auch so Umfragen und dann ist man hier ein bisschen skeptisch, dort ein bisschen skeptisch, aber die Erfahrung zeigt doch, wenn es Dinge gibt, die mein Leben einfacher machen, kostengünstiger machen, es besser funktioniert und das gilt ja auch für Unternehmen, haben wir ja auch gerade gesehen, man muss einfach den Mehrwert aufzeigen, dann ist die Akzeptanz in aller Regel auch einfach sehr groß, weil es bringt mir ja was. Abstrakte Diskussionen helfen da oft nicht weiter, weil dann denken die Leute nur, welche bösen Daten werden da geteilt. Wenn ich aber konkret aufzeige, da kannst du günstigeren Strom mitbeziehen, damit können wir insgesamt die Energiewende besser aufstellen und die Leute da einen Mehrwert von bringen, weil sie vielleicht selber auch besser managen können, welchen Stromverbrauch sie haben, dann ist die Reaktion in aller Regel sehr positiv und ich glaube, wir sollten da mutig voranschreiten, dann wird die Akzeptanz auch da sein. Ja, ich bin ganz bei Ihnen. Man wünscht sich einfach eine App, wo man alles ein- und ausschaltet von sonst wo, je nachdem, wo wir gerade stehen. Da sind wir noch nicht, aber das ist, glaube ich, das, was kommen muss und kommen wird. Wollten auch noch vielleicht eingreifen. kurz dazu. Ich glaube, die gesellschaftliche Akzeptanz in der Tat, sieht man in vielen Umfragen höher, als viele annehmen. Ich sage mal, bei den praktischen Problemen müssen wir manchmal ein bisschen besser werden. Den Dialog mit der Aufsicht als Beispiel. Ich sage mal, wenn wir da so ein bisschen mehr den Datennutz statt den Datenschutz in den Mittelpunkt stellen, können wir da, glaube ich, wirklich gemeinsam viel bewegen. Und ich sage mal, das, was vielleicht bei der behördlichen Struktur und dem Föderalismus im Datenschutz vielleicht nicht ganz idealtypisch gelungen ist. Wir haben 18 Datenschutzbehörden. Es gibt viele gute Diskussionen jetzt, glaube ich, in Richtung zu sagen, Mensch, wie kriege ich es hin, wenn ich an meinem Standort die Regelung mit einem Landesdatenschützer gefunden habe, dass die dann wirklich bundesweit gilt. Im Gesundheitsbereich sehen wir da positive Beispiele. So, aber ich glaube, daraus müssen wir jetzt lernen für den AI-Act. Und insofern, glaube ich, ist es an der Stelle wichtig und auch ein wirklich großer Wunsch der Unternehmen, dass jetzt bald das Durchführungsgesetz kommt und dass wir da eben wirklich bei den Zuständigkeiten und Co. klarere Ansprechpartner haben, als es bei uns beim Datenschutz gelungen ist, weil, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen mit den ganzen Diskussionen rund um den AI-Act, wir haben natürlich häufig diese Risikobetrachtung in den Mittelpunkt gestellt. Und das macht was mit den Unternehmen, macht was mit den Unternehmern, die irgendwie Ideen haben und Co. Und ich glaube deshalb, das jetzt gut vernünftig umsetzen. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Also ich bin da wirklich optimistisch an der Stelle, um dann aber eben über solche Runden, über das Projekt, was ja auch mit der DENA geplant ist, dann die Use Cases in den Mittelpunkt stellen und nicht die Risikobetrachtung. Dann können wir, glaube ich, alle gemeinsam da viel bewegen. Ich kann an der Stelle vielleicht erstmal nur kurz im Wesentlichen zustimmen, weil wir es ja genau so jetzt auch geplant haben. Gerade bei der Umsetzung der KI-Verordnung gehen wir ja den Weg, jetzt wirklich eine sehr klare Ansprechpartnerin zu haben, dann mit der Bundesnetzagentur. Ich sehe auch Daniela Brünstorp im Publikum sitzen, wenn ich die erwähnen darf, die da sicherlich eine wichtige Aufgabe jetzt vor sich hat, die ja aber auch genau richtig ist, dass sie an einer Stelle ist und eben nicht wieder so ausfranst und es klare Zuständigkeiten gibt und wirklich ja in einem sehr innovationsfreundlichen Spirit. Das ist ja absolut unser Ansinnen auch von politischer Seite. Und im Übrigen auch diese datenschutzbeauftragten Fragen gibt es ja jetzt eben auch die Debatte. Kann man stärker dahin gehen, dass irgendwie einzelne Länder Schwerpunktthemen haben, die dann auch für alle gelten? Die Überlegung gibt es ja schon länger. Ich glaube, wenn wir da mal vorankommen würden, wäre das auch gut. Ich erlebe aber schon gerade so ein bisschen auch Momentum, dass eben die Bereitschaft insgesamt auch steigt, bei allen Beteiligten diese Hürden jetzt mal etwas zu überwinden. Und die Erkenntnis, dass wir eben wirklich Daten eher als Potenziale sehen, da habe ich Hoffnung, dass wir da eigentlich jetzt auch eine andere Geschwindigkeit hinkriegen. Ja, sehr gut, weil ich glaube, genau da müssen wir hin und eben, so wie Sie auch gesagt haben, alles immer mit einer positiven Geschichte dann auch in Verbindung bringen. Also letztendlich ist dann das, was im Geldbeutel mehr ist, einer der besten Überzeugungen, die man, glaube ich, auch haben kann für so eine gesamte Akzeptanz. Sie wollten noch ergänzen. Ich wollte das ganz gerne noch ergänzen. Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir da wirklich so mal positiv vorangehen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht die Schwierigkeiten wenn wir außer Acht lassen. Wir haben es ja mit kritischen Infrastrukturen zu tun und wenn man da sehr, sehr viele Daten teilt, dann kann das auch zu Risiken führen. Da können sich nämlich welche dann bedienen, von denen wir das gar nicht wollen, dass sie sich bedienen. So, und wir haben ja gerade beim Messstellenbetriebsgesetz, auch von der Regierung, haben die sehr strenge Anforderungen an die Smart Meter gestellt. So strenge Anforderungen, dass wir da Jahre gebraucht haben, um die überhaupt erst zu erfüllen.
Also ich sage mal so, ich glaube, das gehört schon dazu. Das ist aber kein Widerspruch, ich will das ausdrücklich sagen, sondern ich glaube, wir müssen die beiden Dinge zusammen gucken, da auch ehrlich miteinander sein. Also jetzt auch nichts versprechen, was wir nicht halten können, sondern sagen, das ist hier in dieser Situation für die Energiewirtschaft das richtige Vorgehen. Da gehören wahrscheinlich KI-Reallabore dazu, dass man das mal ausprobiert und sagt, was bedeutet das eigentlich? Wie können wir das mal testen? Denn was wir nicht machen in der Energiewirtschaft, wir testen nichts am Kunden und im System, sondern das muss funktionieren, das muss immer sicher sein. Wir haben die höchste Versorgungssicherheit, einer der höchsten in der ganzen Welt, und das wollen wir behalten. Und deswegen müssen wir da sehr vorsichtig sein, und möglicherweise erklärt das auch das ein oder andere, wo man so ein bisschen sagt, da gucken wir uns das erstmal noch genauer an, bevor wir das ins Feld bringen. Vielleicht dazu, um so ein bisschen jetzt auch voranzukommen im Rollout oder einfach mit dem Einsatz von KI. Wie ist denn so Ihr Eindruck, vielleicht erstmal an Sie, Frau Christmann, reden die richtigen Branchen schon miteinander? Also jetzt hier auf dem Panel und hier auf dem Digital-Gipfel, glaube ich sowieso, aber ist das nicht noch was, haben wir schon alle wichtigen Player, die wir jetzt dafür brauchen, um das eben wirklich auf die Füße zu stellen und voranzutreiben, zusammen? Also es ist ja auch einer der Themen, die DENA immer sehr beschäftigt, alle Stakeholder irgendwie zusammenzubringen, aber ist da nicht, wie sehen Sie das? Ist da noch Luft nach oben oder wie können Sie das auch politisch vielleicht noch unterstützen? Luft nach oben ist ja meistens, aber das ist natürlich ein Schwerpunktthema für uns auch von Seiten des Ministeriums, wo wir versuchen zu unterstützen. Wir haben ja einen Branchendialog auch im Energiebereich. Es gibt das Future Energy Lab bei der DENA. Das sind ja genau die Orte, wo wir versuchen, das voranzutreiben und zu unterstützen, dass eben die miteinander sprechen müssen. Letztlich ist das auch die Idee hinter dem Pilot-Use-Case beim Dateninstitut, weil das Dateninstitut ja insgesamt zukünftig auch der Ort sein soll, der eben immer verschiedene Player zusammenbringt, die vielleicht von alleine nicht zusammenfinden. So, deswegen ist das natürlich interessant, da auch nochmal den Praxisblick zuzuhören, ob das die Orte schon sind, die wir brauchen und die wir versuchen, da auch bereitzustellen. Ich glaube, wir sind immer offen, das auch zu erweitern und zu sagen, okay, wir brauchen die auch noch, die wir noch nicht auf dem Blick hatten. Aber das verstehen wir natürlich auch als politische Rolle, diese Dialoge auch zu unterstützen und voranzubringen. Aber ich glaube, mit dem Branchendialog, mit dem Future Energy Lab sind das so die Instrumente, die da gerade auch eine wichtige Aufgabe lösen. Aber am Ende sind es natürlich auch einfach viele Player. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht jeden Tag ganz tief in den Energiethemen drin, aber ich habe über 800 V&B, das sind schon eine ganze Menge. Und die alle mit an Bord zu kriegen, das ist wahrscheinlich Teil der Aufgabe, auch hier den Dialog breit genug zu machen. Auch gerade vielleicht noch die Sicherheitsfragen hatten. So vielleicht? Das ist nämlich auch vollkommen okay. Wir hatten ja gerade noch die Sicherheitsaspekte. Das ist, glaube ich, auch noch ein Teil, der mit berücksichtigt werden muss. Neulich mal bei einer Veranstaltung, wo dann auch so ein bisschen gesagt würde, manchmal wird halt auch nicht die gleiche Sprache gesprochen. Also gerade IT-Branche, die sich damit befasst, hat eine andere Kommunikationsweise als andere Branchen. Also ist einfach manchmal so, und das zusammenzubringen und verständlich zu machen, das ist, glaube ich, auch einer der Aufgaben, weswegen wir diese Dialoge brauchen. Aber Herr Gensch, Sie wollten auch noch ergänzen. Absolut, nein. Reden wir alle schon genügend miteinander? Nein, ich sage Ihnen, ja, wir reden mit allen. Ich sag mal, gerade Energiewirtschaft, die ist ja jetzt wirklich nochmal besonders gefordert in den letzten Jahren. Wir lernen auf einmal, was E-Automobile brauchen, was der Verkehr braucht. Das war bisher, hat mich nicht interessiert. Das ist jetzt seit 5, 6 Jahren anders. Da muss ich jetzt schon auf einmal wissen, wie viele E-Lkw kommen da jetzt eigentlich, wo laden die, sind die an der Autobahn, gehen die in die Rasthöfe rein? Das müssen unsere Unternehmen auch lernen. Die Netzbetreiber, die ihre Planung machen, die machen nicht nur einfach eine Planung, und sagen, wo ist jetzt das Kraftwerk und wo sind meine Kunden, wie das früher war, sondern die müssen jetzt wirklich diese ganzen Volatilitäten bei der Einspeisung berücksichtigen, bei Großverbrauchern, wo kommen Elektrolyseure hin, wo sind Rechenzentren, wo kommen die hin. Auf einmal kriegt man da ganz andere Zugänge zu Branchen, mit denen man vorher nichts zu tun hatte. Das heißt, das kommt, und sagen wir mal, das Verbindende ist sicherlich die Digitalisierung. Also, dass man diese Komplexität, die da jetzt entsteht, managen kann, das funktioniert nur zusammen mit Bitkom wir haben früher nicht so viel zu tun gehabt. Jetzt merken wir auf einmal, das müssen wir, weil unsere Unternehmen miteinander zu tun haben. Und dann können wir das mitorchestrieren und mit unterstützen. Aber am Ende ist natürlich das Unternehmen vor Ort, die müssen den Antrieb haben, die müssen sagen, ich brauche jetzt hier eine Lösung und ich will die auch. Und da können wir dann Dialogformen machen, wie sie wollen. Wenn die das nicht machen, dann funktioniert es nicht. Ne? Aber die sind auf dem Weg.
Die Komplexität der Energiewende ist in der Tat, glaube ich, eine der Herausforderungen und dass alles gleichzeitig passieren muss, aber alles miteinander zusammenhängt. Und da kann, wie gesagt, wie Sie auch gesagt haben, Digitalisierung eine der Rolle sein. Aber wir müssen uns eben, ist ja auch die Systementwicklungsstrategie des BMWK einer der Grundlagen so ein bisschen dafür, sich die Transformationspfade und die Wechselwirkungen zwischen den Sektoren und Bereichen genauer anzuschauen, um eben genau auf sowas eben auch Antworten zu finden. Aber Sie zucken auch schon, Sie wollen nochmal ergänzen. Test 1, ja. Sie haben die eigene Sprache der IT-Industrie angesprochen, da ist natürlich viel dran. Ich glaube, gerade an der Stelle, wir müssen in unterschiedliche Richtungen übersetzen. Ich finde das Beispiel von Frau Sadnik aus super mit Envelio. Konzern, Startup. Ganz wichtige Kooperation. Trotzdem müssen wir an den Stellen auch immer wieder übersetzen. Die eine Welt kennt die andere nicht unbedingt. Beide sind aber an diesen Stellen aufeinander angewiesen. Und insofern, glaube ich, müssen wir alle die Dialoge intensivieren. Ich glaube, da gibt es vom Ministerium die richtigen Impulse. Ich glaube, wir haben da auch mit der ersten Bestandsaufnahme eine ganz gute Grundlage gelegt. Und ich glaube, mit der DENA könnten wir da den weiteren idealen Partner dabei haben, um so ein Projekt dann wirklich auch voranzutreiben. So, und ich glaube, wenn uns das allen bewusst ist und wir nicht davon ausgehen, dass wir in unserem Bereich die absoluten wie auch immer sind, ja, sondern dass wir da wirklich zueinander finden, aufeinander zugehen. Und wie gesagt, dieses Beispiel Envelio E.ON finde ich da ziemlich idealtypisch und eben dann auch nicht, ich sag mal, was daraus auch entstehen kann, ne? Dieses dann auch bereit zu sein, zu investieren in ein solches Unternehmen, es gemeinsam groß zu machen, es nicht nur für sich exklusiv einzusetzen, sondern die Lösung am Markt zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, da sind wirklich viele Möglichkeiten, die heute auch so in der Breite noch nicht gesehen werden. Ich will vielleicht nochmal unterstreichen, gerade die Kooperation Startup und quasi größere Unternehmen ist uns natürlich auch ein Anliegen, gerade im Rahmen Startup-Strategie, was wir ja auch machen, oder natürlich auch in Kooperation mit der DENA, mit dem Setup, was dort läuft, einfach ja auch ein Netzwerk an Startups, die in dem Bereich unterwegs sind, die, glaube ich, immer ein Inputgeber auch sind dann, ne, in Richtung Energiewirtschaft, weil die zum Teil ja auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, wo dann erstmal festgestellt wird, oh, dafür bräuchte ich aber eigentlich jene und diese Daten, die ich eigentlich von irgendwelchen Energieunternehmen bekommen würde gerne. Und dann quasi starten ja manche Dialoge auch erst. Und ich glaube, was wir versuchen zu helfen, ist natürlich, dass da ein offener Dialog auch entsteht. Und ich glaube, jede Seite auch sieht, welcher Mehrwert da entstehen kann. Und es ja nicht unbedingt eine Konkurrenz oft ist, sondern eigentlich kann man gegenseitig davon profitieren, wenn dadurch Innovation ja auch ins Unternehmen geholt wird und insgesamt dadurch eben auch Datenschätze zum Teil freigelegt werden, weil dieser Bedarf überhaupt auch von neuen Unternehmen vielleicht mit neuen Ideen formuliert wird. Und ich glaube, das sind auch Potenziale, die wir da versuchen natürlich auch zu heben. Da wäre mir vielleicht auch nochmal wichtig, also ich glaube, es muss ein gegenseitiger Lernprozess zu sein. Ne? Also gerade jetzt, das Thema Rechenzentren hatten wir, ne? Da müssen die Rechenzentrenbetreiber auch lernen, dass es ein Energiesystem gibt, wo man sich überlegen soll, wo man die Rechenzentren hinbaut. Ne? Also und dass wir da vielleicht auch Regelungen brauchen, dass wir das nicht nur in Frankfurt und Berlin tun, sondern vielleicht in Schwerin, also statt Berlin, Schwerin. Das wäre für die Energieversorgung wäre das optimal. Also, dass man voneinander lernt. Also wir haben auch schon mit den Kollegen vom Rechnen, und da merkt man schon, das wissen die gar nicht. So, und wenn man das einfach mal austauscht, kommt man da, glaube ich, schon relativ schnell zur Lösung. Das merken wir bei der Wärmewende auch ganz stark, dass eben Kommunen sich austauschen, also Austausch und wo sind Vergleichbarkeiten, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Ja, wir sind jetzt schon gegen Ende der Zeit. Ich würde eine kurze Abschlussrunde noch machen. Nun haben wir hier Vertreterinnen der Politik da. Insofern öffne ich jetzt mal die Wunschbox. An was fehlt es denn vielleicht noch an regulatorischen Rahmenbedingungen oder ist alles da? Sie hatten gesagt, die Energiebranche möchte eigentlich. Funktioniert das System so, wie es aufgestellt ist oder gibt es noch Wünsche, wo Verbesserungsbedarf ist? Vielleicht fangen wir bei der Digitalbranche an. Also ich glaube, den Wunsch wurde vorhin noch mal unterstrichen, dass wir zügig das Durchführungsgesetz für den AI-Act bekommen, um da Klarheit zu haben und dann wirklich auch, ich sag mal, die Sorgen, die auch in den Unternehmen einfach da sind, zu sagen, darf ich das, kann ich das, wie auch immer. Ja, das Allermeiste wird auch in Zukunft möglich sein. Trotzdem, glaube ich, hilft es da einfach Klarheit zu haben. Insofern wäre das im Moment mein größter Wunsch. Ja, Rahmen ist immer gut, aber eher weniger. Also mehr machen lassen und nicht so viel vorschreiben. Das wäre eigentlich mein Petitum und dort, wo man reguliert, dann Freiräume lassen. Also da glaube ich, da haben wir noch was zu tun. Und das Aktuelle, um das auch zu sagen, ENWG-Novelle spricht eine andere Sprache. Der Bürokratieabbau. Frau Christmann, sind wir da auf gutem Weg? Nehmen Sie die Anregungen mit oder sind Sie sowieso schon dabei?
Also unser Grundspirit geht genau in die gleiche Richtung, kann ich sagen. Ich glaube, im Detail muss man sich dann über die Regelung natürlich immer noch mal austauschen. Aber ich fand auch das Stichwort KI-Reallabor noch mal gut. Das ist ja auch in der KI-Verordnung enthalten. Und ich glaube, da sollten wir natürlich als Deutschland schauen, dass wir da auch dabei sind, da Dinge schnell ins Doing zu bekommen. Weil das ist ja das, was man bei all diesen Themen immer sieht. Entscheidend ist eigentlich, dass man anfängt, dass man macht. Und dabei entwickelt sich ja ganz viel fort. Da sind wir in Deutschland manchmal noch nicht mal die Ersten, wenn es einfach Ausprobieren angeht. Aber ich glaube, eigentlich ist der Wille überall da und das jetzt auf die Straße und in die Netze zu kriegen in dem Fall, das ist, denke ich, die Aufgabe. Ja, ganz herzlichen Dank ist ein gutes Stichwort. Ich glaube auch, dass wir manchmal einfach ins Doing kommen müssen und auch Fehler zulassen müssen, die man ja dann auch immer wieder oder sich anschauen muss, wo besteht vielleicht Anpassungsbedarf, aber nicht erst mal 5 Jahre lang überlegen, um dann erst zu beginnen. Ja, wir sind jetzt mit der Zeit schon rum. Ich freue mich, dass wir diese Zweiteilung hatten, die Pitches und hier jetzt die Diskussion. Ist ja jetzt auch schon ein paar Mal von Ihnen gefallen, dass wir als DENA natürlich auch an dem Thema dran sind. Dateninstitut, ganz, ganz wichtig. Uns beschäftigt eben sehr, sehr stark natürlich die Frage nach der Datengovernance. Haben wir wirklich alle Regulatorien da, um zu einem guten Datenverfügbarkeit und auch Nutzung der Daten zu kommen. Das sind die Themen, mit denen wir uns befassen. Und im Future Energy Lab bringen wir eben auch unterschiedliche Akteure zusammen, die Startups und die Energiebranche und Sicherheitsaspekte und Digitalbranche. Insofern nehmen wir hier die Anregungen nochmal mit. Ganz herzlichen Dank. Und wenn es jetzt noch Fragen gibt, ist ja noch so ein bisschen Pause und wir sind auch noch ein bisschen da. Insofern, genau, noch 35 Sekunden wird hier aufgezeigt. Insofern, ganz herzlichen Dank auch an Sie, ans Publikum. Freue mich.
I think my microphone is on. All right, let's get started. Welcome to the second day. I hope you're all still feeling good. I hope you had a lot of fun so far, had a lot of good conversations. I know I had. I'm super hoarse. I sound more like a rock star than a journalist right now because I did a lot of yelling last night. So just stick with me. Welcome to our panel on digital sovereignty. I'm going to read the whole title for you to make it official. Today, we welcome you to the panel called Sovereign Together, How EU States Can Maintain Their Ability to Act Through Cooperation and Co-Creation. What that means is we're going to talk about how we can achieve digital sovereignty in Europe, how we can work together in the EU to build a sovereign digital public sector, and what that does have to do with open source. My name is Viola Hieger. I'm an editor at the Tagesspiegel Background. It's a Berlin-based briefing on digital policy, and my focus is on the joys and the sorrows of public sector digitization. Mostly on the sorrows, but sometimes on the joys. We have assembled this diverse and fantastic panel for you. I'm going to introduce them so you know who you're talking to. I'm going to start with Mirko Böhm. He is the Senior Director Community Development at the Linux Foundation in Europe. They do very important work on developing and nurturing open source software. And they have a merch store on their website where you can buy a Linux cup or a Linux hoodie, which is the nerdiest thing I've seen all day. And that's saying something, like, considering where we are. Next up is Andrea Halmas from the Directorate General for Digital Services, the at the EU Commission, where she heads the Unit for Interoperability and Digital Government, and she lives and breathes interoperability. And next up, we have Sachiko Muto joining us. She is from the think tank Open Forum Europe and also a senior researcher at RISE Research Institutes of Sweden. You're nodding, that's correct? Okay, good. And then we have from our very own Germany, we have Markus Richter. He is the German federal CIO. And when it comes to digitization, anything worthwhile goes through his hands. And last but not least, we have Alexander Smolyanitsky. He is the head of open source products at the Center for Digital Sovereignty in the Public Sector here in Germany. We call it CENDIS for short. Let's give them a warm welcome. What do you say? Since you're closest to me, you're up first. You don't need to move away. My first question would be, so we're just like on a level playing field. Digital sovereignty, where are we right now in Europe? Yeah, go for it. Thank you. Perhaps what we could explore what it really will mean, since you have seen that in the new commission, the new European Commission will have new commissioners to be confirmed in November, hopefully. And one of the portfolios will be on digital sovereignty. And that, I think, is a very telling message. We've been looking at digital infrastructure, hardware, software in much of an open way for a long time. And I think what we are now looking at is how to ensure that we take control over some of those really critical infrastructure and assets, and find the right balance between being open and being able to make our choices. And perhaps in public administration, what I wanted to remind everyone that it's not completely new, obviously, because the Berlin Ministerial Declaration, which dates back to several years now, has already put this forward. It was a declaration signed by member states at the time on digital government affairs to ensure that there is a possibility to take control, to actually freedom of choice when selecting solutions, and be able to appropriately run public services in a smooth and modular way, so that you can create these services that will let you make your choices in terms of suppliers.
So I think it's really high on the agenda, and yet to be seen what exactly that will entail in terms of digital technological sovereignty that's in the title of our new commissioner. I see we're starting off strong and very positive. Maybe the Linux Foundation wants to join in and give us their perspective? Well, is this on? I think so. Okay. I think we wouldn't be talking so much about digital sovereignty if we were in a really good place. So I would be optimistic about the future, but the current state, I would say, is probably not where we want to be. So you're optimistic about the future and pessimistic about the present? Well, let's say there's attention to the topic and a willingness to change things, and that's important. But the current situation is not great. We are not necessarily in Europe able to operate digital services in the autonomous way that you have described. We're depending on both commercial, very large commercial actors, and there's a very small selection of solutions. So there's not really an opportunity to choose what you like best. And I think this should change, yes. I see you grab the microphone. Do you want to chime in? It's international sign for I want to speak next. Yeah. Okay. Yeah, so I'm just thinking, where are we? I think, indeed, Andrea, you talked about it's a process, right? So, and which starts with a level of awareness and some level of sort of high-level endorsement, momentum building, and then it needs to translate into, you know, something that's actually, you know, something that's developed, you know, in terms of sort of developing capabilities or co-creating solutions or something like that. I think both are needed, and it's not, this process has started, and I think that's a good thing. It's not going to be an end point either, because the world is always changing. So what we will need in order to be, you know, it needs to be an assessment, an ongoing assessment too, because as technologies change, you know, what constitutes digital sovereignty, that's going to change as well. What are the critical technologies that we are depending on right now? And, you know, looking forward to, what are we going to be depending on in the future? This is going to be an ongoing focus, I think. So, you know, we have started, and I think that's good. We're never going to get there, but, you know, we are doing things. And I think this conference and what the German government's doing, also working together with France, I'm sure we'll hear about that next, or, you know, whoever will grab the microphone first. But so I think, you know, cautiously positive about where we are right now, given that this focus is explicit at this year's conference here. Yeah. I think it's very interesting. You made an interesting point about like that it always changes what is right now most needed and what needs to be like digital sovereign. Maybe Alex and Markus can give us some insight in what are the things are right now that you would need to be digitally sovereign in. Thanks. I think whereas Markus, you are going to go into the policy aspect, we at the Zendes are hands-on, and we see that there is obviously a need, and we see that there is a very vast majority of people who are interested in finding solutions, and it's something where sovereignty, and maybe there's maybe a difference between what you said, Mirko, as well. It's not about autonomy. It's about working together and finding solutions where different levels of a federal state, different countries, different nations are finding solutions, and we are working on that. And we see that there is a lot of people who are wanting or willing to pick up on that, and we see that many countries are following and looking on what Germany's approach is in that regard. And that's something that we sometimes in Germany we are forgetting, that we can be proud of something. And I think in regards to digital sovereignty is. We see it also not only on a European, but also on a world level, on an international level. We see that there is a leap where we are a few years maybe ahead in the discussions and also the policy as well as the execution in regards to digital sovereignty. Yeah, we did bring digital sovereignty to the heart of our digital program, because I'm convinced that this is a key to create more options. You know, we're talking very much, when we talk about digital sovereignty, about open source. And of course, it's one of the most important pillars, I would say. But at the same time,
we have to recognize that there is a huge community within Europe, and it's not that much structured, I would say. And there it's our to-do of governments, because I think governments can be the ones who can make a difference and to open up and to link together initiatives which were not that much seen in the past, maybe. It's now on the agenda, on the political agenda, also to the EU and of many member states. And it's just great to see how we form, these solutions maybe into a direction where we can a higher degree of activation within markets. When I look at Sanders, for instance, it's the first time that we've got that we built a structure through which these different initiatives can get a platform and can be seen. And again, digital sovereignty is not a discussion about autonomy and forbid things of hyperscalers. It's more and much more a question of creating options. And therefore, I'm very much looking forward to solutions like Open Desks, our open code solution, or the ones they've got in France. We are working closely together also with Austria. And I think we need it on a European level, because then we can really create a market. When I see that now companies are also thinking about implementing Open Desks to their infrastructure, then I think the governments are the door openers to do so. So we mean it like we say. We really want to make it happening. We need it, create more options, create more competition. And therefore, we are really fighting for this. And it's just great to see that there are so many people here, for instance, who are interested in this topic. Thank you. That was a fantastic segue to my next question. It's like we practiced it. We didn't, but still pretty good. I think you said something very interesting about how the open source networks, the economy is structured, that it's very unstructured, and you see it as the governments on the national and the EU level to kind of build a place that these companies can rally around, that the scene can rally around. And I'd just be curious, what are the others' impressions? Maybe Sachika, you can start us off, how the open source scene looks in Europe and how it is different than, for example, in the US. What do they do differently? Do they do things better than we do, or just differently? And would you agree? This is a question to all of you. This is a very long question, but I can repeat it. Would you agree that you need that you need the government at the center to have a place that you can rally around? Yeah, I had planned to answer the first part of the question. And go for it. In the second part of the question too. So I think very interesting point about the role of the government. And I think I've been involved in open source and policy in this space since 2007. And at that time, we were talking about procurement. And I think we still need to talk about procurement in the sense, how do we go from the traditional way of procuring solutions to some form of co-creation where the government takes a more strategic, active role. We don't suspend innovation for a prolonged period of time, but we find a way to work with the private sector and other stakeholders. There needs to be, I think, a kind of really a new way of doing this, and I think that's important so the government can play an important role, I think, for the market. I think the Commission published a white paper recently about sort of what we need for title. It was a long title, something on digital infrastructures. Anyway, it wasn't sovereignty specifically, but talks about something that we've struggled with in Europe for a long time, which is this kind of fragmentation of the market, the digital market, and the lack of scale. And so I think that's where the government and playing a more strategic role can, and what you're talking about, how you can sort of be a catalyst for some of these things, and then you see that you build an ecosystem of companies around some technology, some shared technology. I think there is a way that the government can help to create this the scale that's necessary for us to kind of also build strong companies and build a strong digital economy.
I think, so that, I mean, maybe I should pause there, but I think that's one of the important things. I think, in terms of the open source community, and maybe, Mirko will want to come in here because we did a study, Mirko was involved in a study that Open Forum Europe and Fraunhofer did for the European Commission, which also looked at open source as an enabler of digital sovereignty. It was called, they had different names, digital sovereignty, open strategic autonomy, something like this, right? And there we saw that, Europe has a healthy open source developer community. Several 100,000 open source developers that are contributing a lot to open source projects, and that this is creating a lot of economic value for Europe. What is missing maybe is, I think, also European companies, the big European companies using and seeing open source as something that is strategically important. So not just having their developers, use and contribute to open source almost kind of because they find that it's practically, interesting, but, see how we can, a company can leverage open source communities by becoming leaders in important projects. Sorry, was that a monologue now? No. Ordering, yes. Contained monologue. I think, Mirko, do you want to chime in? And then you perked up at the word, what's it called? Procurement. You were like, oh yeah, that's me. So Mirko, please enlighten us. I'll try a monologue. So first of all, to the question, does the government have to play a role in this space? I forgot about that question already. Right. Thank you for remembering. So in the European Union, on average, the government share of GDP is 49.7%. That means the government shapes the market for IT services for the public sector by using procurement. So I recently gave a presentation at a Swedish institution on that, and we pointed out that there's a huge gap in public sector adoption of open source, especially in strategic development, that in no way matches this incredible purchasing power. So instead of saying we're trying to choose between existing solutions and hopefully they fit our needs, with this kind of purchasing power, you can define what solutions are available in the market. And I think this is the key role, and that's why procurement is still important. We're talking about it, for 20 years now. Procurement is still the instrument to shape the market, to create the demand for the solutions that you need. And this requires a bit of patience, where you say, no, I actually want an open source solution for this that I, as the government, can own and operate. So that's one thing. On the aspect of what's different between the US and Europe, we generally talk about open source adoption in a certain like a maturity model approach, where we say you start as a consumer, then you begin to contribute, then you realize that certain components that you're using are becoming critical to your products, and then in the late stage you say, oh, actually, I want to influence the direction that the community takes, so that 5 years from now, 10 years from now, the solutions that I need are available. And I think the biggest difference that we see, and this is less Europe versus other places and more private versus public sector, it's that big industry, especially the software industry, has reached this late stage of strategic thinking about open source technology development, and the public sector is getting there. And I'm quite proud to be German here, because then this is a proud beacon of strategic thinking here. But we're saying Europe on average, and I don't think that that's the level of thinking in the public sector in Europe in average. And this is one of our biggest opportunities to improve. Yeah, tell us how you want to shape the world. So a few ideas came to my mind when you actually first mentioned procurement, and I was going to also quote the size of public procurement and the size of the public sector in Europe that has a huge buying power and the possibility to pull innovation to the market. And what we've also seen is that, and I really want to emphasize what you have said about it's not necessarily only open source, it's a possibility to make your choices, and it can be open standards-based, open source-based, reusable, interoperable, modular. And what we've seen is that over the past 10 years, governments that have gone through the first phase of digital transformation, they are now at the stage that they will have to change their legacy systems. And instead of just procuring a huge IT system, there's a possibility to actually go and in a modular way procure more innovative solutions. And so at the European Commission, we have actually set up some kind of a two-sided platform. We're working with administrations that would like to bring this innovation
to their administration and try to work with innovative companies and try to use public procurement rules and innovation procurement. And we know that the public procurement rules will be revised in the next commission. So we're really looking forward to strengthen that possibility. And we're also working with companies that are actually digital startups, SMEs that are just not convinced that they should work with the public sector. But we've done a study, and we call it GovTech, but you could call it all kinds of different names, basically innovative companies. We've done a study that actually puts forward a really large figure, about 90 billion euros of an European GovTech market that could be a potential for us to create. And because of this big purchasing power of the public sector, I think Europe has and European administrations have a very important role to play in creating that European market. And we actually run projects to do this kind of piloting with the GovTech communities. And if you already said interoperable Europe Act is my daily bread and butter, this is the first European legislation that actually includes in its text that public sector innovation can really happen in an ecosystem together with the GovTech community, with bringing in this innovation through these companies, either because you have an innovation lab within your administration and you actually create and incubate new solutions, or because you work with these companies. So it really requires this ecosystem that we're trying to build at EU level, and we're hoping that member states also follow suit. Do you want to say something? Yeah, I just wanted to underline that mostly important right now. You know, there are so many decisions already made, but it didn't happen. You know, it wasn't realized. This is never heard of that. Yeah, I'm also critical to myself. You know, but what we would like to change is that really open source and digital sovereignty comes into effective to public administration, and maybe not happy. But in the end, we can identify that there were some incidents that a broader public says now, okay, we have to improve our supply chains. We have to have several options, you know, and this is the common ground now, that there are more people now also on a political level joining us and saying, okay, we have to create an ecosystem, we have to change our procurement process. We have to ensure that what we decided really happens. And therefore, I'm happy that we are now at a situation where we really create future now. And so I'm also positive about the future, even though I see some challenges right now. But still, we've got the instruments in the hand. And if we achieve a cooperation on an EU level, we've got really in the public sector a big market which is waiting for these kinds of solutions. But it's also clear that companies maybe must adjust their strategy, you know, because I know many companies, and you might as well, they are very much sometimes in a closed shop. They think, this is my USP, this is my solution, I'm selling it. Why should I put it open source? And also when we talk about AI, large language models, you know, I'm convinced they all will be someday open source, and it's better to do it right now and to think about the own business case. How can I, what will I offer in the future so that I can survive in the future? And therefore we need products and support which are more specific for sectors like the public sector. And there is a huge field also for earning money in a positive way, you know. How is earning money ever bad? Is there a negative way? I mean, yeah, okay. Before we pivot to the beacon of digital sovereignty in Germany, just one quick follow-up question for you, Markus. What I'm curious about is like, okay, we have Tenders now, and they are trying to be this beacon in the public sector for open source procurement or for open source shaping the open source software in a way that the public sector wants. But what about like changing the mindset in
the public sector, for example, through quotas, because you have these massive like projects, they go on for years and then they go for an extra 5 years. And we talked about legacy systems, and then you also have like legacy partners that you will always do, like when you do a big project, you have like 5 companies that you can call, and then I know it doesn't work like that, but you know, and then they do it for you. Like, how would maybe a quota help here, that you say, look, okay, we have this massive project, 20% of the stuff that we do should be open source software. Would that be helpful? Is that a way of like rethinking the way that we do things in the public sector? I think so. Yeah. Oh, good. You know, yeah. because Glad you agree. I mean, we had now a long time where we discussed these topics already, but they didn't come into production maybe in the way we would love it. There is a mindset, and I think there is a common sense that this should be done, but it's not really happening because maybe authorities, companies, and agencies within the public administration, they're used to their ecosystem. You know, you need briefly a solution. You are not firm with solutions of open source. Maybe you don't know them. And again, this is both sides. We have to create clear products which are in mind. We have to create a portfolio so that agencies can easily pick up them. We need skills at this point. Zendes is an important contributor to this, but also digital service or other like GovTech Campus, you know, they can be a motor to make this change. But if we don't create the market and create the need to use it really, then we've got a problem. And such a quote could be one instrument to do so. I would prefer it to have it really on a European level, because I think also the open source community should work together on a European level closer, because we need these solutions on a European level. Only then we will be successful. If we only see one city or one state or one country, it might be not enough, because I'm not talking about getting rid of other solutions, alternatives. I'm thinking about creating alternatives, additional options, and therefore we need such a market. And I think we haven't thought about enough what kind of instruments can enforce that this is really happening. Well, I mean, I think we have some ideas right over there. Maybe Zendes and Mirko wanna give us some ideas how to break up this ecosystem of old buddies. I picked up the microphone because quotas trigger me like procurement triggers. I think there can only be one quota for the public sector or for open source solutions, and that's 100%. 20% is not enough. Why is that the case? Baby steps, right? Baby steps. Why is that the case? Because if we just go and say 20% of our public spending should go into open source solutions, all we're doing is we're shifting dependency from our current dependencies to new dependencies, to companies that are providing these solutions. What we really should say is, we're happy to procure, but we want to procure solutions that we can then co-own in the future and can continue to develop into the direction that we need them. And that's, for me, sovereignty. It's important to understand that sovereignty is not in the creation of the code. It's in running the solution, in being able to shape what the solution looks like, and to say, if a company decides to change policy, we don't depend on that. We have the capability to operate the service or to switch to a different supplier. And that's why I say the solution should be open source. So therefore, the only quota that makes sense long-term is 100%. But we need to understand this aspect of operating the service and our own capability of shaping it and developing it into the future. And to do that, we cannot be developing a new dependency on a new single company giving us one solution that we don't own. I think from our perspective, one of the solutions which we bring to the table is our platform, which is open code, which is basically something for both sides of always the tech discussions. On one hand, you have a way to get into the public sector ecosystem because we run
license checks, we run security checks, we will run further checks, which are always needed to get to the standards which there are in the public sector in regards to accessibility, scalability, and stuff like that. And on the other hand, it's the catalog, which Markus, which you were talking about, because public administrative or public servants they don't need to see the code, they need to see the solution and to see it working. And that's what we are working on in the next step of open code, basically, is to not only have a place to display the code, but also to see it in action, and then to have the ability to deploy it wherever you want to have it, whether you want to have it in your own data center, in a public data center somewhere, or within, I don't know, the German public cloud. And I think this is a way that you can bring both communities, so to say, together and have a viable ecosystem where people can contribute and also to find the needs, basically matching the software, which is always a lack which we have. We talk in Germany, at least, we always talk about something like a process for taxes for dogs or something like that. It's always like the very basic thing, which is existing, I don't know, maybe 10,000 times within the country. And there is a way that you can find a way to have it still individual on your own needs, but at the same time have a secure and also viable community which is developing it. And I think this is the benefit of open source. And then at the end, open source becomes some sort of a vehicle, but the support, the ecosystem, the all sorts of contracts which are running on the software itself are the ones which can give us more sovereignty at the end. So Chico, do you want to say something real quick? Because then I would pivot to the Interoperable Europe Act. So Okay, well, if I can say something about procurement still. I do get also excited about procurement and standards. That's why I don't get invited to the late night parties where you were last night. So I'm looking forward to the next commission and a chance to look at the procurement directive again. But just to say that I think the stakes are really high. And I think that's, procurement has been kind of, we've talked about that for 10 years or more. And, it seems like it's something that people don't want to talk about. But I think I read a very interesting paper by Mariana Mazzucato, I think her name is, yes, about, how procurement and over-reliance on procurement, let's say, and outsourcing. It's like there's an inherent danger in that because it makes the public sector unable to keep up with changes in the outside world. And we will need a government that is able to react quicker to changing digital world, also to threats. And if we have an over-reliance on procurement and outsourcing, we don't build the capabilities and mindset needed to kind of keep up with what the government needs to do in order to react to this. So I think it needs to be raised to a different level, and looking at procurement as a key for the public sector to be able to respond to a changing world. Retain those capabilities a bit in-house. I mean, I think you found your party where you can talk about because I saw everybody nodding. Well, no. Bring this to Sweden also. I think we're not on the forefront here. No. Sure. I mean, on this is a super interesting topic because how do we build this capability in the public sector? And I think many people ask, why should the public sector contribute to open source? And that's the answer, because you're building the capability to learn how the systems work by contributing in the process. This is the main reason to participate in the developing process, not just in deploying the technologies. Damn. Yeah, that was under 30 seconds. Okay, we're doing hard pivot. We're going over to the, sorry, I didn't want to scare you. We're going to the topic that, I heard about like being haunted by your work, but I read an interview that you actively dream about it, that you dream, what did you say? It was a beautiful quote. I have to read this to you. It was that the Interoperable Europe Act allows me to dream of a completely connected Europe. Isn't that beautiful? But I'm a jaded journalist, so every time I look at a commission proposal or like a government proposal or literally any proposal, I either think, oh, that's so lame, we've done that 1,000 times, or I look at it and I'm like, oh, that's so ambitious, they're never going to be able to do that.
The Interoperable Europe Act for me is the latter. That's a compliment, because that means it's quite ambitious, and it has this vision that across Europe the public sector will be able to, live by the hippie idea of sharing is caring. That you try when you develop before you develop your own thing, you go and check if somebody else hasn't done it yet, and it sounds so good in theory, but again, jaded journalist, and I look at it and I'm like, oh, that sounds like a lot of work. That sounds really hard. Like, how do you foster this understanding, like that the solution that I need is actually the solution somebody already made? So how can I reuse it? How is that going to work? So tell us about your dream. So you have a dream, the Interoperable Europe Act. Tell us about it. Luckily, it's not just my dream. It's actually a dream of quite a large ecosystem, I should say. So both of hard work with member states, and together in the Commission, we've put forward this Interoperable Europe Act, which is actually creating a larger or a stronger cooperation among administrations in the EU to identify areas of where we still need to work together to actually connect the administrations better for just better public services, more public value, less administrative burden for companies that want to go between borders, but sometimes also within the same country, between different regions or different domains. And one of the ways to do it is to actually identify these reusable solutions. Put them in a catalog. For open source, we already have, trying to interconnect or connect some of the national catalogs of open source solutions. We also have the open source catalog of the Commission. And what we're trying to identify is what are those solutions that when setting up a new public service, for our specific case with a cross-border data exchange, can actually be reused. And we've had that notion that, you actually have a look at what you can reuse before, but now we have it in a legislation that says, if an administration wants to reuse a solution of another that is not under any kind of legal constraint or privacy or anything like that, they should be able to reuse it. And so trying to create, of course, is baby steps, but trying to create a different mindset about share and reuse, about creating or even labeling some solutions that are recommended to be considered for reuse. And then to actually jointly identify new solutions that we will build. And when we build them with interoperability in mind, so that they could actually be reused immediately and then scaled up in different contexts. So that's one of the ideas how we're trying to ensure this. Now, what we also identify is that when we give this label, it will be together with the member states, the so-called Interoperable Europe Board, that they will actually put this label on some solutions. These should be solutions that don't have any kind of IP rights or anything, could be open standard or open source based solutions. So just to make sure that they are reusable, because Europe cannot afford to continuously rebuild and recreate these things. So what we're also trying to do is set up mechanisms to jointly work together. In open source, you know very well, the OSOR Observatory or the OSPOS community for open source. But in general, what we're trying to do is have a governance together with member states. We will put forward a political, strategic agenda on where we want to jointly invest in digital government and interoperability solutions. And then we put together some mechanisms to do that, really, for example, joint member state projects that we will all jointly invest in to actually identify those needs that we together develop solutions for reuse from the start. I know that, Markus, you're really excited about the Interoperable Europe Act, so much so that you looked at it and you saw the idea for the Interoperable Europe Board, and you said, oh, this is very cool, this is mine now. And you hijacked it and you were just like, oh, this is a fantastic forum to have discussions. But maybe you can give us a quick insight, because I think we're nearing the end of our time limit, and I do want to open up the floor to at least one or two questions, so prepare yourself. What do you think you can do in the board to foster this idea of interoperability and get working together? You know, in the past, I was a little bit annoyed because we had a cooperation between CIOs of the member states, but it was always informal circle. It was a hidden agenda.
And there were so great projects, but then there were changes to governments and all these projects stopped. And I think that's not the right way how we should improve our cooperation between member states. And therefore, I was looking for an anchor. How can we create structure? And wouldn't it be nice if the EU Commission could give us a floor which is more sustainable on these topics? And so it fits perfectly together. I addressed by last year all CIOs to join this initiative, also on a high level, because I think it's important that within the board and also the steering board, which is underneath it, that we create an agenda, a concrete agenda on which topics we should work together. And therefore, setting standards is an important one, open source is an important one, but also maybe cloud computing, AI. How do we make it really happening? How can we create a difference by working together in common projects? Interoperability is not just about the question linking existing tools together. It's more a question creating things together from the first step. And therefore, I'm really looking forward for the 5th of December. There will be the first meeting, and I will bring with me some topics. I had the chance last week to speak already to CIOs, and there are many who would like to join this initiative. And I think we have to be very concrete. And in the second step, I would love to merge boards. We've got a board on EIDAS, and of course, when you talk about EIDAS, SDG, everything is linked a little bit together, and sometimes they're sitting the same people in different boards. And I think, but this will come maybe then next year or the year after. I don't think I've ever heard anything more romantic than the sentence, "I would love to merge boards with you." Before I open the floor, just Alex, we talked about what the Interoperable Europe Act is supposed to achieve and what the board wants to do and why Markus hijacked it. But maybe you can tell us just a tiny bit about the practical, how do we actually work together? Because that's hard. So you already do it, correct? Yeah. The execution of the hijacking, basically. So what we do is there was a memorandum of understanding signed between both CIOs, Stephanie Scher and Markus Richter, so with France and Germany. And what we did is we saw that we have common hurdles that we want to overcome, and open source doesn't end at the nation's border. So what we did is we started something that we call always 100-day challenges, where both countries and both teams, so a team from Tennis and also a team from Dinum, which is the pendant, so to say, of Tennis within the French government, work together on common solutions and create products which enrich both countries. And also some sort of one of the first results was an interoperability where we created the access from the German public administration side to the French public administration side. We are working right now on creating some sort of access also to the EU Commission. And by that, we show that basically if companies and governments work together, we can create some sort of interoperable EU open source ecosystem, which is really coming in handy. And I think we have already something around 10 other countries who want to join us in these initiatives. And I think that through policy, so to say, and also joining boards and all sorts of high-level decisions, so to say, we can see that there are actually things coming out of it and products coming out. And I think that that's something very unique to Europe. Well, yeah, thank you for the hands-on perspective. I'm just asserting dominance and taking some extra minutes. Who has a question? The man in the Adidas. Oh yeah, somebody's coming to you. The government has discussed for the last 2 years the procurement transformation package, and the Ministry of Economy has now sent it to the other ministries 3 weeks ago. How will your ministry respond, and how will you make sure that open source, what you're claiming here, will be part of this procurement transformation package? Because this is the point in time, maybe for the next 5 to 10 years, to change procurement laws. Well, it's an ongoing discussion between the ministries, but you can be sure that we've got an eye on this. We will see what comes out in the end, because in the end also the parliament is the ones making legislation, and
But for me, it could be a chance to implement elements to this, you know. I think Oliver is already lined up. Oliver Rack, Open Government Network Germany. I think sovereignty is a thing of a broad culture. So we have also to think in B2C sovereignty of B2C solutions. And I remember well, when 2013 in France, Dailymotion, they had Dailymotion, or still have, a French video platform. And it was acquired by Yahoo in 2013. And the government said, okay, there's no chance for Yahoo. Orange has to buy it. So that they keep such a platform. They said, we have to have this platform in Europe. And then after this, the government government agencies often used Dailymotion for promoting films on their sites. And so how can we promote in a larger scale such things that all other member states pick up such decisions like in France? And what can other member states also learn from France? I see that Germany also has more contact now to the interministerial directory in digitalization. So these are the things that we get more a European view on sovereignty and also in a B2C matter. So this is quite a industry politics question too. Okay, who wants to take this one? Well, to be quite honest, I'm not that much a fan of industrial politics, which makes rules in a way that certain solutions should only be driven by certain companies from Germany, for instance. I'm more to competition, you know. And of course, there are rules we've got already also in Germany and within Europe. If there are risks or any other incidents, so that we can go into it and make maybe a different decision. But in the end, I'm very much focused on creating options in the first step. And therefore, I'm really looking forward to cooperate with German companies, with European companies, to create this ecosystem. And I think we are now in a situation that we can really be ahead. And I'm also in exchange with the US and other states. They are highly interested in what's going on right now on open source in Europe and in Germany, especially because we've got one of the biggest public administrations worldwide, and so a big market. And therefore, it can be a chance. But I'm very much focused really on creating these options here in Europe, here in Germany, but not that much in discussions of, you know, Americans, Germans, Asians, you know. I don't know. These are not the categories I'm working with in the first step. I would just okay. 30 agree seconds with you. I mean, I think that to some extent, I don't know if we need to encourage this sort of thing, because I think it's going to happen more and more anyhow. You know, so it's rather about maybe the other way around, to say, how can we stay open? Is this necessary in this case to kind of insist on something national? I mean, I think that, you know, governments will become more aware of it. There are going to be pressures like that. And I think that there's a sort of historic precedent that would caution us against, you know, just jumping on that, because there will be more pressures to do that. So I think also it's possible to be locked into, you know, if you're looking at user control and choice and competitive markets, we can also be locked into national companies. And in fact, probably more so in the sense that, you know, you suspend the competition and market. But those things will come anyway, and I think there's a place for that. Of course, we need to understand if we are relying on something critical, we need to understand how we can ensure that we have access to it, you know. I think I have to draw the finish line here. I'm so sorry, because otherwise we're going to be wrestled out by security. Because we took too much time, and we said hijacking so many times that they probably sent in a couple of people here. Thank you so much to our panelists. Thank you for coming and like sharing your perspectives and your ideas. There's probably still some questions in the audience. Please, I'm just going to say this, please feel free to hunt them down outside. Thank you all for coming. Now please leave. Goodbye.
Hello. Yeah, great. The mic is on. A very, very warm welcome to I was about to say a number. I have no idea what number this panel has or how many panels you have attended. I really do hope that you attended a lot of discussions, but also that you had discussions in the margin of this summit, because quite frankly, we put a lot of effort into the program, but the real benefit of these kind of events is, of course, to network, to have the exchange in the margins of the actual discussions and the actual panels. Having said that, I would like to introduce myself very briefly. My name is Ben Brake. I'm the Director General for Digital and Data Policy in the Ministry for Digital and Transport. But today, I will only play the role of the moderator because we have a very, very, very great panel here. And having said that, I would already like to introduce my distinguished panelists. First of all, and I had the pleasure already to discuss with him, it's Mr. Liu Cheng-hong. He's the Chief Executive of Infocom Media Development Authority in Singapore. Please. It's free seating, by the way, for all the next panelists. Then I am really, really thrilled to have Nicole Büttner here with me. Nicole is the founder and CEO of Merantix Momentum GmbH. That's German. Thank you very much. And I should say one thing. She's a tech optimist, and I really do hope that a panel that is called AI Challenge of the Century for the international community, this is already really, really big, that this is kind of also an optimistic panel. I also have with me, this is really difficult with the digital things here, Mr. Patrick Geyer. He is the head of global affairs in Silo AI, and I think you all, if you had attended the panel yesterday, we had Mr. Wissing and the CEO of Silo AI. So I really do hope that I don't have to introduce the company anymore. For those who are not really well acquainted with the company, it's an AI hub. It's a Finnish company, if I remember correctly. So thank you very much that you took the time to discuss with us. Then, last but not least, a very dear friend of mine, Matthias Spielkamp. He is the executive director of Algorithm Watch, and I had the pleasure throughout the last couple of years to discuss in my various roles I hold with IBM and now as a director for digital and data policy, issues of algorithm regulation and of AI with him. And I'm really, really looking forward to have him here on the stage. Please give him a very warm applause. So, and now we need to give this to you. And so, yeah, I'm taking very good care of my panelists here. So, thank you very much, panel. Of course, we will open it up for questions from the audience a bit later, but I would like to kick it off with a lightning round. When we talk about AI, we very often talk about, is this rather a curse or is this a promise? And of course, it depends a bit on the angle on which you actually approach AI. When I now look here at my distinguished panelists, I think the perspectives vary a lot. We have private sector, we have Singapore Authority, we have also private sector here, we have civic society. Matthias, you also represent F5, a coalition of civic society actors, especially working on digital and AI. So what kind of recent development on AI do you perceive as particular double-edged, in a way that there might be a promise, but this might also be a challenge? I don't like the word risk because we're so risk-focused in Germany already. So let's perhaps talk about challenges. Perhaps we just start over there. Please, go ahead. Thank you so much, and it's great to be here. I think the thing that I'm most excited about, while also a little wary about, especially in these times we now live, is the developments around defense technology.
I think from the point of view of coming from a country of Finland with the longest NATO border with a certain eastern neighbor that is acting up a little bit, you do see the advantages and the necessity to have advanced technologies, and AI is obviously playing a huge part in defense tech today. On the other hand, the development of autonomous weapons and all that entails does carry with it a certain dystopian flavor as well. When people look at technology, the way I describe it, sometimes it's like a laser pointer. It's like a laser pointer in a dark room, and you're kind of ignoring everything else that's happening. I think there's a lot of fixation now with just where transformers are, large language models, vision language models, and so on. But I think a really left field space to watch is the idea of agents and agentic. Actually, the idea of agents has been around since the 1990s. I think Michael Jennings was the guy who proposed it. I think this is about to be at the cusp of breaking through, and it's worth watching. And it's basically because models are getting sparser, smaller, but far more capable, the ability to trade inference and chain of thought for better reasoning ability. And when you can do that, agents can coordinate with one another a lot better and get a lot more output as opposed to one gigantic big model. Why is that powerful? Can you imagine the wholesale uplift of the entire workforce, where you have a sort of expert or a teacher that's attached to you to be able to teach? And that completely outlifts the potential of entire generation, entire populations. But obviously, I think the slightly scary part is quite obvious. You're talking about AI governance, and we're already struggling as far as just basic models are concerned, let alone the ability for such agents to take real actions in the real world. I think we have to wrap our minds around that. And I think that, to me, is probably something to think about. I love agents too. I'm looking forward to a deep conversation about this topic with you. Maybe another point, what I think is really positive is basically technology adoption is happening, and there are some really good platforms and user-friendly tech stack out there. But there's also a lot of, let's say, market concentration. And I think that's something, so on one hand, my startup and my entrepreneur heart is like, great, good for you. You built a great product. People are addicted to it. They should buy it. It's the best thing out there. On the other hand, I look at it as an economist and I think, ooh, and as a vice president of the Startup Association, I think about market structures and is it really good when we're in oligopolistic or monopolistic markets? And then I'm like, oh, okay, we're going to find a solution, but for me, it's double-edged. Oh, wonderful, actually, because I could not agree more with that. But I also very much like this image of the laser pointer in the dark room, because what I see as a challenge in the discussions that we've had over the last years, and I don't think it is getting any better, is that we are basically treating artificial intelligence as a welcome distraction. And I do think that this may be a specific German or European perspective on this, but this is the country I live in and the challenges of our societies that we have. And the narrative has been that AI can solve climate change, AI can solve democracy, AI can solve sustainability, and so on and so forth. And basically, we all know that this is not true. Of course, we are at the Digital Summit. So are we going to talk about migration? Probably not. But we tend to forget that the technology is not the solution to these challenges that we face. We can use it to also address these challenges, but that sometimes is a little too much in the background. Thank you all very much, actually, for your different perspectives on AI. You mentioned industries, you mentioned market, you mentioned, or you raised the question, Matthias, what for are we actually doing this? And that leads me perhaps to another step, to a step back perhaps first. Perhaps we should look at definitions of AI. What do we understand when we talk about AI? The OECD's definition of AI systems, for example, I need to read this, I'm very, very sorry, but I was already bad with like learning and remembering when I was in school. An AI system is a machine-based system that, for explicit or implicit objectives, infers from the input it receives how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decision that can influence physical or virtual environments. Different AI systems vary in their levels of autonomy and adaptiveness after deployment. So
it's actually great that there's not that much of intelligence in the definition. I think I was on another panel where someone said that we need to get rid of that intelligence. Unfortunately, we will not, but these are dumb machines. That should not be our topic of discussion. But Chen Hong, when you hear this discussion of the OECD, is the definition of AI in Singapore any different from this? Because you remember on the last panel we talked also about commonalities. Where can we actually find a common denominator for the definition of AI? Please. No, I think it's a great question. I think definitions are a good place to start, but I would probably say we take a step back. And, you know, Ben, like in the previous discussion, our starting point is what are the core principles that underlie those definitions? Because you may disagree as far as some of the wordings and the details are concerned. And some of these wordings do reflect that there is no uniform way of thinking about everything. There would be maybe 20 or 30% that we may have a slightly different view, but there's that 80 or 70% whereby if you agree on those principles, then I think it's a common basis of which to work together to prevent fragmentation as far as the international order is concerned. And therefore, we generally prefer to work at the principles level. And on that respect, with regards to, I think out there are 11 core principles associated with AI, of which I think the OECD has 5. We basically bake all of these as far as how we look at AI is concerned. In particular, we focus on 3 key ones. Not that they are more important in and of itself, but I think as far as addressing it from a near-term perspective, impact on society, and how do you change that trustworthiness equation and approach, fairness. Because in applying this, I think there's this huge sense that AI should be applied in a fair way, and it doesn't misjudge. 2, explainability. Because the reality of AI, a little bit less classical AI, but a lot more generative AI, because it is probabilistic. How do you get to a certain level of explainability as far as the outcome is concerned? And then, of course, resilience. Basically, are these AI systems, because they are software after all, how do you make sure that they are resilient as far as attacks are concerned? I think from a practical lens, if we can kind of cover these 3 key principles, even though we adopt all of them, I think there can be a common basis for working towards sort of global consensus around it. Thank you so much. Matthias, you mentioned that the most important question is not so much perhaps what is AI, but what are we doing with AI? So on the international level, we are very often discussing that we need to find an alignment on the definition of AI, that we need to work on a toolbox for companies or states if they would like to implement AI regulation or AI rules internally. Is this actually the right discussion, or shall we move away from this discussion to a discussion that is much more focused on the purpose of AI? What can we agree on what to do and what not to do with AI? In a sense, yes, because we as an organization, before the AI Act was even started with the white paper, we argued that we would prefer a regulation that is looking at the different domains, as had been done before, you know, in, for example, mobility, automated driving, or medicine, that we would have preferred this. But of course, that was then a path that was not to be left anymore after this regulatory proposal was on the table. And in that sense, I do think it is important to have an alignment on the definition. To a certain degree, I mean, the discussion about what binding regulation we need and what, for example, soft law we need is one that we have heated, you know, Ben and myself. Yes, we continue to have that discussion and we disagree on this. And I do think that we need a binding regulation. And there, of course, then everything is about accountability. Because if you can't agree on what you're regulating, you know, what good is a regulation? So we will see in Europe interesting court cases for the law geeks among you about the question of, for example, what is various levels of autonomy and adaptiveness, because this is very unclear what it means, and we will have challenges to this, and we will see people argue that this is not AI under the AI Act's definition, and then we will see the courts deal with that. But then if you have non-binding things like the codes of practice and so on and so forth, I do think there's still a value in having these definitions for the reasons that were spelled out before. Nicole, Matthias mentioned the ambiguity of the AI Act. He mentioned that there's
I would assume you also would include that the wording is not always clear, that you said that the courts will probably actually work on the specification of the AI Act. So since we kicked this panel off with blessing or curse, is the AI Act rather a blessing or is it rather a curse, especially from someone who is running a company that is not that old, I would say, so that is still growing? So I think that, let's say, mid to long term, it's a blessing. Short term, I would say it's more of a curse, if I can be so frank. Why am I saying this? I think that we are in Germany, right, or in many countries at this point of liminality. So we're basically in a state where we realize we have to move towards new technology and it's helping us for so many use cases. So, but we're also not quite there yet. And there is a lot of, let's say, mental and societal overload to deal with this status of transition because it's an ambiguous status in itself. And that's a very human and societal issue. I guess you were also alluding this is the case for many other fields, not only technology. And I feel in the short term what this regulation does, it just puts another layer on overloaded systems. I'm speaking now from a startup perspective, where I'm now, okay, I'm already building something where I need to prove value. I'm already building it on data I need to kind of work around. And now I also need to take care of a regulatory journey that is also not quite clear and crisp. So I think it adds, in that sense, it adds to this overload. And maybe that's also right that we're facing this. We've got this wrong with other technologies. So it's good that we're having this discussion. I'm just a little bit worried about not stopping people in their tracks to do it. So my interest is that we use this technology to help us solve some of the topics. And so, for example, I think I don't want startups to have first 5 compliance people and then the rest of the team that won't work. You mentioned that last year already. Yes, but it's still the case. Still the case. Have you hired those experts? So I have people who are deep into the AI Act and are dealing with this and are also helping our clients with this. But I think, for example, some of the documentation, so this discussion that has to happen, what do we want to do? What's the purpose and the intent of these systems? Exactly along these lines that we should have this and we should not outsource this to technology. Let's say all the documentation burden that comes with it. I hope we build agents as soon as possible to do this because nobody has fun doing it. I also think the added value is not, I would not like us to focus on that, for example, and not have these discussions in depth. So curse and blessing, and maybe at the same time, but it's not speeding us up at this point. Let's put it like that. I tend to share your assessment for what it's worth. Nevertheless, when we actually talked about the AI Act, when we negotiated it at the very last stage, and also afterwards, many companies actually said that, yeah, let's have this regulation. Let's push it over the finishing line. Now, after we have this regulation, we're now talking about the implementation. And I come from private sector as well. And I learned private sector is generally not that much of a fan of regulation. However, I learned that with the AI Act, there's a lot of demand also from the private sector for secondary regulation, because beneath the level of high security, there's a lot of ambiguity where we as a government don't necessarily want the courts to decide, but where we would like to provide guidelines actually for companies to bring their products and their services in a safe and secure manner into the market. So that is why the government is actually working very hard on this one. Now, Patrick, would you share the perspective of Nicole that this might be a curse on the short run, but a blessing on the long run? I think so, yes. And maybe what I'd add to that is I think, we've been talking a lot about it here, that it's the use case that matters. It's what you use the technology for. That's how you generate value, be it financial, economic value, or be it societal value. So I think it's when it comes down to the regulation, it's really about what do you regulate. And that becomes the key problem. I mean, I've been working on the AI Act for many, many years. And it's also, of course, been a living organism. It does not, the final version does not look anything like the first version. And we, of course, had the globally well-known ChatGPT moment happen in the middle of that process that sort of threw a wrench into the wheel. And a cynical person might say that it also caused a little bit of panic among certain policymakers.
And then, for example, of course, as a model provider, what we look at is the GPAI provisions that were sort of thrown in from left field and doesn't really fit into the entire architecture of the Act. It's sort of an unnatural part of the way it originally was structured. And I'll use that as an example to say that, you know, it's also, this is where the definitions become very important. Because I'd argue, taking my private sector perspective and a company that up until the summer was very much a startup with limited resources, you know, when you look at, for example, what defines systemic risk of a GPAI model? 10 to the power of 25 flops, floating point operations. What is that based on? It's completely arbitrary. It's just a number. Rumor has it that in the trialogue negotiations, the idea was, let's go a little bit lower. I think we might need to educate people a little bit on math because it's actually 10 times lower. It's not a little bit lower, it's a lot lower. So the regulatory burden on companies, you know, developing models in Europe is actually remarkably higher than it is under the Biden administration executive order. And that is just an example to say that when you're regulating emergent technologies, it's extremely important not just to go very fast because there's panic around a new chatbot that writes poems and maybe doesn't have actual systemic risk if you really think about what the word means in reality. So that's the thing. I'm now sitting in the code of practice work with the European Commission. I'm sure a lot of other people here are involved in that. And you know, basically now all the things that were not solved in the political negotiations are kind of now left to the same stakeholders that a year ago lobbied their governments and lobbied their MEPs and their, you know, commission representatives. And now we're supposed to kind of solve those issues in that process, which obviously will not happen. Let's be realistic. So we're going to end up in a situation of legal uncertainty next summer when the model provisions enter into force on the 2nd of August. And I also think we're going to, somewhat cynically maybe, we're going to end up in a situation where, you know, ultimately it's going to be the European Court of Justice 45 years from now deciding what these things actually mean, which is kind of what happened, for example, with the GDPR. So I do see this short-term risk from a European competitiveness perspective. We have a lot of other issues outlined very well by Mr. Draghi in his report. Not going to raise all of them here, and a lot of them are much bigger than regulation. And I think sometimes the focus that a lot of people from industry put that, you know, regulation hampers innovation is a little bit exaggerated. But saying that it doesn't have any effect would be just as naive. Thank you, Patrick. Zhenhong, I mean, you're probably in a very comfortable, position. You can just lean back, looking at the discussion of these weird Europeans, like talking about ambiguity, talking about short-term risk and long-term benefits, and promoting actually Singapore's approach to AI and AI regulation. So when you look at AI regulation, what actually differs Singapore from the European perspective, of which I think you got a really good glimpse now? You know, as a very, very small country, we're never in a comfortable position. There is this funny, slightly tongue-in-cheek comment that says, you know, when the elephants fight, the grass gets trampled, we're the grass. And when the elephants make love, the grass also gets trampled. So as a small country, we're always caught in a very, very difficult position. Because technology is such a topic that crosses boundaries. I mean, there are no borders as far as technology is concerned. So while it was tongue-in-cheek, I think our natural interest is to make sure that these international rules and norms move in a way that are practical, that do not impede innovation, but yet at the same time put enough guardrails and to prevent, as we had just discussed before, this fragmentation. Because Singapore is a very open economy, and the ability for a model, a product, or application that's built in one part to have that ability to reach to other parts of the world, I think is very, very important. But to your point, maybe there are a few things that drive us when we think about regulation around AI. The first, perhaps, is a bit of and this one we say in a very sort of a self-deprecatory kind of a way, that we must remind ourselves a bit of humility with regards to the fact that the technology is moving very, very, very quickly, and we may not know what we don't know about what is happening next. And therefore, in approaching regulation, sometimes taking that soft guidelines, soft regulatory
collaborative approach to industry is probably at the top of my mind, as far as it's one key anchor, as far as how you design that is concerned. The second key element is that what is the role of the government? Because the private sector should be used to unleash its innovative potential to create huge opportunities. But if you believe in the classical role of the government, which is to deal with externalities, and one of these externalities, as far as this is concerned, two things. First, the idea of providing a certain level of certainty to the industry so they know how to proceed. But at the same time, the idea of trust, meaning that you need to provide that framework where the citizens themselves believe that the technology can be trusted, because the moment that there is an accident or a derailer, I think that in and of itself is the greatest roadblock as far as the advancement of the use of the technology is concerned. So therefore, we generally believe in a soft guidance approach. We have issued what we call our model governance framework. It looks like 9 different dimensions, everything from soft guidance around accountability as far as companies are concerned, all the way to how do you think about model development from the data, all the way to the third-party testing, down to security, what does it actually mean, down to incident reporting, because to expect software to be perfect, traditional software today, when it's rolled out, is never perfect. There are patches that go on all the time. How do you put that system into place? How do you deal with education? And how do you deal with how this is used in a broader public good sense and not just for the private good in that respect? So I think that's the way we think about that. And in each of these areas, we're providing soft guidance. Some of the things I have mentioned that are more proximal deal with how the model is developed. And therefore, soft guidance with regards to what are model cards, what does data go in. Now, these do not solve everything, but they're a start. What does benchmarking actually mean? What are the common standards associated with it? I think these are some of the practical work that the network of AI safety institutes, of which Singapore is a member of, is trying to advance. So I think this is the central role of the government as far as dealing with these externalities to provide a certain level of certainty while building that trusted ecosystem. And I say a trusted ecosystem, and we use the word very deliberately, because we don't see regulation and innovation at odds, in the sense that if you have the right guardrails in place, that gives you that maximal space and trust to unleash the powers of innovation. So we always believe in sort of striding such that you're always on that virtuous and not necessarily a vicious cycle. Thank you very much, John Hong. Matthias, I can kind of anticipate the answer to the question I'm now directing to you. Oh, come. Because John Hong, he mentioned soft regulation, he talked about guardrails. You already said that, or you already disclosed that you're more a fan of hard regulation. But doesn't he have a point when he said that, when he says that it's such a fast-moving technology? If we would have hard regulation in a way that it is even more detailed than the AI Act is, so that we don't have the uncertainty you mentioned. And then we would probably not talk about the implementation of the AI Act in Europe currently, but we would talk about the first or second reform of the AI Act already, because technology is moving so fast. So isn't soft law, isn't soft regulation a better way to approach this? First thing is, and this really sounds like a cheap punchline, but there is no not too much regulation or too little regulation. There's only bad and good regulation. And I think this is important to understand, because we don't want to live in a world without regulation, right? I mean, it's first of all unthinkable, and also not something that we would, would like to face. And the problem I'm having with some parts of these discussions is that when we are talking about risk, we are already, and you don't even like to talk about risk, but when we talk about risk, we are always talking about a potential harm. We are not talking about potential harms anymore. We are talking about real harms that are created by the application of AI. And I would like to use one very current one that is, I'd say, a disaster for a situation we have in Germany, and that is the biometric databases of Clearview AI and PIM-Eyes. We have entirely failed, although we have regulation in place, to keep these things from existing. Why am I saying this? That this should be something that we should have achieved, because they really threaten
anonymity. They could be the end of anonymity for everyone. This is a really disastrous scenario for human rights, for autonomy, for freedom of speech, for freedom of assembly, and so on and so forth. Why have we failed? We have the general data protection in Europe. It can't be enforced here because the companies are not in Europe and they don't have subsidiaries in Europe, and they are successfully avoiding that regulation. It is completely clear that this under the GDPR is illegal because the DPAs, the data protection authorities in France, in Greece, in Italy, in the Netherlands, and even in the UK have already issued fines that they can't can't enforce because they don't have the powers to do so. Now, why am I saying then that we need hard regulation? Because at least we can try, and here is a failure of hard regulation in this case in the United States, because they are incapable of coming up with any meaningful regulation at the moment and for the last several years, and it's not, I don't think it's going to be better. And we would be in a better place if we had regulation in the United States, because then, for example, Clearview AI may not exist. And that's, only part of an answer, but I don't want to talk for 10 minutes, so I think you get the idea. I got the idea. And if we meet bilateral, he talks a lot more. But he's very open, actually, for discussion. I like that. I would like to give the question to actually the representatives of the private sector, not in a way to comment on the specific issue, but perhaps in a broader sense. These discussions around the benefits and the threats of AI, is this something that is important to you? Do you get engaged in these political discussions, or do you much more focus on issues that are of direct relevance to your business models? So, I mean, we do engage because, let's say, it's a broader perception issue. And let's say, I mean, we are very focused, and we do, for example, many applications in the industrial space where personal data is not really touched, for example, which should be great opportunities. Still, in these organizations, they are human beings that read the news, that watch movies, that are exposed to all the other technology that's out there. And so that's why we feel it's still important to address this. And for example, one of the spaces, right, we're talking about sort of systems that we want to regulate. One of the real big topics is also workforce, right? How educated are people, not just to use our cool tools, but then also to be informed citizens to walk into one of those places or use those applications or not. And then also the common formulation of goals, let's say what we're using it for. I see these three fields, so regulating systems, workforce, education, and then what is the goal function. And so that's why we get involved, although our, let's say, the applications that we're dealing with, because we're not building a large language model, for example, in my case, we're building things for preclinical trials for pharmaceutical companies, or new manufacturing processes for hydrogen systems, right, and an AI and database system. So it's not necessarily directly relevant, but we just feel it's on everybody's mind. So we need to be, and we also want to be visible. We have a space in Berlin, we have an AI campus here, and just kind of being there and being a face to the technology, because at the end it's about people, is that we feel this as a responsibility to also be accountable. Patrick? Yeah, I would absolutely agree. And I mean, we also work with both sort of building our own large language models and training them, but we also do work with a lot of industrial customers in a bunch of different sectors. And of course, especially over the last, let's say, year or so, with all these global discussions around AI regulation, there's a lot of question marks. I mean, there is still a relatively small number of people who are actually experts on these things because they are new things. So inherently, there are not that many AI Act experts out there. And I do think these conversations, we're having with companies all the time. But then at the same time, I also feel sort of almost a obligation on our part to also have sort of an educational role. I mean, it's a new emerging technology. A lot of people have a lot of, more or less realistic expectations of the technology based on popular culture, be it Terminator or be it some utopian. No one knows Terminator. I made the reference to Skynet already a couple of years ago, and it was a very young audience. No, they looked at me like, what is this?
Are you calling me old, Ben? No, but I mean, I feel like there is a need to have the discussion because, I mean, to my earlier point on the AI Act and some of the regulations that you saw there, I mean, that is a direct result of not necessarily understanding large language models, transformer technology, what it can do and what it cannot do. And so I do think we see very, concrete business relevant policy outcomes that will have a direct impact on our business as a result of a lack of education 2 years or a year and some years ago. So absolutely, I feel it's important for us to have that role. Of course, then we come back to the question of resources and priorities. I mean, I am our entire public policy team. So I only have one calendar. Congrats. I have one calendar and 24 hours a day. And when I talk, we mentioned some talk about the oligopolies, they have a lot more resources. So when we also talk about compliance and we talk about complicated regulation and not one piece of law, but a holistic field of regulation with a lot of technology policy made on our continent over the last few years, there is an inherent built-in advantage for companies with more resources because not only do they have more human resources to work on lobbying and compliance, but they also have more money to actually make the decision of are we ready to take this risk? Matthias, you wanted to answer? Yeah, no, not answer, but I wanted to pick up on points by both of you because you said, how important it is that people are aware of these things and at the same time that we need to sort of balance this with also the cost of doing business. I totally appreciate that. I mean, Algorithm Watch is an organization in Germany. We are a non-profit, but we are a company. We have tons of compliance duties, right? We also developed software for a while, and we are still doing this with external partners. And I get a headache whenever I get a data protection agreement that needs to be hashed out with them. So you can trust me. I know what compliance means, and that it's not always something that you're looking forward to, even if you are not a commercial company. But here I would also like to mention that there is one factor that I see as an important one in strong regulation in the sense of laws. The discussion that we've had over the last 4 years, I do think were educational for the entire field of AI and people who are developing it. And people became aware of there are risks associated with that, be it discrimination or data governance and things like that. Now, do we really in the end have to have the AI Act to achieve this? Honestly, I do think yes, in a sense, because if we only rest all of this on codes of practice and codes of conduct, I don't think we would have seen the same situation and the discussions that we're having here. Thank you, Matthias. John Hong, you see the civil society here in Germany is providing really, really good input for the discussions. And I think, I say this really without sarcasm, Matthias. No, really. How is the situation in Singapore when we talk about the approach on AI? How do you integrate the view of civil society actors in Singapore? Because and please don't get me wrong on this one. When I listen to you, it's a very private sector friendly regulation, private sector friendly approach you're following, which is not absolutely a bad thing. But how do you integrate the perspectives of other actors than those from the private sector? No, I think it's a great question. For those of you who maybe to help a little bit, I'm going to share a little bit about why we are structured the way we are. Hopefully that provides background and context. The way we are structured in Singapore is because we're so small. I think the belief that the government plays a significant role in providing that, building and integrating and aggregating that diverse viewpoints and the trusted ecosystem, I think is quite central as far as how we're thinking about it. And therefore, how do you bring diverse viewpoints together or at the same time? So that's the first organizing logic. And for good or for bad, I guess, there's generally still, and we treat this as something that not to be wasted, very high trust as far as government. And when government sort of pronounces or sort of makes certain proposals or initiatives, that it represents that diversity of viewpoints and sort of move that forward.
at the practical level, where we actually, for example, as Infocom and Media Development Authority executes this, is because I wear actually multiple hats all at the same time. Let me explain. So for example, I look at the I in Infocom is the digital technology, and within there, it covers everything from cloud to quantum technology to AI, for example. But then I have an M, which is media. And the reason I say this is that there is an increasing intersection between the two, and you must look at it as a whole. Is American company like Amazon a media or tech company? It's both. Those of you, I'm going to test the age, who've watched Mandalorian, well done. It means you're much younger than sort of. But I don't know whether you realize that it's okay, I know Skynet, yeah. I don't know whether you realize, but that the backdrop of The Mandalorian is actually filmed in this massive curved screen using Epic and the Unreal Engine, which is a game engine. So this is a game engine that's providing the backdrop in photorealistic real time, the backdrop. Now, when we talk about this, obviously in something like AI, it is both a huge economic opportunity, but it comes with risks. Labeling, misinformation, deep fakes, elections, we face that just like any other country. So therefore, the way we are structured is that I kind of bring the two together so they can look at it as a whole, so that you're much better able to have an outcome. But at the same time, this is where it gets really hairy. I actually have 4 different vertical hats, and let me very quickly explain. One hat is an economic development hat, which means I fund R&D in AI, connectivity, trust technologies. I look at broad-based small and medium-sized enterprise adoption as far as technology is concerned. I curate startups as far as frontier startups from all around the world to come and base in Singapore. I look at training of manpower, both upstream. We've over time influenced such that out of every cohort from the university, 1 in 5 has actually a computer science degree. And I think this is huge. It's very, very important as the basis. And at the same time, we completely upgrade the in-situ workforce to be able to use AI. I mean, the joke, as they always say, is that you won't lose your job to AI. You will lose your job to the guy who knows how to use AI. So I think that, therefore, that economic hat is a very, very big hat, and it drives what we do. But at the same time, concurrently, I have an infrastructure and regulatory hat. And this goes everything from submarine cables to data centers, green compute, 5G, fiber to the home. Because this forms the basic backdrop. We're pushing for 10 gigabits per second universal access within the next 2 years. And I think that's that foundation. And within there, I'm also the Data Protection Commissioner. And therefore, I fully understand issues as far as compliance with GDPR is concerned. But within there, we run the AI governance hat. And again, the way I'll describe it is that in my economic hat, on my 7th floor, I'm fine-tuning Llama 3.1 for a legal use case, which I deployed about 2 months ago for summarization of court procedures, and it's rolled out today. Lawyers can use it. And that allows me to understand that in my governance hat, wait a minute, it's not so simple. And that when I, to be honest, talk to a lot of my counterparts, when I say, you know, maybe the number of tokens that's required is, and they may not fully understand what the hell a token is. So I think the ability to bridge these two is extremely critical. I'll quickly cover, to your point, I have a digital inclusion hat, which is how do you bring the whole of society along? And therefore the public-private partnership to say you educate the broader society, because I think we broadly mentioned that human centricity around technology is extremely critical. Education is key because it opens people up both to the opportunities as well as builds that resilience as far as then how do you critically assess that the AI is being harmful and therefore deal with it, because that's where the real weight of the impact will be. Don't get me wrong, I think regulations are important, but the ability for the population as a whole to be resilient when it comes to understanding how do you deal with technology, I think is extremely key. So I have that sort of social hat that's very strong. Actually, the meeting immediately after I land back in Singapore is to meet with what we call a Digital for Life movement, which has 200 civil society organizations that contribute as far as broadening that digital inclusion is concerned. The final last hat is international hat, working bilaterally on digital dialogues, rules and norms, standards. So hopefully I gave you a broad sense that kind of the way we are structured is to try and bring all of these disciplines together, and therefore I'm much better able to look at it end to end and find best solutions, hopefully.
at the interstices of these various disciplines. Again, I'm going to end up with a tongue-in-cheek. Tongue-in-cheek is that because Singapore is so small, all of us have to end up doing 7 different jobs. So that is the reason why it's organized that way, but I only get 1 pay. But so you need the AI actually to help you with 7 jobs. I need an agent. Are there any questions from the audience to our distinguished panel? Yes, please. Do we have mics? Yes, we do. Can you introduce yourself briefly before question? Sure. Hi, my name is Felix. I founded an NGO focused on ethical AI, ethical algorithms. So a bit smaller than yours, but still interesting in similar topics. My question would be, since in Germany we have a federal ministry for digital and Verkehr, like traffic, but also digital competencies are, I think, spread out around 5 ministries. So we just heard that having multiple hats in one place can be helpful to have the end-to-end view. So maybe from both the German perspective and also Singaporean perspective, what are like the pros and cons of these 2 systems, and where can we maybe come together or find some more optimal structures? Thank you. Thank you. Nicole, perhaps you first. I think, I mean, I feel that bringing things together and bridging things is really important in different perspectives, right? Even for then domain-specific things. So bringing together deep industry knowledge and deep AI knowledge is also one of these bridges, right? That you face then within all of the sectors that you're dealing with in industrial adoption. So I think, let's say, I don't have such strong opinions whether it should be one person wearing 7 hats, but if it's 7 people, they should be talking very much and be very well integrated and have also very good alignment. And I think that I would find more critical. I somewhat believe that, you know, also like public, private, and so other, we will not be able to put all things in one entity, probably. And I also don't think that's a winning approach. So even for my company, we don't have all the expertise. We have to rely on other people, and this networking and bridging capability, I think, is important also to bring together regulation, innovation, and all the different sort of forces in that field. So maybe you seem to be able to do it very well, but maybe we can learn something. But the bridging function, I think, is the most important. Thank you. Any more questions from the audience? Because I do have plenty, but yeah, du hast recht. Singapore, it was also, sorry, yes, unpolite. So. For us, necessity is the mother of invention. So it's only slightly tongue-in-cheek when I said that we kind of have a necessity to pull things together, because then we concentrate our investments where I think it makes sense. I think there are some things that we are very wary of and conscious of in such a model. Talent and expertise is key. The ability for, especially in a fast-moving field, and I mentioned this at the previous session as well, that the reality is that government is not at the center of all of this. And therefore, the ability to be able to recruit, co-opt, induct the right kind of talent so that we're in the best position to be able to both understand as well as to lean against, and of course to push back if that's absolutely necessary in all the various hats that we have. But we've also found that because we have these various hats, I think we're a little bit more attractive to talent who want to come and join, because then they feel that they can make an impact across multiple fields and are able to grow their ability to do so as a result of that. So I think that's one of those balances that we have to pay attention to, and a lot of my time is really spent on, do I recruit and am I have the right kind of people with that right expertise? Perhaps the other part that I will deal with is I'm almost like a EU within one organization. Oh, that sounds scary. That sounds scary. Yeah. Because you can imagine the regulatory part of, you know, digital tech is probably a little bit different from the people in the regulatory part of media, who are very, very, very different from the people who are building products, you know, actual deployment, and then very different from the digital inclusion people. So running one massive coalition and the ability to bridge the language, the understanding, the workflows using Slack is a very, very important part of how do you do that integration and translation, because if not,
the conglomerate then splinters. So I think therein lies the sort of the balance and the challenge, which we watch very carefully. I hope that helps. Thank you so much. I look at the clock. Yeah, but there, yes. The gentleman in red, yes. So, hi, my name is Leonard Henke. I've got several hats on as well. One of the hats is working at the Corporate Digital Responsibility Initiative. And I'm leading a project there with which started with the EU AI Act and the need that we need to do something in our role. And now we ended up in the topic of AI governance and AI strategy. And one of the biggest things is somehow AI literacy. And you talked about it, the workforce is maybe the problem. And I wonder what are the key measures to really get the people going and participating in the projects. And because I have the voices in my head that the people from ING and Telefonica and Otto Group are saying the offer seems not to be the problem. The problem is somehow to get the people moving. Nobody wants to accompany the projects and change the processes. Yeah. So the question is about key measures. Yeah. Yes, this seems to be kind of a common, discussion point on different panels, because we also talked about the international panel about digital literacy. But Patrick, you just took the mic. Yeah, so I think that's a super interesting question, because this is something we look at both working together with our customers, but then also sort of more broadly on a societal level. If I take the societal example first, you look at something like the education system today. I think it's crucial that we don't go down the path of, here are the rules, this is strict, this is forbidden, you're not allowed to use ChatGPT, blah, 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 blah. We should realize that these tools, whether we like them or not, are part of our everyday lives now and are going to be so even more increasingly in the future. So we need to find ways of including them in this example, in the sort of educational system. But I kind of think the same logic applies actually, for people that are already past that age of being in the education system. So in terms of companies, I think the companies that so far, if you talk about sort of more traditional enterprises that have done best in using this as LLM technology, it's the ones that started using it in the beginning, started experimenting, and just start working on it. There's never going to be a perfect AI strategy or perfect AI plan, and everybody learns at the same pace, but you just need to start working on it. And I know this sounds sort of simple and self-evident, but you would be surprised at how many companies there are very strict rules against using different things and not any rules or any projects on how to use them. Thanks. Matthias. Yeah, it may surprise some, but we are a big fan of using these tools exactly for the same reason. You need to understand what you're talking about and what you're working with. So we would encourage that this is being done. And it's a little sad to hear that apparently in larger companies, there is not enough curiosity about this, that you are offering courses and these are not taken, which is a surprise to me, honestly, because I thought I have a lot of conversations also with, for example, union representatives, and there's a lot of uncertainty and doubt and this, but at least what I saw, I mean, they were from larger companies, so maybe that makes a difference, but they said that they are offering these qualification measures and that they are taken up, and I think it's extremely important because there is a big difference, of course, between, on the one hand, defining, for example, red lines through regulation or whatever, and at the same time increasing the literacy of people. This is something that we've always said as an organization, that we need to address this topic from all these different perspectives. It's quite natural, and it's nothing new. We had the same challenge with, when TV was introduced and when the internet came and so on and so forth. It is a basis for a liberal society that people are able to make their own decisions, and they can only make those decisions when they are well informed. Now, there's a limit to that, of course. You can't unload or offload all the
responsibility on the individual. That's also not a good idea, but there needs to be this balance. And therefore, I think we, as you said, we can't even look at the education system alone. We have this lifelong learning thing in Germany. We've had this for many years, that we are saying also the workforce needs to qualify continuously, and we are a big fan of that. So thank you very much. I think perhaps one of the, because coming back to the, how to say, the headline of this panel is challenge. Perhaps one of the basic challenges is to spark curiosity. John Hong, I think this was something we were discussing on the other panel. I think with curiosity comes a certain interest in topics. People will ask, does this work? How does this work for me? How can I actually use it? What might be the shortcomings of this new technology? And I think this is something we should jointly work on. Thank you very much, Patrick, John Hong. Thank you very much, Nicole, Matthias. Thank you very much to the audience. And I'm finishing us off now to lunch, I would say. Thank you very much.
Ja, ganz herzlich willkommen Ihnen allen. Mein Name ist Nick Kriegeskotte. Ich darf jetzt das nächste Panel hier moderieren, bin im Hauptamt beim Bitkom tätig, leite dort unsere Abteilung für Infrastruktur und Regulierung. Und es kommt selten genug vor, dass wir als Verband nicht sagen, wir müssen einen Knoten durchschlagen, wir müssen einen Knoten lösen, sondern es geht darum, einen Knoten zu stärken, größer zu machen, den Internetknoten hier in Frankfurt, insgesamt Deutschland als Standort für Rechenzentren zu stärken. Rechenzentren, wie wir alle wissen, sind ein ganz wichtiges, vielleicht auch das entscheidende Fundament der Digitalisierung für effiziente Verwaltungen, für smarte Städte, für innovative digitale Dienste. All dies funktioniert nicht ohne Rechenzentren. Und weil das Thema so wichtig ist, machen wir als Bitkom dazu auch recht regelmäßig eine große Marktstudie. Ich kann schon ein bisschen Werbung machen. Die nächste Veröffentlichung wird voraussichtlich im November stattfinden. Von daher habe ich mir auch schon mal so ein paar erste Ergebnisse geben lassen. Und eins zeigt sich schon deutlich, der Wachstumstrend der Branche, den wir in den letzten Jahren in Deutschland gesehen haben, der wird sich weiter fortsetzen. Über 70% der Rechenzentrumsbetreiber in Deutschland sagen aktuell, dass sie die Kapazitäten erweitern wollen. Nur als Vergleich 2021 waren es 60%. Also es gibt eine hohe Dynamik im Markt, zeigt sich auch an den Investitionszahlen. 2,5 bis 3 Milliarden Euro, die aktuell jährlich investiert werden in Gebäude und technische Gebäudeausstattung. Dazu kommen nochmal 10 Milliarden Euro jährlich für die IT. Und schauen wir mal, was passieren wird. Aber wenn alle bislang geplanten Projekte realisiert werden, dann gehen wir davon aus, dass sich bis 2030 im Vergleich zu 2022, also im Zeitraum von nur 8 Jahren, die Anschlussleistung in Deutschland der Rechenzentren verdoppeln wird. Also große Potenziale, die hier vorhanden sind. Wichtigster Standortfaktor, das zeigt unsere Befragung klar, ist eine zuverlässige Stromversorgung, die Nähe zu Internetknoten. Aber es gibt auch einige negative Standortfaktoren oder Standortfaktoren, die kritisch gesehen werden. Wenig überraschend die Strompreise. Klassiker eigentlich schon fast die Dauer der Genehmigungsverfahren. Aber auch regulatorische Vorgaben werden, auch das wenig überraschend, von allen nicht ausschließlich positiv gesehen. Wir wollen daher das Thema diskutieren. Wir haben es gestellt unter den Titel Rechenzentren, das infrastrukturelle Herz für internationale Regionen, für intelligente Regionen, so rum, im internationalen Wettbewerb. Und ich freue mich sehr, dass wir hier gleich 6 Experten aus der Branche, aus der Politik, aus benachbarten Branchen auf dem Panel haben, um gemeinsam das Thema zu diskutieren. Sie werden sehen, uns ist die Diversität ein bisschen verloren gegangen auf den letzten Metern. Das ist ein bisschen schade. Aber unsere Chefinnen haben gute Leute geschickt und wir werden das in der Form da miteinander bestreiten. Kurz zum Organisatorischen. Wir hören jetzt gleich zunächst 3 knappe 5-minütige Pitches aus der Branche, 3 verschiedene Branchenvertreter, die hier ihre Sichtweise auf das Thema darstellen. Und danach gehen wir dann in die Diskussion. Ich stelle alle 3 direkt jetzt in der Folge vor, die gleich hier im Anschluss nach mir sprechen werden. Dann können die sich dynamisch sozusagen das Zept des Handelns in die Hand jeweils geben. Es startet Markus Karcher, Mitglied der Geschäftsleitung. Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, welche verschiedenen Unternehmen wir miteinander verwechseln können. Er jedenfalls kommt von der Schwarz Digits KG, eine Tochter oder einem Strang eines großen Einzelhändlers, den wir wahrscheinlich auch alle recht regelmäßig besuchen, um dort einzukaufen. Es folgt dann Dr. Wieland Hohlfelder, Leiter des Google-Entwicklungszentrums in München. Und es kommt dazwischen noch Johannes Kraftschick, der Senior Engagement Manager ist bei der T-Systems International AG und uns auch einen Blick aus der Praxis auf das T-Systems Rechenzentrum geben wird. Danach treffen wir uns dann alle wieder hier auf der Bühne, verstärken das noch politisch mit Ben Brake, dem
Abteilungsleiter Digital- und Datenpolitik im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Bei uns ist auch Alexander Handschuh, Pressesprecher des Deutschen Städte- und Gemeindebundes mit der kommunalen Perspektive, und um die Energiewirtschaft, die ich schon angesprochen hatte, in ihrer Bedeutung zu vertreten, ist bei uns Justin Müller, Leiter politische Angelegenheiten bei der EWE AG. Ich darf dann direkt hier auf die Bühne bitten und sage es jetzt auch ganz bewusst richtig, Markus Karcher, Schwarz Digits, floor is yours. Gut, dann schauen wir mal, ob der Pitch jetzt gleich ein Kracher wird. Heiße Sie alle recht herzlich willkommen. Gestern gelernt, es ist das erste Mal, dass bei dem Digital-Gipfel über Rechenzentren gesprochen wird. Das ist so der erste Zufall. Der zweite Zufall ist, dass ich das erste Mal hier auch dabei bin. Also wenn das nicht zwei positive Zufälle sind, die man einfach nutzen muss, über so ein spannendes Thema wie Rechenzentren zu sprechen, dann weiß ich es ehrlicherweise auch nicht. Ja, ich bin angekündigt worden, Schwarzgruppe. Wer es nicht genau weiß, nein, es ist nicht derjenige mit A, sondern die anderen Logos, die Sie hier auf dem Display eben sehen. Und ich glaube, der eine oder andere hat sich vielleicht die Frage gestellt, Mensch, was macht denn jetzt so ein Händler auf der Bühne, der jetzt tatsächlich mit Expertise über Rechenzentren redet, vor allem, wenn doch der Trend ganz klar in Richtung Cloud geht und damit eben auch die Notwendigkeit von firmeneigenen Rechenzentren ehrlicherweise schwindet. Die Frage beantworten wir, holen ein bisschen aus, damit Sie es nachvollziehen können, warum ich jetzt heute hier auf der Bühne stehe. Ich meine, wir als Schwarz Digits, wir haben eine relativ lange Historie, so um die 30 Jahre, wo wir uns um sämtliche IT-Geschicke für die Unternehmen der Schwarzgruppe tatsächlich kümmern. Also viel mit Kassen, viel mit Logistik, Standorte und so weiter. Und haben heute so um die 1200 digitale und IT-Solutions, die wir im Unternehmen betreiben. Wir kümmern uns um die gesamte Infrastruktur, alles, was mit Software und Softwareentwicklung zu tun hat. Und ich glaube, jedes Unternehmen sind wir gerade sehr oder mittendrin in der digitalen Transformation und haben uns sehr früh tatsächlich in dieser digitalen Transformation mehrere Fragen gestellt. Zum einen, wie gehen wir mit den Daten um? Also wollen wir die Daten aus der Hand geben? Und am Ende auch die Frage der Abhängigkeit. Also wie abhängig wollen wir am Ende sein? Und ich denke, Sie werden mir alle zustimmen, das Thema Abhängigkeit hat uns ja die letzten 2-3 Jahre doch sehr beschäftigt, gerade mit dem Thema Energieversorgung. Wir denken alle an das Thema Gasversorgung, wo wir gemerkt haben, wie nachteilig eine Abhängigkeit sein kann. Ich glaube, jeder hat es in der eigenen Tasche am Ende auch gespürt mit treibenden Energiekosten, die am Ende aber auch sehr nachteilig für die Wirtschaft war, für viele Unternehmen. Und ehrlicherweise, wir sehen ähnliche Tendenzen auch in dem Tech-Bereich, wo wir eben von Abhängigkeiten umgeben sind. Und wir haben uns eben damals für einen etwas anderen Weg entschieden, nämlich einen souveränen Weg mit, ich will nicht sagen ohne Abhängigkeit, aber mit wenig Abhängigkeit. Wollen aber gleichzeitig das Thema digitale Transformation natürlich nicht verschlafen. Das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, wenn man sagen will, ja, man will was Eigenes machen oder man will sich da nicht irgendwo festlegen. Auf der anderen Seite aber auch, die Chancen, die die Digitalisierung eben bietet, nicht zu versäumen. So, was haben wir gemacht? Wir haben eben angefangen, eine zukunftsfähige Plattform zu bauen. Ne? Und ich meine, wir wissen, dass das Thema Cloud ist omnipräsent, weil Cloud eben genau diese Funktionalitäten bietet, die wir eben brauchen für die digitale Transformation, was Skalierfähigkeit, was Flexibilität angeht. Und wir haben eben angefangen, eine eigene Cloud zu bauen. Sehr stark mit dem Fokus für unsere eigene Transformation. Wir haben dann das Thema Cybersecurity tatsächlich auf die Agenda genommen für uns, um einfach zu sagen, wir als kritische Infrastruktur müssen uns dem Thema Sicherheit tatsächlich nähern. Wir haben es in Corona eindrucksvoll bewiesen. Es gab keinen Tag, wo unsere Läden zu hatten. Wir haben es trotz vieler Widrigkeiten geschafft, dass wir weiterhin unserem Auftrag, nämlich der Versorgung der Bevölkerung, auch nachgekommen sind. Und man kann sich schnell vorstellen, was passiert, wenn ein Cyberangriff tatsächlich unser Unternehmen trifft und wir die Tore schließen müssen. Das wäre durchaus ein Fiasko. Deswegen haben wir uns verstärkt. Wir haben uns mit Produkten umgesehen und haben dann in Israel sind wir fündig geworden mit dem Produkt, haben dann das Produkt und gleich die Firma dazu genommen und sind jetzt auch bei dem Thema künstliche Intelligenz. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mitgezählt, die letzten paar Tage ist ja auch so ein Hype-Thema. Auch da haben wir uns jetzt verstärkt in Richtung der Firma Aleph Alpha, sodass wir mittlerweile doch ein recht breites
Portfolio letztendlich für uns selber aufgebaut haben, was wir eben auch sehr intensiv bei uns selber in den Unternehmen der Schwarzgruppe nutzen. Und wenn ich jetzt die Geschichte so erzähle, ich sehe ganz viel Kopfnicken. Das haben wir ehrlicherweise ganz oft auch gemerkt, dieses Kopfnicken, weil die Geschichte viele inspiriert hat, ihre Daten, ihre Systeme tatsächlich auch auf unsere Plattform zu legen. Und mal gucken, ja, eine Animation hier dabei, auf unsere Plattform zu legen. Und ja, wir haben uns deswegen entschlossen, ich sag mal, die Infrastruktur, die digitalen Services, die wir dort anbieten, auch ein Stück weit zu öffnen. Wir sind live gegangen, wir haben das eben für den Mittelstand geöffnet, für die Unternehmen der öffentlichen Organisationen, der öffentlichen Hand geöffnet und sind heute mit einem relativ breiten Portfolio eben am Markt unterwegs. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben eine eigene Cloud, die läuft unter dem Brand Stackit. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Wir haben letzte Woche in Leipzig gemeinsam mit der SAP ein Announcement gemacht, wo wir eben sagen, diese Zukunftsplattform der SAP, also SAP in der Cloud, nennt sich RISE, wird jetzt demnächst auch auf der Plattform Stackit verfügbar sein. Wir haben das Thema souveräne Cybersicherheit. Ich habe es gesagt, XM Cyber ist das Produkt, was da dahinter steht. Wir haben gestern gehört, dass jetzt mit der Deutschen Bahn gemeinsam wir den Data Hub Europe gelauncht haben. Das heißt, das Thema künstliche Intelligenz souverän auf Stackit platziert haben und dort eben erste Use Cases in Einsatz gebracht haben. Nicht nur für die Bahn, sondern eben jetzt auch, die wir darüber hinaus verwenden kann. Ja, und das Thema sichere Kommunikation, ich glaube, das rundet das Portfolio ganz gut ab, um eben auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in dem Bereich zu haben, um da eben auch sehr einfach kommunizieren zu können. So, das Ganze führt natürlich dazu, dass einiges an Rechenleistung auf uns zukommt. Nicht nur für unsere eigene Leistung, weil wir immer mehr auf unserer eigenen Plattform letztendlich draufbringen, sondern weil durchaus auch das eine oder andere Kundeninteresse da ist. Und das bedeutet natürlich, dass wir dort Kapazitäten schaffen müssen. Das tun wir auch. Also wir haben heute Rechenzentren, ein bisschen historisch gewachsen, um unseren Firmenstandort herum und eins in Österreich. Und auch dort machen wir von diesem souveränen Weg nicht Halt, sondern wir betreiben das tatsächlich mit eigenen Mitarbeitern. Wir erfüllen somit, oder nicht somit, wir erfüllen auch alle EU-Vorgaben, was die Sicherheit angeht. Wir haben das C5-Testat für unser Rechenzentrum. Also auch da wollen wir diesen Souveränitätsgedanken tatsächlich, ich sage es mal, bis zum Ende gehen. Ja, ich habe es gesagt, mehr Leistung bedeutet eben, wir müssen unsere Kapazität erweitern. Wir sind da dran, neue Standorte zu erschließen. Wir werden auch weitere Rechenzentren bauen. Jetzt können wir nicht alles selber machen. Das heißt, wir partnern da mit ganz vielen. Und ich glaube, auch da sind wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, wo wir eben sagen, wir wollen auch da sehr innovativ sein, was Nachhaltigkeit angeht. Und ich glaube, wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen, das Thema Strom, das Thema Kühlung, das Thema Abwärme, das sind, glaube ich, so die Trendthemen, wo man durchaus auch, ich sage es mal, innovative und nachhaltige Themen auch ein Stück weit steuern kann. Ja, soviel von meiner Seite und dann gebe ich das Wort gern an Kollegen von der Telekom weiter. Vielen Dank. Ich nehme an bei Next, ja? Okay, danke. Ist nicht despektierlich, der Nick hat mich so strafend angeguckt, das ist die Stoppuhr, dass ich drohe immer aus dem Ruder zu laufen. Ja, das Thema, ich habe eine relativ einfache Darstellung mitgebracht. Ja? Wir haben jetzt heute hier die Chance mal zu diskutieren, Datacenter auf einer großen Plattform, ja, und möchte einfach mal ganz simpel sagen, worüber reden wir da eigentlich? Ne? Also der Kern, klar, kann jeder nachvollziehen, Server. All das, was wir machen, privat, im Business, in der Produktion, die Unternehmensprozesse ausgelagert, Stichwort Digitalisierung, ja, das findet auf Serverplattformen statt. Ja, das steht jetzt ein bisschen vertretend auch für Kommunikationsnetzwerk und auch für Storage und so weiter. Ja, und die Server haben eine Eigenschaft, die brauchen Strom. Und nicht zu wenig. Ja, sie brauchen sehr viel Strom. Und um das mal zu verdeutlichen, wenn wir allein diesen Raum hier ausbauen würden, nach Maßstäben eines modernen Cloud-Rechenzentrums, dann hätten wir hier einen Strombedarf von 2000 Einfamilienhäusern. Hier in diesem Raum. Nur in diesem Raum. Ja? Und da kommen wir schon zum nächsten Teil. Die Kühlung. Ja? Die man dafür benötigt. Der Raum ist ja zu. Das ist ein Datacenter auch. Das ist ein umbauter Raum.
Ja, und die Kunst des Betriebes liegt unter anderem darin, die Hitze aus diesem umbauten Raum herauszubekommen. Ja. Und dafür gibt es vielfältige Kühltechnologien und Anforderungen, die wir auch heute gern diskutieren werden. Ja. Und die vierte Säule ist jetzt eher nicht unbedingt so technisch wie die ersten drei, das ist das Thema Security. Security meine ich jetzt hier nicht Cyber Security, sondern physische Security. Wir wollen ja auch, dass auf den Servern, wo Ihre Unternehmensprozesse laufen und oftmals das gesamte Gut eines beispielsweise Ingenieurbüros sich befindet, ja, dass dort keine Menschen hinkommen mit unlauteren Absichten. Ja, also, und es sollte nicht reinregnen. Jetzt könnte man sagen, alles gut, alles schön, wir haben ein cooles RZ, wir haben Ökostrom, ja, wir haben die neueste Wasserkühlung. Ja, kann man so diskutieren. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der Sinn und Zweck eines Rechenzentrums in der Priorität woanders liegt. Ja? Und das ist die Verfügbarkeit. Ja? Das heißt, dass wir die Daten, die wir dort prozessieren, permanent vorhalten für den Zugriff durch User, durch Anwender, durch Maschinen. Ja? Wir steuern aus unseren Rechenzentren beispielsweise komplette Taktstraßen in Produktionsbetrieben, ja? Sei es metallverarbeitende Industrie oder auch Automobil. Ja? Und jetzt könnte man die Diskussion abrunden und sagen, reden wir darüber. Ist leider noch nicht die ganze Wahrheit, ne? Sondern, ja, ich sehe hier das Layout, aber sei es drum, Kundenanforderungen. Ja? Also die Kundenanforderungen haben Einfluss darauf, wie betreibe ich ein RZ. Das wiederum hat Einfluss, wie baue ich ein RZ, wie plane ich ein Rechenzentrum. Und die Kunden wollen auf ihren Weg in die Digitalisierung begleitet werden. Das geht manchmal nicht von jetzt auf gleich, ja, sondern gibt Zwischenschritte. Und das hat Einfluss auf die Art des Rechenzentrums. Ne? Das nächste sind technologische Trends. Wir haben es gestern hier in diesem Raum gehört, KI oder das mega spannende Beispiel Edge Computing aus dem Windrad. Ja? So, das sind Trends, die bald schon gar keine Trends mehr sind, sondern das sind Tatsachen. Und garniert noch oder ergänzt noch mit Stromerzeugung, Speicherung on-site. Ja? Das sind Themen, die wir permanent betrachten, selbst mit unseren Telekom-Laboratories oder auch mit Fraunhofer, mit Partnerschaften, überlegen wir, wo sind wir denn in 5 Jahren? Ja? Wie müssen Rechenzentren aussehen, damit wir sie effizient nutzen können? Geschäftsmodelle. Ja? Es ist schon ein großer Unterschied, ob Sie ein reines Co-Location-Rechenzentrum betreiben, ja, oder aus einer Hand ein Public-Private Cloud-RZ, ein Enterprise-RZ, ja, wo der Betreiber des Rechenzentrums gleichzeitig Betreiber der Cloud ist. Sie haben ganz andere Möglichkeiten des Rechenzentrumsmanagements. Ja, Sie können Lastverschiebungen viel einfacher gestalten, weil Sie die Sollbruchstelle nicht haben. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Enterprise On-Prem noch als Beispiel aufgeführt. 4 Minuten 30. Okay, Nachhaltigkeit. Wir haben die ESGs, die ESG-Vorgaben. Ne? Nämlich die Forderung nach Energieeffizienz, also wie nutze ich optimal zur Verfügung stehende Ressourcen, nicht nur energetisch, sondern auch lasse ich ein Gebäude typisch aus. Ich könnte auch, wenn das ein IT-Raum wäre, der für 1 Megawatt Strom und Kühlung ausgelegt ist, kann ich auch 3 Server reinstellen. Geht, funktioniert. Ist das effizient für die Server? Sehr wahrscheinlich. Ist es effizient für das Gebäude, den Beton, den ich verbaut habe und den CO2-Fußabdruck oder CO2-Äquivalent, was ich generiert habe, für das Gebäude, ne, ist es nicht. Ne? Also das gehört dann auch dazu. Der vorletzte Punkt, Resilienz. Ne? Resilienz ist ein bunter Blumenstrauß. Auch gestern Abend hier der letzte Vortrag im Raum, hochinteressant zum Thema Resilienz. Umschreibe ich mal kurz mit, dass die Fähigkeit, in Krisensituationen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und eine Krise kann alles sein. Es kann eine nationale Krise sein, kann ein Blackout sein, das kann Einflussnahme durch Personen sein, sprich Einbruch oder halt auch Feuer. Ja, und nicht zuletzt, das ist eine willkürlich gewählte Reihenfolge, ja, die Politik, ja, die dann natürlich das Ganze noch garniert mit Vorgaben, mit Verordnungen, mit Gesetzen, die umzusetzen sind. Ja. Okay, nicht ganz geschafft, Nick, tut mir leid. Aber soweit ein kurzer Überblick. Eigentlich die Überschrift wahrscheinlich kommt jetzt zum Schluss. Nee, die kommt nicht. Das Ganze hieß Rechenzentrum Maschinenraum mit vielen Einflussfaktoren. Ja. Das Original poste ich dann auf LinkedIn. Ja, danke. Und ich gebe an die Kollegen von Google. Danke, Johannes. Jawohl. Wunderbar. Next. Schauen wir mal. Pause.
Wir sind schon bei der Pause. Nein, nicht ganz. Ja, freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen, auch von mir. Ich stelle mich mal hier hin, dann stehe ich nicht direkt vor den Folien. Und freue mich so ein bisschen, ich glaube, wir haben jetzt das Warum und auch das Wie erfahren. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wo wir denn diese Rechenzentren tatsächlich auch aufstellen und auch natürlich aus unserer Sicht ein bisschen Warum, also Enabler von KI und auch der Energiewende. Wer hat heute schon KI benutzt? Die sich jetzt nicht melden, wissen es nur nicht. Alles klar, danke. Das ist der große Trend natürlich und egal, ob Sie Google Maps heute verwendet haben oder Gmail oder eine Google-Suche, dann haben Sie KI verwendet. Aber warum ist denn KI so ein, ich sag mal, Gamechanger? Und einer der Gründe, vor 2,5 Wochen haben zwei Kollegen von mir, der Demis Hassabis und der John Jumper, den Nobelpreis für Chemie bekommen. Also Ingenieure, die in der KI arbeiten, haben den Nobelpreis für KI bekommen, weil sie mit AlphaFold, der Technologie, es geschafft haben, dass wir das Proteinfolding, eines der größten Aufgaben in diesem Bereich, mit einer KI tatsächlich hinbekommen haben. Das heißt, sie können jetzt 220 Millionen Proteine, wie die sich entfalten, und das ist ganz wichtig, die 3D-Struktur, um dann zu wissen, wie die wirken, mit KI vorhersagen. Und das ist schon erstaunlich und deswegen sehen wir, wie diese Technologie wirklich alle Lebensbereiche betrifft. Das ist nur eines von ganz vielen Beispielen. Wir haben auch letztes Jahr eine Studie in Auftrag gegeben von der IW Consult, und da kam raus, dass wenn in Deutschland nur 50% der Unternehmen tatsächlich KI und generative KI gezielt einsetzen, dann haben wir ein Potenzial von 330 Milliarden an Erhöhung des Bruttosozialprodukts. Also auch hier, die Chancen sind gigantisch. Wir müssen jetzt einfach nur daran arbeiten, die umzusetzen. Und gerade letzte Woche haben wir ein Papier rausgegeben, wo wir gesagt haben, wir wollen mal so ein paar Ideen auch veröffentlichen, wie wir uns das in Deutschland vorstellen, was passieren kann. Und ein Thema, was wir hier gelistet haben, wir haben Investitionen, wir haben Zugang zu KI für alle Unternehmen, also so ein bisschen die Demokratisierung der KI und dann eben auch das Training, kam jetzt auch in den Panels relativ häufig zur Sprache, dass die Leute erstmal verstehen müssen, wie sie KI nutzen und das ist wichtig. Aber der erste Punkt war Investitionen in Infrastruktur und das ist ja auch das Thema heute, wo wir uns unterhalten wollen. Und die German Data Center Association zum Beispiel hat vorhergesagt, dass bis 2029 wir einen Markt für Rechenzentren allein in Deutschland von etwa 23 Milliarden Euro sehen. Das heißt im Jahr. Und das heißt, dass wir die Rechenzentren brauchen, haben wir vorhin schon gesehen, dass es ein Riesenmarkt ist, haben wir gesehen. Und jetzt ist die Frage, wo stellen wir den denn tatsächlich hin? Und was sind da, ich sag mal, Faktoren, die da dazu beitragen? Ich habe jetzt mal hier 6 Bilder mitgebracht. Das sind 6 von unseren vielen, vielen Rechenzentren, die wir weltweit haben. Oben rechts ist das erste europäische Rechenzentrum in Belgien, in Saint-Ghislain. Ich war zufällig, Google Fotos hat mich heute erinnert, genau vor 2 Jahren dort im Datacenter, weil wir dort, ich glaube, das 25-jährige Jubiläum gefeiert haben, das 30-jährige, danke, bitte? 10, oh, Entschuldigung. Also gut, also 10 Jahre war es, egal. Aber wir haben natürlich seit vielen, vielen Jahren Rechenzentren. Die allerersten übrigens bei Google waren aus Lego, wer das nicht weiß. Die ersten Racks haben unsere Ingenieure aus Lego gebaut. Unten in der Mitte ist Hanau, etwa 30 Minuten von hier entfernt. Und unten links ist zum Beispiel das Rechenzentrum in Finnland, in Hamina, ganz nah an einer Papiermühle gebaut, weil wir da eben auch sehr, sehr guten Strom, also umweltfreundlichen Strom bekommen können und dann zum Beispiel inzwischen 97% CO2-frei arbeiten und auch die Abwärme ab nächstes Jahr zum Beispiel nutzen werden, um die nahegelegene Stadt mit Wärme zu versorgen, die dann natürlich auch im Schluss komplett CO2-frei ist. Ja, und jetzt will ich mich noch so ein bisschen auf die Faktoren, die wichtig sind. Also da spielen immer ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Das kann
die Baugenehmigung sein, das kann das verfügbare Talent sein, was wir in dem Markt finden. Das kann natürlich auch Dinge wie die Akzeptanz der Bevölkerung sein. Aber, und wir haben es vorhin schon gehört, Energie ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen will ich jetzt so ein bisschen die nächsten 2, 3 Folien noch auf das Thema Energie eingehen. Ich sage auch immer gerne, wenn es ums Thema Rechenzentrum und Energie geht, so ein bisschen angelehnt an die Wahlkampagne von Bill Clinton vor über 30 Jahren. Er hat gesagt, it's the economy stupid, hier ist es, it's the energy stupid. Also wenn wir das Problem geknackt kriegen in Deutschland, dann glaube ich, haben wir sehr viel gekonnt. Aber nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir sich anschauen, was wir technologisch an Fortschritt erreicht haben bei diesen Rechenzentren, dann schaffen wir es heute 4-mal mehr Rechenleistung bei genau der gleichen Energieleistung hinzubekommen als vor 5 Jahren. 4-mal mehr. Und das ist super erstaunlich und da spielen zum Beispiel auch die Tatsachen eine Rolle, dass wir unsere eigenen Chips bauen. Wir haben eine eigene Tensor Processing Unit, die die Grafikprozessoren oder Beschleuniger nennen wir sie inzwischen, für KI zum Beispiel stellen und die sind deutlich energieeffizienter als andere, die im Markt verfügbar sind und da können wir dann eben solche Dinge hinbekommen. Und wir haben auch die Möglichkeit tatsächlich genutzt in den letzten Jahren, KI selber einzusetzen, um Rechenzentren wieder und noch energiefreundlicher zu machen. Wir sind inzwischen bei einer Power Usage Efficiency von 1,1. Das heißt, von 100% Energie, die in das Rechenzentren reingehen, sind nur 10%, die für ich sag mal, Kühlung und Overhead und so weiter genutzt werden. Und wenn man sich den Industriedurchschnitt anschaut, der geht gar nicht mehr so richtig auf das Chart drauf, bei 1,58, dann ist es schon erstaunlich, was wir da über die letzten Jahre und Jahrzehnte erreicht haben. Unser Ziel ist tatsächlich nach wie vor, dass wir im Jahr 2030 CO2-frei unsere Rechenzentren und alles, was wir in dem Unternehmen machen, tatsächlich erreichen wollen. Und das Erstaunliche ist, dass wir seit 2017 bereits 100% erneuerbar arbeiten. Das war ein Jahr vor Fridays for Futures, by the way. Und auch da hat sich einiges getan. 2007 haben Larry und Sergey gesagt, wir wollen als Unternehmen CO2-frei sein. Das war extrem weit vorausschauend. Und KI macht das Ganze herausfordernd, aber wir stehen nach wie vor zu unserem Ziel und nutzen natürlich alles, was wir haben, um Netto-Null-Emissionen hinzubekommen. Was machen wir da? Eine Methode, die wir tatsächlich einsetzen, nennt sich Load Shifting. Das heißt, wenn wir irgendwo ein Workload haben, ich sage mal jetzt in Hanau und in Deutschland bläst gerade der Wind nicht und die Sonne scheint nicht. Wir wissen aber, in Hamina haben wir Wasserenergie, die CO2-neutral ist, können wir diesen Workload tatsächlich dorthin shiften. Oder wenn Sie als Kunde bei Google Cloud sagen, ich will meinen Workload nur laufen lassen, wenn er mit CO2-freier Energie läuft, können Sie das in unserer Konsole anchecken und dann läuft das tatsächlich nur mit CO2-freier Energie. Anderes Beispiel, wir wollen natürlich auch ein guter Netzpartner sein, das ist auf einem vorherigen Panel auch schon gesagt worden. Wir haben die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel auch unseren Stromverbrauch temporär reduzieren können, wenn irgendwelche Krisen zum Beispiel vorliegen oder wenn irgendwelche Lasten die Netze belasten, dann können wir temporär gewisse Workloads runterfahren. Oftmals sind das unsere eigenen, die wir intern verwenden, damit die Kunden und die Nutzer nicht beeinträchtigt sind. Aber das ist tatsächlich was wir auch machen, was wir auch während Covid gemacht haben. Wir haben zum Beispiel dort die Videoqualität runtergedreht, damit der Stromverbrauch in den Rechenzentren für YouTube weniger ist, weil eben jeder online war. Ja, und um das Ganze zu summarisen, habe ich natürlich die KI verwendet und habe mal unsere KI gefragt, kannst du bitte mal meine Folien zusammenfassen und dann kam das raus. Tatsächlich 100% KI generiert auf Basis der vorherigen Folien inklusive des Bildes. Was wir hier mit Ihnen, glaube ich, lassen wollen, ist, dass wir natürlich sehen, wie die künstliche Intelligenz transformativ ist, dass wir tatsächlich hier noch sehr, sehr viel aufholen müssen, dass wir aber, glaube ich, haben wir jetzt in den letzten 2 Tagen gehört, auch auf der Überholspur versuchen, rüberzukommen. Datencenter sind ganz, ganz wichtig für das ganze Thema. Wir wollen das Ganze 100% CO2-frei gestalten bis 2030. Das ist eine Riesenherausforderung, aber wir sind da sehr committed. Und wir wollen natürlich auch ein Grid-Partner sein, ein verantwortlicher, ein guter Partner am Grid, um eben auch die Energiewende zu ermöglichen. Damit ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf die Diskussion.
bleib ruhig direkt hier. Und auch die anderen darf ich, die schon vorgetragen haben, sowie die angekündigten, einfach mit auf die Bühne bitten. Wo du magst. Ja, haben wir schon mal 3 intensive Eindrücke aus der Branche bekommen. Ich würde gerne so ein bisschen gliedern, würde man nochmal aufgreifen wollen, warum wir Rechenzentren eigentlich haben. Ist für die meisten hier eine absolute Selbstverständlichkeit. Aber wir haben ja auch jetzt nochmal 3 andere Branchen. Ich weiß nicht, ob Politik eine Branche ist. Aber ich stehe noch so ein bisschen unter dem Eindruck, gerade der Digitalstrategie. Und die wurde ja umgesetzt, weitgehend schon, Ben. Ja. So beschreibt ihr das. Vielleicht könntest du uns kurz abholen, sagen, welche Rolle spielen denn für euch die Rechenzentren für die Erreichung auch der Ziele, die ihr euch mit der Digitalstrategie gesetzt habt? Ja, eine enorme. Also wir haben ja Hebelprojekte definiert in der Digitalstrategie. 3 an der Zahl, digitale Identitäten, offene Normen und Standards. Und da sage ich mal so ein bisschen so die Brot- und Butterthemen der Digitalisierung, mehr und bessere Daten sowie Netze. All das funktioniert nicht, wenn wir nicht Rechenzentren haben. Und insofern ist es schon, ist es richtig, dass wir es in der Regel irgendwie als gegeben hinnehmen, dass es sowas gibt wie Rechenzentren. Aber wir sehen, glaube ich, dass sowohl durch nationale und europäische Regulierung, aber auch vor dem Hintergrund einer international sehr schwierigen Situation, dass gar nicht mehr nur Themen sind, die wir von einer regulatorischen Brille sehen sollten, die wir schon gar nicht als selbstverständlich hinnehmen sollten, sondern die wir sehr stark eben auch geopolitisch einordnen müssen. Wenn ich da mal rüberschaue, wo die Rechenzentren so stehen, Alexander, so als kommunaler Vertreter, wir haben uns auch letzte Woche schon bei der Smart Country Convention getroffen, Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, Riesenthema. Vielleicht, welche Rolle spielen die Rechenzentren für die Kommunen, um auch die Ziele, die dort gesetzt sind, zu realisieren? Naja, sie sind zunächst mal wirklich das Fundament, was wir brauchen, um auch die Zukunftsanwendung zu ermöglichen. Das haben wir jetzt, glaube ich, sehr, sehr deutlich hier in den 2 Tagen und letzte Woche und jetzt gerade nochmal in den 3 Pitches präsentiert bekommen. Und am Ende des Tages ist, glaube ich, den allermeisten Kommunen auch klar, dass diese Rechenzentren einfach notwendig sind und dass auch das Wachstum, was ja auch prognostiziert wurde, notwendig ist. Die haben natürlich darüber hinaus, gibt es limitierende Faktoren. Also ich kann als Bürgermeister oder Bürgermeister nicht sagen, ich baue jetzt morgen ein Rechenzentrum und gehe zu Wieland Hohlfelder und sage, hier, baut mir mal eins. Haben wir auch gehört. Also am Ende sind wir davon abhängig, was ist an Energie vorhanden. Da sind die Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen nicht komplett nicht vorhanden, aber sie sind auch nicht unbegrenzt. Ne? Also ich kann natürlich sagen, ich schaffe mir eine Energieversorgung auch vor Ort über regenerative Energien, ich schaffe vielleicht auch eine Speicherung, aber ich glaube, die Strombedarfe, über die wir hier reden, die sind so groß, dass wir da auch abhängig sind davon, beispielsweise kommt von der Nordsee irgendwann der Windstrom an den Süden etc. Aber Rechenzentren haben natürlich auch eine ermöglichende Funktion und das ist das Thema Abwärme. Wir reden Land auf, Land ab über die kommunale Wärmeplanung. Also ich glaube, es gibt keine Kommune in Deutschland, die dieses Thema nicht beschäftigt. Und wir haben jetzt ja gerade gelernt, dass auch als Wärmequellen diese Rechenzentren überall da eine große Rolle spielen können, wo sie schon stehen oder wo sie auch in Planung sind. Und das ist natürlich ein Benefit, der dadurch entsteht, der eigentlich erstmal gar nichts mit Digitalisierung zu tun hat, sondern der darüber hinaus auch ermöglicht zu sagen, ich versorge jetzt eine große Zahl an Haushalten mehr mit Abwärme und damit auch mit sicherer und umweltfreundlicher Energie. Problem, was wir haben, ist, wir haben natürlich starre Fristen im Gesetz, wo bis zu dem Zeitpunkt wir die Planung wirklich vorgelegt haben müssen. Das hat damit zu tun, dass sozusagen auch das Gebäudeenergiegesetz daran gekoppelt ist. Die Menschen müssen wissen, kommt hier eine Wärmeplanung hin oder kommt sie nicht. Wofür ich plädiere, ist gerade mit Blick darauf, dass wir ein ganz dynamisches Wachstum erleben. Wir haben ja vorhin gehört, das erste Mal reden wir hier über Rechenzentren auf dem Digital-Gipfel, dafür aber ganz oft. Also es sind, glaube ich, 4 Sessions zu Rechenzentren. Wer weiß, was in 5 Jahren ist. Wir brauchen also eine dynamische kommunale Wärmeplanung, die es ermöglicht, solche Wärmequellen auch dazuzunehmen. Genauso wie es sie ermöglichen muss,
darauf zu reagieren, wenn die Marmeladenfabrik, die bisher Wärme geliefert hat, auf einmal zumacht. Also das heißt, wir müssen das in gewisser Weise koppeln mit dem Gebäudeenergiegesetz, so wie es in den Fristen steht, aber wir müssen es auch entkoppeln und eine dynamisierte Wärmeplanung zulassen. Und dann, und jetzt komme ich damit zum Schluss, haben die natürlich eine echte Win-Win-Situation. Wir haben das Fundament für digitale Lösungen und wir haben gleichzeitig auch noch einen Beitrag in einem ganz, ganz wichtigen gesellschaftlichen Thema, nämlich Umbau der Energieversorgung. Thema Regulierung wird uns noch weiter beschäftigen, auch hier auf dem Panel. Aber das war ja im Prinzip schon angesprochen. Thema Energieversorgung, sehr dynamisches Wachstum auch der Branche. Inwieweit beschäftigen euch die Rechenzentren in ihrer Entwicklung? Als EWE sind wir ja durchaus auch eben, ich sag mal, Flächenversorger. Also ich habe gerade schon zu Alexander gesagt, wir haben ungefähr 330 Kommunen, die auch bei unserem Kerngebiet sind in Niedersachsen. Also ich sag mal, von Holland bis Hamburg bis runter Osnabrück ist so das Kerngebiet plus Brandenburg plus Teile von Mecklenburg-Vorpommern. Ganz unterschiedlichste Voraussetzungen. Ich finde, das muss man auch immer noch bedenken, auch gerade bei der Standortwahl. Ich meine, du hast es gesagt, die Voraussetzungen müssen halt vor Ort gegeben sein. Energie ist da sicherlich eine eher Randbranche dann in dem Fall, wenn nicht gleich irrelevant. Aber ich glaube, gerade in dem Umfeld ist es halt wichtig, dass wir frühzeitig auch in den Dialog gehen. Also ich bin kein Freund von, ich sag mal, überflüssigen Arbeitskreisen, so nach dem Motto, lass uns mal erstmal so. Aber ich glaube, es ist wichtig, wie gesagt, mal mit uns im norddeutschen Raum einfach mal miteinander zu schnacken. Einfach mal wirklich in den Dialog zu gehen, zu gucken, wir planen da etwas, dann holt der Energieversorger, holt die Kommune vor allen Dingen auch frühzeitig an den Tisch und vor allen Dingen auch die Wirtschaftsförderung, weil häufig, das ist bei uns in der Region momentan ein ganz großes Thema, viele Rechenzentrumsbetreiber wollen dann auch in die Region rein, wo sie dann auch einen verlässlichen Partner bei der Abnahme der Wärme haben. Ne? Energieeffizienzgesetz sieht vor, dass wir ab übernächstem Jahr 10% der Abwärme auch tatsächlich ja dann entsprechend nutzen müssen. Wir betreiben uns selber auch eigene Rechenzentren, auch eigene Co-Location-Rechenzentren, weil es für die Region auch da eher attraktiv ist und somit wir da auch einen Effizienzgewinn haben. Und wir müssen es halt einfach mit den Netzplanern, mit den Wärmeplanern, mit der Wärmeplanung in Einklang bringen, aus einer Infrastrukturperspektive. Und wir kommen aus einer Branche, gerade die Energiewirtschaft ist eine Branche, die nun zu 150% auch auf Sicherheit getrimmt ist, was auch richtig ist. Ansonsten säßen wir heute nicht hier oder hätten zwischendurch dann irgendwie einen Stromausfall möglicherweise. Das ist richtig. Dennoch glaube ich, dass wir, wenn wir wirklich offen miteinander reden und sagen, guck mal, können wir da eine Stromleitung hinlegen? Ist das auch tatsächlich bezahlbar? Weil jedes zusätzliche Stromnetz, jede Ertüchtigung muss jeder von uns auch als Netzkunde, und das kann man sich dann auch, da kann man sich den Anbieter nicht aussuchen, muss als Netzkunde diesen Betrag auch mitzahlen. Also ich finde, das gehört auch immer zur Diskussion dazu, dass wir es dann da ermöglichen und dort die Rechenzentren bauen, wo die Voraussetzungen auch gegeben sind. Und ich kann jetzt aus einer norddeutschen Perspektive sprechen. Wir haben teilweise eine extrem hohe bilanzielle Verfügbarkeit von Grünstrom. Also wir sind teilweise bei 150, 160% bilanzieller Betrachtung von Grünstrom. Und diese überschüssige Energie sinnvoll zu nutzen, vielleicht auch dann sogar kostengünstiger mal über Rechenzentren anzubieten, damit die Attraktivität auch da ist. Ich glaube, da müssen wir viel mehr hinkommen, weg von isolierter Silo-Betrachtung auch in der Politik, sondern zu sagen, lasst uns das gemeinsam miteinander wirklich diskutieren. Und von daher freue ich mich auf die nächsten 24 Minuten. Danke. Und 20 Sekunden. So viel Zeit muss sein. Wenn wir nochmal so Richtung Branche schauen, ihr habt jetzt gehört, geht viel um Zusammenarbeit mit Kommunen, mit den Energienetzbetreibern, auch Rechenzentren, möglichst netzdienlich, auch im Sinne von einer guten Abwärmenutzung einzusetzen. Wo würdet ihr sagen, seht ihr da auch die technischen Anknüpfungsbranchen, wenn es jetzt darum geht, auch die neuen Rechenzentren zu planen, wenn wir auf die Dynamik im Markt schauen, was treibt euch um? Jetzt regulatorische Vorgaben als ein Aspekt, aber wie gelingt aus eurer Sicht die Zusammenarbeit mit Energieversorgern, mit Kommunen, auch im Sinne der Abwärmenutzung? Ihr dürft alle was sagen. Dann steigen wir doch mal in das Thema ein. Ich glaube, das sind tatsächlich, es klappt in vielen Ecken ehrlicherweise schon sehr gut. Aber ich glaube, dieser Dreiklang, der ist von Anfang an direkt zu berücksichtigen. Also einfach mal schnacken. Wir haben es gestern schon gemerkt, wo wir einfach mal miteinander gesprochen haben. Ich glaube, der ist ehrlicherweise ganz entscheidend, weil es ist ein relativ komplexes Gebilde, was hier abgetragen wird. Und es ist eben nicht damit getan, dass man
einfach mit so einem Dartpfeil auf eine Deutschlandkarte wirft und dort einen geeigneten Standort findet, der vielleicht von der Größe gut aussieht, sondern ist erstmal viel wichtiger, was das Thema Größe angeht, ist erstmal, wie viel Strom gibt es denn da eigentlich tatsächlich? Und was noch viel wichtiger ist, nur weil heute da Strom ist, was kann ich denn da zukünftig auch noch bekommen? Und ich glaube, das ist so ein Aspekt. Und wir haben über das Thema Wärme gerade schon gesprochen. Ich meine, wir sind alle froh, wenn wir die Wärme, die dort entsteht, tatsächlich auch loskriegen. Es muss aber jemand da sein, der das auch am Ende dankend aufnimmt. Ne? Also wenn jeder dann noch an seiner geliebten Heizung irgendwie festhält und eben sich nicht an das Wärmenetz anschließen will, dann nützt, ich sage es mal, das beste Rechenzentrum, was am Ende viel Abwärme produziert, nichts, weil dann verpufft die Wärme. Ne? Da muss man sich eher mal Gedanken machen, wie kann man Wärme vielleicht auch speichern. Mal ein bisschen innovativ an das Thema rangehen und sagen, Mensch, wie können wir das anderweitig verwenden? Gestern kam schon der Vorschlag, irgendwo auch Gewächshäuser irgendwo damit zu bedienen. Also ich glaube, da bedarf einfach eine gewisse Form der Kreativität, aber ich glaube, das sind so die entscheidenden Themen, dass man wirklich Standorte aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und möglichst alle Beteiligten an den Tisch holt und möglichst früh an den Tisch holt, um tatsächlich auch ein optimales Ergebnis zu erzielen. Ja, ich kann vielleicht noch dazu fügen, dass, wir haben es gerade schon mehrmals gehört, Energie natürlich ein zentrales Thema ist. Und wir haben auch bei mir in der Präsentation ja gesagt, dass wir an der Energiewende einen positiven Beitrag leisten wollen. Und wie machen wir das? Wir können relativ gut vorhersagen, wie viel Strom wir tatsächlich brauchen. Das heißt, wir können auch den Energieerzeugern zum Beispiel eine Planungssicherheit geben, die vielleicht jetzt so von anderen Industrien nicht da ist. Und wir haben ein schönes Beispiel. In Deutschland haben wir 2022 mit der Engie Germany ein Power Purchase Agreement abgeschlossen, einen langfristigen Vertrag, und haben damit es ermöglicht, dass wir Windkraftanlagen, die eigentlich abgeschaltet werden sollten, und das muss man sich mal vorstellen in der heutigen Zeit, weil die Förderung, die staatliche Förderung ausgelaufen ist, wären die abgeschaltet worden, haben wir gesagt, nein, lasst die bitte laufen, wir nehmen euch den Strom ab, und zwar zu einem garantierten Preis über die nächsten Jahre hinweg, und konnten damit dann eben auch erreichen, dass wir weiterhin erneuerbare Energie bekommen können. Und du hast gesagt, Markus, dass wir gucken müssen, ob Strom da ist. Wir müssen gucken, dass der auch wirklich 100% erneuerbar ist, weil sonst erreichen wir unser Ziel nicht, was wir versprochen haben bis 2030. Und das ist aus unserer Sicht natürlich direkt um die Ecke, wenn wir jetzt Rechenzentren planen. Das wird ja nicht nächstes Jahr dann hingestellt, sondern das dauert ja ein bisschen. Also nicht nur, dass die Energie vorhanden sein muss, sondern dass die Energie natürlich auch erneuerbar sein muss oder CO2-frei in unserem Fall. Und dann ist es ja auch so, wir reden immer so ein bisschen wie, es geht nur darum, wo die in Deutschland stehen. Das ist natürlich ein internationaler Markt und ein internationaler Wettbewerb. Und da spielt eben das Thema Energiekosten eine Riesenrolle. Und da müssen wir auch ran. Wie schaffen wir es in Deutschland, attraktiv Energiepreise zu bekommen, damit die Rechenzentren eben dann nicht in die Nachbarländer abwandern, sondern eben auch hier in Deutschland angesiedelt werden. Und da auch noch ein Punkt, wo wir auch schon ein bisschen angeschnitten haben, die Regulierung, die natürlich jetzt auch europaweit gilt, aber da hätten wir uns natürlich auch gewünscht, so ein bisschen früher mit eingebunden worden zu sein und das nicht erst reguliert und dann gesprochen wird, sondern andersrum, dass wir eben sagen können, wir verstehen den Spirit of the Law, sage ich jetzt mal, aber der Letter of the Law verbietet uns halt manche Innovation sogar, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und da in einen frühen Dialog reinzugehen, das hilft natürlich an so einer Stelle enorm. Den Elfmeter nehme ich jetzt auf, ja, also mit der Internationalität. Ich habe geguckt, das steht noch auf der Folie, untergegangen hier in der Diskussion. Um das auch mal vielleicht dem Publikum zu verdeutlichen, ja, also wenn ich ein Bäcker bin, also ich schätze Bäcker sehr, ja, ich bin auch Hobbybrotbäcker, dann habe ich lokalen Wettbewerb. Ja. Betreibe ich eine Autowerkstatt, ist es vielleicht ein regionaler Wettbewerb. Bin ich Energieversorger, nationaler Wettbewerb in dem Sinne. Ja. Aber über das, was wir reden, also IT, Cloud, also wie schicke ich die Daten um die Welt, wo lasse ich prozessieren, das ist praktisch ein Borderless Service.
Ja, es gibt sehr, sehr wenige Einschränkungen, international oder global, sehr, sehr wenige Einschränkungen, wo es nicht geht, wo hohe Steuern sind oder wo man es tunlich nicht machen sollte. Ja. Aber letztendlich reden wir über globalen Wettbewerb. Und mindestens auch in der EU, um das mal so zu sagen. Also wir kollidieren regelmäßig bei Kundenprojekten mit Dienstleistern aus dem EU-Ausland. Das ist auch absolut okay, Wettbewerb belebt das Geschäft. Aber wir merken dann schon, dass dort ganz andere Absprungbasen da sind, was die Kalkulation betrifft. Also Strompreis, Strom spielt eine große Rolle im IT-Business. Und wenn wir das nicht lösen, ja, dann reden wir gar nicht über Abwandern und vielleicht eine andere Rechtslage, dass IT-Leistungen in andere Kontinente abdriften. Ja, ich rede von Europa. Dann haben wir hier in Deutschland ein echtes Problem. Ja, also vielleicht auf beides einzugehen. Ich teile das absolut und ich bin auch dankbar, dass dieser Aspekt aufgeworfen wird, weil wir müssen ein bisschen schauen. Wir haben einen globalen Wettbewerb, natürlich sozusagen nicht bei allen Industries, bei solchen, wo sie eine sehr kurze Latenzzeit brauchen, können sie das Rechenzentrum jetzt nicht auf die Philippinen bauen in der Regel, wenn sie es hier brauchen, also wenn es wirklich sozusagen um ganz kurze Latenzen geht. Da haben sie einen anderen Wettbewerb. Aber in der Tat, es stimmt, wir werden in einem Wettbewerb stehen mit Ländern, wo Energie vielleicht gar nichts kostet. Also wo auch völlig egal ist, was mit der Abwärme von solchen Rechenzentren passiert. Und in dem Maße, in dem wir zunehmend auf Digitalisierung setzen, ja, und die Beispiele, was für Rechenkapazitäten eben gerade Large Language Models in Anspruch nehmen, sind ja hinlänglich bekannt. Ja, in dem Maße, in dem wir darauf zusätzlich setzen, wird das ein geopolitischer Faktor. Wo können Rechenzentren stehen, die mit billiger oder gar nichts kostender Energie betrieben werden können? Und ich möchte mir eigentlich keine Bilder vorstellen, wo wir in Staaten, ich meine, wir haben das immer wieder in der internationalen Digitalpolitik, dass wir auch mit Staaten den Dialog suchen müssen, die nicht unsere Werte teilen. Aber wir reden immer darüber, Abhängigkeiten zu reduzieren. Wir müssen aufpassen, dass hier nicht neue Abhängigkeiten entstehen, nämlich von billiger Energie für den Betrieb von Rechenzentren. Und das muss eigentlich, wenn wir jetzt nach vorne gerichtet denken, eben der Fokus der Diskussion auch sein. Und was das angeht, nochmal zu der Beteiligung, jetzt was das ENEF angeht, ich bin nicht Vertreter des Ministeriums, das dafür zuständig ist. Ich glaube aber für mein Ministerium zumindest sagen zu können, dass wir ein sehr offenes Ohr hatten und auch schon sehr frühzeitig für die jeweiligen Interessen eben auch der Rechenzentrumsbetreiber. Dass wir nun keine Verpflichtung ins Gesetz reinschreiben können, dass man etwas abgeben soll, wo auf der anderen Seite irgendwie das Rohr fehlt, um es mal ganz platt zu sagen, und das dann auch noch strafbewehrt. Dafür hatten wir immer ein Ohr. Und ich glaube, dieses Ministerium hat sich im Ressortkreis sehr stark dafür eingesetzt, dass der Gesetzentwurf am Ende doch tatsächlich noch verbessert wurde. Ist er perfekt? Wahrscheinlich aus Ihrer Sicht nicht. Das ist die Natur der Sache. Danke, ist völlig in Ordnung. Nach meinem Kenntnisstand ist er aber auch noch nicht komplett durch. Also nutzen Sie die Gelegenheit, eben auch noch die Gespräche zu führen. Machen vielleicht gleich auf dem Panel auch noch ein paar Vorschläge. Aber Justin, du hattest Thema Strompreise, ist natürlich ein super entscheidendes Thema. Und ja, wo stehen wir da? Wann wird es günstiger? Das ist, glaube ich, die Frage, die uns alle ein Stück weit umtreibt. Übrigens uns als Branche auch, weil wir natürlich auch als Energiewirtschaft durchaus auch in einem sehr stark regulierten Bereich unterwegs sind. Ne? Also wir haben die Netzentgelte, die übrigens auch permanent steigen. Wir haben auf der anderen Seite dann natürlich auch das Thema der Energieverfügbarkeit. Also wir müssen eigentlich zu jeder Zeit jeden Kunden mit der Energie versorgen. Ist grundsätzlich in einem, ich sag mal, relativ dummen alten System überhaupt kein Problem. Da gab es Kraftwerke und Erzeugung und es gab dann irgendwie Leitungen und dann gab es die Verbraucher. Der Strom floss halt nur in eine Richtung. Das war so. Und dann haben wir uns sukzessive dann auch da weiterentwickelt und momentan sind wir an dem Status, wo wir in ein dummes System einzelne intelligente Aspekte gepackt haben, ohne das System aber auch mal neu zu denken. Und ich glaube, da müssen wir halt hinkommen. Ne? Und ich sage mal, deshalb da auch die Einladung ganz herzlich auch in diese Runde oder auch an Sie. Wenn Sie sagen, Mensch, wir wollen hier wirklich dieses Thema mal vorantreiben und diesen abgeschalteten Strom nicht nur auf Basis der auslaufenden Förderung, sondern es gibt bei uns in Niedersachsen, wir haben allein im vergangenen Jahr über 6.000 Mal erneuerbare Energienanlagen abschalten müssen. Über 6.000 Mal, weil ansonsten, genau, wegen der Netzstabilität. Weil ansonsten die Stabilität des Stromnetzes nicht gewährleistet worden wäre. Und genau deshalb ist es sinnvoll zu sagen, wir haben eine gewisse Grundlastfähigkeit auf der einen Seite, auch über die Rechenzentren, das ist auch aus einem Infrastrukturbetrieb durchaus sinnvoll. Und wir schaffen es dann, weil diejenigen Anlagenbetreiber, deren Anlagen abgeschaltet wurden,
produzieren keinen Strom, aber kriegen trotzdem weiterhin Geld. Das ist auch im Rahmen einer Investitionssicherheit und so weiter alles damals auch so entschieden worden. Aber wenn wir es schaffen, diesen Betrag dort zu reduzieren und zum Beispiel für Rechenzentren im Sinne einer Planbarkeit zu nehmen und zu nutzen, dann haben wir da Potenzial, nicht nur da auch günstiger den Strom zu liefern und zu produzieren auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen Seite hinten raus die Netzentgelte zu senken. Und das freut uns dann alle, weil wir am Ende des Tages mehr Geld auch tatsächlich in der Tasche haben. Also das heißt, ich glaube, wenn wir schaffen, was ich gerade eben schon sagte, weg von einzelnen Sektoren hin zu einer Gesamtsystembetrachtung, dann haben wir echtes Potenzial, auch da wirklich gemeinsam, übrigens, Einladung nehme ich gerne an, auch da zu gucken, wie kriegen wir das dann auch wirklich gut gemeinsam hin, auch auf der politischen und auf der Ministerialebene. Und dann, glaube ich, kriegen wir da auch durchaus gut was hin. Ist ein Element von vielen, aber ich glaube, eines der Elemente, wo wir in gewisser Weise auch einen Change im Mindset, auch bei Politik und auch bei Ministerien, auch bei Unternehmen übrigens hinbekommen können. Ja, also ich würde das gerne in die Richtung noch ergänzen. Ich glaube, dieses ganzheitliche Denken, also wenn wir über das Thema Rechenzentren in Kommunen, Energiebedarf reden, dann müssen wir über das Thema Wärmewende insgesamt reden. Das ist ja im Prinzip eine Energiewende. Es geht halt nicht nur um die Wärme. Wir sind froh, wenn es die Abwärme gibt und es Abnehmer gibt und es dann am Ende auch Kunden vor Ort in den Kommunen gibt, die sagen, ja, okay, ich verstehe, dass das eine gute Energieversorgung und Wärmeversorgung ist. Aber ich glaube, wir müssen uns da auch insofern ehrlich machen, dass wir sagen, Rückschau nutzt nicht viel. Das Thema Netzausbau, Netzertüchtigung, Netzumbau beschäftigt uns seit vielen Jahren. Und ich glaube, wir wissen auch, und da sind, glaube ich, auch die kommunalen Unternehmen genauso gefragt wie die Großenergieversorger etc., dass wir da einfach Versäumnisse haben, die wir so schnell auch gar nicht aufholen können tatsächlich. Und mich würde jetzt aus kommunaler Perspektive interessieren, welche Rahmenbedingungen können wir denn jetzt schnell verändern? Und da denke ich irgendwie an regulatorische Rahmenbedingungen, da denke ich an die Dauer von Genehmigungsverfahren etc., um sozusagen da wieder ein bisschen in die Vorderhand zu kommen und ein bisschen auch wieder Geschwindigkeit aufzunehmen. Und das betrifft nicht nur den Bau von Rechenzentren, das betrifft den Umbau der Energieversorgung, das betrifft den Bau von Stromtrassen, das betrifft den Bau von Speichern und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn wir in die Richtung diskutieren, kommen wir weiter, als wenn wir jetzt sagen, wir hätten doch vor 10 Jahren schon machen müssen. Das wissen wir alle, dass wir hätten müssen und die Pläne lagen auf dem Tisch. Und warum das nicht passiert ist, ist jetzt müßig und das bringt auch gar nichts, irgendwie auf irgendeine föderale Ebene zu zeigen. Ich glaube, da haben alle ihren Anteil dran, dass das nicht funktioniert hat. Hat auch die Wirtschaft ihren Anteil, also die Energiewirtschaft in dem Fall den Anteil dran. Und mein Appell wäre, dass man tatsächlich sagt, okay, wir haben 2 Ziele. Wir haben das eine Ziel, ist digitale Souveränität und das heißt auch Betrieb so, dass wir ihn auch in Krisenzeiten irgendwie steuern und kontrollieren können. Und zum Zweiten Umbau sowohl der Energieversorgung als auch unseres Landes hin zu smarten Städten und Regionen. Und was können wir an regulatorischen Stellschrauben in der Politik drehen? Und da weiß ich, ist die Bundesregierung ja dran. Da sind auch die Kommunen dran, aber das dauert halt seine Zeit. Da müssen wir schneller werden. Und dann werden wir auch wieder attraktiver, glaube ich, und verlässlicher als Standort. Markus, ist es der richtige Weg? Schneller werden durch Regulierung oder wie kriegen wir die notwendige Zusammenarbeit hin? Also ich glaube, das Thema schneller werden ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt, aber ich versuche diese losen Enden jetzt mal irgendwie zusammenzufassen, weil aus meiner Sicht steckt da eine unheimliche Chance drin, die wir ergreifen können, weil wie funktioniert es denn heute? Man macht sich Gedanken und ich habe es vorhin ein bisschen flapsig formuliert, man nimmt einen Dartpfeil und wirft, also man sucht ja irgendwo, man geht ja los und sagt, man muss erstmal ein Grundstück haben, wo man irgendwo bauen kann, dann geht es dann eben los, was liegt da an Strom an, also wir kennen ja die Ketten alle, ne? So, und dann trifft man vielleicht am Ende auf eine Kommune, die, ich sage es mal jetzt vielleicht mit einem Rechenzentrum, was ja kein einfaches Gebilde ist, relativ komplexes Gebilde, sich vielleicht dann ein bisschen schwer tut, mit Genehmigungen und so weiter, wo man einfach sagt, den Ball ein bisschen umzudrehen, mal zu sagen, wo liegen denn die Stromreserven? Wo sind die Wärmenetze heute schon vorhanden oder wo ist der Wärmebedarf da? Wo sind dann vielleicht auch Grundstücke und da entlang, ich will jetzt nicht von Planwirtschaft irgendwo reden, aber einfach einen Plan am Ende aufzustellen, zu sagen, wo sind denn mögliche Flächen, wo man das Ganze eben aufbauen kann, würde, glaube ich,
eine Win-Win-Win-Situation für viele Beteiligte erzeugen, weil man eben gezielt auch investieren kann, gezielt in Regionen investieren kann, wo eben der Nährboden am Ende schon gegeben ist, die Wärme abzugeben, entsprechende Stromreserven irgendwo zu haben und am Ende auch Flächen zu haben. Und vor allem, ich glaube, ein schöner Nebeneffekt, wir hatten es gestern mal diskutiert, ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen bei euch reinkommen, tagtäglich und so geht es ja an vielen Ecken und dann kann man das Ganze eben aus meiner Sicht noch ein bisschen mit dem Turbo versehen, wo wir eben sagen, dann gibt es vielleicht noch eine kleine Taskforce oder eine kleine Gruppe, die sich mit diesen ganzen Genehmigungsthemen so ein bisschen überregional mit auskennt und das Ganze durchbeschleunigt und ich glaube, dann kann das tatsächlich zu einem Zünder auch der digitalen Transformation werden und wir laufen nicht diesen Themen einzeln hinterher, sondern wir legen einfach mal das Know-how, was heute da ist und die ich sage es mal, die Kenntnisse und die Informationen, die wir haben, einfach mal übereinander, packen das von mir aus in irgendein Portal rein oder wie auch immer wir das gestalten und haben dann eben eine gute Transparenz, die uns, glaube ich, alle hilft und alle weiterbringt. Ja, ich wollte noch eine Sache ergänzen, die mir tatsächlich auch wichtig ist. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren an dem Thema Souveränität und wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, wie wir das definieren. Und ich gebe mal ein ganz anschauliches Beispiel. Als die Ukraine vor 2,5 Jahren angegriffen worden ist, haben die ihre Daten in die Cloud und aus dem Land rausgeschafft, um souverän zu bleiben. Das ist eine komplett andere Definition von Souveränität, aber anders wären die nicht überlebensfähig gewesen. Wir haben inzwischen technisch Möglichkeiten, Daten zu verschlüsseln, Schlüssel extern von der Plattform zu halten und zu verwalten. Da ist es egal, ob die in Belgien, Holland, Finnland liegen, was die Souveränität anbelangt. Im Gegenteil, wir haben die Vorteile, dass wir, ich habe es vorhin gesagt, mit Load Balancing die Loads shiften können, da wo die Energie gerade eben CO2-frei zur Verfügung steht und da ist. Und wir fokussieren gerade die ganze Diskussion immer auf Deutschland. Wir müssen aufpassen, dass wir die Rahmenbedingungen hier in Deutschland hinkriegen, um in diesem Markt mitspielen zu dürfen. Und ich glaube, da müssen wir viel mehr drüber nachdenken und nicht, ob wir jetzt in Norddeutschland oder in Süddeutschland oder in Ostdeutschland die Rechenzentren hinstellen, sondern dass wir sie überhaupt in Deutschland hinstellen. Und da, glaube ich, kann auch eine EWE nichts machen, weil die Energiepreise sind jetzt nicht von euch vorgegeben, sondern da brauchen wir wirklich auch auf der politischen Seite andere Rahmenbedingungen, dass wir zumindest europäisch attraktive Strompreise hinbekommen, attraktive Rahmenbedingungen hinbekommen, damit wir das hinbekommen. Weil, wie gesagt, das Thema Souveränität ist nicht zwingend oder führt nicht zwingend dazu, dass wir die Rechenzentren hier in Deutschland bauen müssen. Und auch die Latenz an der Stelle, da gibt es nicht besonders viele, die das noch brauchen. Wir haben inzwischen auch Möglichkeiten, die Latenz so weit runterzufahren, dass es egal ist, ob das jetzt in Belgien oder in Deutschland ist. Ich red tatsächlich nur über Europa. Und ich glaube, wenn wir das Ganze europäisch denken, dann wird der Druck auf, wie wir uns in Deutschland die Rahmenbedingungen nochmal anschauen müssen und verbessern müssen, nochmal höher. Ich glaube, das Thema Standortfrage, nein, wir können es natürlich nicht aktiv oder nur bedingt aktiv beeinflussen, aber ich glaube, wir können jetzt schon Systemeffizienzen heben. Also von daher, und da sind die Voraussetzungen halt einfach relevant und wichtig. Und ich glaube, die Voraussetzungen sind einfach im Norden und im Süden anders. Auch im Süden haben wir übrigens ganz viele Lastspitzen aufgrund von PV, wo wir dann eben auch einfach aktiv gucken müssen, Punkt. Also von daher und Produktionsspitzen. Und in Paderborn übrigens auch hat selbes Netzengpassprofil wie Cuxhaven. Also von daher sind die Voraussetzungen da. Ich glaube, da muss man dann tatsächlich, es geht nicht um die einzelne Standortfrage, sondern einfach ums Nutzen der jetzigen Voraussetzungen, dass wir es im System einfach gut hinbekommen. Ich glaube, um die Souveränität zu erreichen, das sagen mir tatsächlich auch nicht nur meine Kollegen aus dem Telekommunikationsumfeld, da geht es auch darum, gerade wenn wir über das Thema Energieeffizienzgesetz reden, also wenn wir diese Souveränität, egal wie sie ausgestaltet ist, tatsächlich auch behalten wollen, dann müssen wir halt gucken, dass wir das Thema auch Abwärmenutzung anreizen. Also zum einen für die Abnehmerinnen und Abnehmer, sei es ob Unternehmen, ob es Privathaushalte sind. Hier in Frankfurt gibt es ja auch das große Quartier jetzt von der Mainova, was errichtet wird, wo die Abwärme auch für 1300 Wohneinheiten genutzt wird. Also wirklich tolles Projekt. Okay. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn wir das nicht einbeziehen, dann sind Rechenzentren, die jetzt im Betrieb sind, die auch von der Auslastung her
im guten und soliden Bereich sind, denen droht die Abschaltung, weil wir ansonsten diesen POE-Wert, du hast es vorhin gesagt, diesen POE-Wert tatsächlich dann nicht halten können. Und ich glaube, da müssen wir zumindest gucken, dass wir sagen, lasst uns da einfach gerne ein bisschen gesunden Menschenverstand mal walten lassen. Lasst uns einfach gemeinsam drauf gucken, wenn das Ziel ist und wir das Thema der Klimaneutralität, der Energieeffizienz auch auf anderen Wegen hinbekommen, dann muss es doch möglich sein, dass wir genau diese Varianten, sei es bei der Grünstromversorgung auf der einen Seite, sei es bei der klimaneutralen Abwärmenutzung auf der anderen Seite, genau diese Effekte auch einbeziehen und nicht nur auf den POE-Wert in dem Sinne schauen und ganz dogmatisch uns nur daran orientieren, weil ansonsten droht uns dann irgendwann wirklich die Abschaltung einiger Bestandsrechenzentren, die einfach baulich nicht so effizient gestaltet werden können, wie es bei Neubauten der Fall ist. Fast so ein schräges Szenario. Ben, wie würdest du sagen, sind wir denn in Deutschland aktuell, was unseren Standort für Rechenzentren angeht, aufgestellt, so auch im Blick auf die anderen europäischen Länder? Und wo können wir da noch besser werden? Naja, wenn ich mir die Energiepreise angucke, und das ist ja durchaus auch eine Kalkulationsgröße bei der Rechenzentrumsstandortauswahl, schwieriges Wort, Auswahl, verstanden, dann gibt es da sicherlich Luft nach oben. Wenn ich mir anschaue, wie wir sicherlich einen verbesserungswürdigen Gesetzentwurf jetzt zwar in eine richtige Richtung gestoßen haben, aber nochmal auch die Aufforderung an alle hier auf dem Panel und die daran interessiert sind, eben auch mit den Entscheidungsträgern noch zu sprechen, bevor er sozusagen die Ziellinie überschreitet. Aber da kann ich auch bei der Regulierung auch noch Luft nach oben erkennen hier. Also insofern, also ich kann jetzt nicht sagen, wir sind, wie wir das so häufig sagen, wir sind in einer guten Position, wir müssen was draus machen, wir müssen uns eine gute Position innerhalb des europäischen Wettbewerbs erarbeiten. Und nochmal, ich lade wirklich dazu ein, auch international zu gucken. Denn natürlich haben Sie für bestimmte Daten, haben Sie Vorschriften, wie und wo Sie die speichern müssen, aber eben für ganz viele nicht. Und da wird die Wertschöpfung am Ende gegebenenfalls nicht nur aus Europa, nicht nur aus Deutschland, sondern aus Europa hinaus wandern in Staaten, wo wir dann ganz andere Fragen im Übrigen auch haben, gar nicht mehr nur noch sozusagen der Energie, sondern dann wird die Frage auch wieder des Datenzugriffs sein, dann stellen wir Fragen der Souveränität ganz anders auf einmal wieder. Und das darf bei den ganzen Diskussionen, so wichtig sie sind und so sehr ich das auch verstehe, dass das momentan das dringendste Problem für Ihre Branchen ist, das darf nicht aus dem Blickfeld geraten. Vielen Dank. Und dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Der nächste Digital-Gipfel ist ja gar nicht so lange hin, wahrscheinlich im Frühjahr. Vielleicht greifen wir das Ganze nochmal dann auf, schauen, wie weit wir schon gekommen sind, auch nochmal bei der Überprüfung der Regulierung. Das Verfahren läuft ja gerade. Und ich nehme aber auch mit, dass es auch viel darum geht, zusammenzuarbeiten, zu schauen, wie wir die Branchen auch weiter gut zusammenbringen. Auch die Zeit wollen wir nicht nur hier nutzen, sondern auch im Nachgang und in der Zeit zum nächsten Gipfel und auch darüber hinaus. Ganz herzlichen Dank an das Panel. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier wart. Danke natürlich auch an Sie, dass Sie alle hier waren. Wir haben jetzt, glaube ich, im Anschluss gibt es eine Pause, sofern Sie nicht andere interessante Teile des Programms des Gipfels sich anschauen wollen. Nutzen Sie gerne die Gelegenheit, mit allen hier auf dem Panel auch noch ins Gespräch zu kommen. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr alle da wart.
Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Gut. Wir warten noch einen Moment auf einen unserer Panelisten, der noch in einem anderen Panel gebunden ist, aber jeden Moment erwartet wird. Es wird hoffentlich. So, sollen wir mal abfragen? Genau, also hier ist schon die erste Interaktion vorgeschlagen worden. Mal kurzes Stimmungsbild. Wer kommt aus der Wirtschaft hier im Raum? Okay, wer ist aus der Politik? Okay, also gut. Wer ist aus der Wissenschaft? Okay. Zivilgesellschaft? Okay, super. Also Politik. Wen haben wir noch? Presse, ja, genau. Sehr gut, okay. Sehr schön. Also, super. Da kommt Amon. Sehr schön. So. Grüß dich, kein Problem. Nein, sehr gut. Ja, genau, das hatten wir. Gut. Sehr schön, ja. Dann sind wir soweit startklar und legen los mit unserer Panel-Diskussion Suchmaschinen, Demokratie und digitale Souveränität. Wichtiges Stichwort ja dieser Tage hier. Wie KI und offene Daten die Internetsuche verändern. Schneller Zugang zu Information, zu umfassender Information aus dem Web ist heute unverzichtbar. Suchmaschinen und KI-Assistenten haben eine große Bedeutung und helfen uns, Wissen zu finden. Dadurch sind sie absolut relevant für die digitale Transformation, sowohl in der Wirtschaft als aber auch in der Gesellschaft. In dieser Podiumsdiskussion heute hier beleuchten wir mit Teilnehmern aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, genau, und aus der Wissenschaft. Kommen wir gleich noch. Martin ist auch zugeschaltet, sehen wir gleich hier dann auf dem Schirm. Ja, was sich hier tut im Bereich der Internetsuche oder was sich tun kann in der Zukunft. Und wir wollen auch beleuchten, wie offene Webdaten Forschung und Wirtschaft in der Zukunft vielleicht auch positiv beeinflussen können und welche gesellschaftliche Wirkung diese Systeme auf uns haben. Mein Name ist Stefan Vogt, ich bin Vorstandsvorsitzender der Open Search Foundation, ein gemeinnütziger Verein hier in Deutschland, der Europa versucht zu inspirieren, versucht, sich eine eigene, offene und souveräne Infrastruktur für die Internetsuche zu
organisieren, zu schaffen. Kern einer solcher Infrastruktur ist ein offener Webindex, eine strukturierte und verschlagwortete Kopie des Webs, wenn man so will, verteilt auf europäischen Rechenzentren, offen zugänglich für die Innovatoren, die Industrie, die Wissenschaftler unseres Europas. Da soweit die Idee. Und daran arbeiten wir schon, können wir später vielleicht auch noch diskutieren. Das heutige Panel diskutiert eben die Entwicklung und Lösungen in diesem Kontext und die Zukunft der Internetsuche. Und wir wollen schauen, welche Rolle die Suchmaschinen haben, vielleicht uns zu beeinflussen oder Einfluss zu nehmen auf das, was wir wahrnehmen aus dem Web, auf die Informationsvielfalt, auf unser Informationsverhalten. Wir wollen vielleicht auch die Abhängigkeit von den großen US-Anbietern diskutieren, die wir ja offensichtlich haben in dem Bereich. Und aktuelle Entwicklungen natürlich auch jetzt das Thema KI ist natürlich absolut dominant. Chatbots sind aller Munde und genau, auch was das für uns bedeutet hier im Bereich der Internetsuche. Und dann eben wie vielleicht offene Webdaten, ich hatte schon erwähnt, der offene Webindex, vielleicht da auch ein Gamechanger sein können. Und natürlich dann auch, last but not least, die Innovationspotenziale für die Wirtschaft eben anschauen. Bitte haben Sie Ihre Gipfel-App zur Hand. Wir werden einiges an Interaktion haben auch. Also bitte gleich mal auch im Programm auf die Session hier gehen. Da legen wir auch gleich los. Jetzt möchte ich aber erstmal unsere heutigen Panelisten vorstellen hier. Da ist zunächst Daphne Auer, Masterstudentin im Bereich Informatik, auch im Bereich Suchmaschinen hat sie auch ihre Masterarbeit gerade abgeschlossen und engagiert sich aber auch für eine nachhaltige Digitalpolitik im Rahmen des Common Grounds Forum, die letztes Jahr und auch dieses Jahr hier aktiv auf dem Gipfel waren, ein Partizipationsprojekt der Gesellschaft für Informatik und des BMBF, was praktisch die junge Perspektive auf die Digitalisierung herausarbeitet und eben hier uns auch mitteilt. Daphne, schön, dass du da bist. Genau. Dann haben wir Martin Potthast hier. Er ist zugeschaltet. Wir haben ihn hier, genau. Er ist Professor für Deep Semantic Learning an der Universität Kassel und ist Experte für Internetsuche, künstliche Intelligenz und ist auch sehr in diesem europäischen Unterfangen hier openwebsearch.eu sehr aktiv. Martin, schön, dass du da bist. Hallo. Genau. Dann haben wir Amand Zorn, Mitglied des Bundestags im Bereich im Ausschuss Digitales, und Amand hat einen Hintergrund in Volkswirtschaft, auch in der Unternehmensberatung und der internationalen Zusammenarbeit. Und wir freuen uns sehr, Amand, dass du auch jetzt trotz der vielen Panels zu uns gekommen bist. Amand. Genau, und dann haben wir Christian Kroll, Gründer und CEO von Ecosia, einer deutschen Suchmaschine, eine durchaus auch große Suchmaschine, wenn man so will, genau, der mit uns hier ist und mit uns auch die wirtschaftliche Perspektive diskutiert. Christian, schön, dass du da bist. So, und jetzt sind Sie gefragt. Wir steigen gleich hier mit der ersten Publikumsumfrage ein. Gleich mal in die App gehen und einfach mal so als zum Warm-up die Frage, welche Suchmaschinen nutzen Sie, um Informationen im Web zu finden? Okay, das ist ja schon gleich eine tolle Vielfalt. Genau. Gibt es da noch ein paar? MetaGer konnte man noch nutzen bis vor kurzem. Die mussten leider ihren Dienst einstellen, weil die Preise bei einem ihrer amerikanischen Anbieter zu groß wurden. Gut, genau, da sind auch schon die ersten Chatbots mit dabei. Sehr gut, genau, ja. Und ich sehe doch den Auler schon. Okay, also hier. Gut, super. Also dann vielen Dank erstmal für diesen Warm-up und jetzt gehen wir erstmal hier aufs Panel, aber wie gesagt, wir kommen weiter wieder auf Sie zu und am Ende sind auch Fragen, die Sie gerne mit an unser Panel stellen, sehr gewünscht.
Erster Themenblock, Bedeutung von Suchmaschinen und anderen Informationswerkzeugen für uns, dass wir das mal diskutieren, was bedeutet das eigentlich? Das ist so eine Alltagsgeschichte, man sucht mal kurz, aber was steckt da eigentlich dahinter? Und Daphne, ich würde dich gerne fragen, eben aus deiner Perspektive, welchen Einfluss haben Suchmaschinen auf unser Informationsverhalten und letztlich dann auch irgendwann auf demokratische Prozesse, auf unsere Gesellschaft? Erstmal hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich die Problemstellung umreißen darf. Also wenn ich etwas suche, dann habe ich ja eine gewisse Wissenslücke. Die möchte ich füllen. Das heißt, ich bilde mich selbst weiter. Ne? Und Leute machen das eigentlich so, dass sie ganz schnell irgendeine Antwort möchten. Und meistens guckt man auch nur auf das erste Ergebnis oder auf die ersten 3. Und man könnte denken, das ist jetzt nicht problembehaftet. Ich meine, wir haben jetzt viele Leute aus der Wirtschaft hier, die sehen das wahrscheinlich auch nochmal anders. Aber also denken Sie, das sind objektive Ergebnisse. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, von der Vielzahl an Informationen, die im Web kursiert, warum sollte die Antwort nur in diesen ersten 3 korrekt repräsentiert sein? Welchen Bias haben die? Sind das vielleicht eher westliche Perspektiven? Sind es die gesponsert wurden, die schon sowieso groß sind? Ist das überhaupt das, was ich sehen möchte? Und einerseits ist halt dieses wirtschaftliche Interesse daran, andererseits ist es aber auch für die eigene Bildung relevant zu wissen, welchen Bias haben die Sachen, die ich suche. Und das sind meistens nicht nur Fakten. Also ein prominentes Beispiel sind zum Beispiel die Darstellung von News. Ne? Grounded News kennt man vielleicht. Der gleiche Fakt wird unterschiedlich aufbereitet. Wie informieren sich die Menschen darüber? Oder bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar, an welcher Ranking-Position wird über die Menschenrechtsverletzungen gesprochen? Das unterscheidet sich auch von Land zu Land und das wird einfach von diesem Algorithmus definiert für uns. Und da merkt man vielleicht schon, dass es in eine gewisse politische Richtung geht. Ich definiere tatsächlich Suche auch für mich als Empfehlungssystem, weil es gibt keine allgemeine Relevanz. Das ist auf jeden Fall das Relevanteste, sondern man kann Relevanz von unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und insofern, Empfehlungssysteme wissen wir alle in Social Media, die bringen ihren Bias mit. Wir sollten wirklich drüber nachdenken, welche Informationen wie an uns herangetragen werden. Genau. Und vor allem welche sich wiederholen, das wollte ich auch nochmal sagen. Also je öfter man einen Fakt sieht, desto eher tendiert man ja dazu zu glauben, dass da schon irgendwas dran sein muss. Genau, also es hat eine riesige Dimension, die wir hier aufmachen und die halt nicht von uns bestimmt wird in Europa, sondern der wir uns quasi nicht ausliefern, aber ich würde schon sagen, dass es in die Richtung geht. Deswegen finde ich es toll, dass es hier ein Panel gibt und dass so viele hier erschienen sind. Sehr schön, ja danke. Genau, also der Begriff Bias ist ein ganz wichtiger, also praktisch, wir haben eben keine objektive Information, sondern die hat irgendeine Art von Färbung immer und die müssen wir natürlich möglichst gering halten oder zumindest wissen, welche Art von Färbung. Da wäre schon mal eine ganze Menge gewonnen und Stichwort Transparenz, da kommen wir vielleicht auch da noch ein bisschen drauf zu. Ich würde gerne Martin fragen, auch nochmal aus der wissenschaftlichen, aus der Information Retrieval Perspektive. Was macht die Internetsuche zu so einem so wichtigen, ja vielleicht auch kritischen Element, kritische Infrastruktur unserer heutigen Informationsgesellschaft? Martin. Ja, danke Stefan, danke auch Daphne für die Ausführungen schon. Das ist ein perfekter Einstieg auch, ich denke, in meine Antwort. Also an aktuelle Informationen zu gelangen, ist und bleibt ein Problem. Es war auch schon immer ein Problem und bevor es Suchmaschinen gab, haben Bibliotheken das Problem gelöst. Suchmaschinen machen im Prinzip dasselbe, was Bibliotheken machen, nur größer und schneller und mit viel mehr, ich sag mal, Durcheinander, das einem da entgegenschlägt. Unsere Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, ist ja doch arg begrenzt. Wir können uns ein paar Dokumente anschauen und irgendwann glauben wir, dass unser Informationsbedürfnis gestillt ist und wir hören auf. Oder wenn es noch nicht genug ist, dann suchen wir halt ein bisschen weiter. Aber wir schauen uns definitiv nicht mehr als 100 Dokumente an für die meisten Suchanfragen.
Deshalb ist es, je einfacher man an die relevante Information kommt, umso besser ist die Suchmaschine, auch in unserem Gefühl. Und die wird dann auch eher bevorzugt im Allgemeinen. Und an der Stelle sind Suchmaschinen auch die Schlüsseltechnologie. Sie haben das Internet und das Web überhaupt erst als Bibliothek des menschlichen Wissens, Bibliothek in Anführungszeichen, überhaupt erst zugreifbar gemacht für uns, überhaupt erst nutzbar und damit natürlich unsere Gesellschaft in den letzten 20, 30 Jahren umgekrempelt, die Art und Weise, wie wir zumindest in informationsgetriebenen Berufen arbeiten. Und demzufolge ist natürlich auch der Zugang zu einer funktionierenden, schnellen, guten und verlässlichen Suchmaschine essentiell für jede Wissensgesellschaft und das macht Suchmaschinen kritisch. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Martin, auch für diese Perspektive aus der Wissenschaft, aus dem Information Retrieval-Bereich. Christian, würde gern zu dir rübergehen. Wie macht sich die Abhängigkeit von der Suchinfrastruktur weniger US-Anbieter in Deutschland und Europa bemerkbar und welche Auswirkungen hat das auch für die deutsche Gesellschaft, aber auch für die deutsche Digitalwirtschaft, für euch bei Ecosia? Ja, also vielleicht nochmal das Wort kritische Infrastruktur wurde jetzt so ein paar Mal genannt. Vielleicht kann ich nochmal, also warum ich tatsächlich sehe, dass das kritische Infrastruktur ist. Viele Informationen, aber auch also mehr oder weniger der digitale Alltag wird eigentlich durch ein paar große Digitalunternehmen bestimmt. Und wir sind ja sehr im Einflussbereich der Amerikaner in diesem Bereich. Und wenn die Amerikaner, mal sehen, wie die nächste Wahl ausgeht, von einem Tag auf den anderen entscheiden würden, dass wir auf einmal da keinen Zugang mehr haben, dann stehen wir ganz blöd da. Also dann müssen wir tatsächlich zurück zu analogen Bibliotheken und Telefonbüchern. Wir haben sonst nichts wirklich, was das abfangen könnte. Wir würden 20 Jahre zurück, 30 Jahre zurückgehen, weil wir einfach überhaupt keine kritische Infrastruktur in diesem Bereich haben. Und das macht uns natürlich sehr erpressbar. Ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner oder die Chinesen oder die Russen auf die Idee kämen, eine ausländische Suchmaschine mit über 90% Marktanteil zuzulassen. Das Erste, was Russland gemacht hat, als sie mit der Ukraine-Invasion begonnen haben, war ja auch, Google mehr oder weniger ganz schnell rauszudrücken, weil sie eben wissen, was das für eine Macht ist. Und gerade haben wir eine gute Beziehung zu den Amerikanern, aber wenn sich das mal ändern sollte, stünden wir wirklich schlecht da. Aber auch jetzt ist es schon ein Problem. Also nicht nur, wenn sich Situationen geopolitisch zuspitzen, sondern auch jetzt schon, du hast erwähnt, Metager, eine ehemalige kleine deutsche Suchmaschine, die eben versucht hat, irgendwie auch so ein bisschen eine Alternative zu sein, musste dieses Jahr ihren Dienst aufgeben, weil eben vor etwa einem Jahr Microsoft entschieden hat, dass sie die Preise einfach mal um 1000% erhöhen. Also für Preise für Suchergebnisse, was wir auch brauchen. Ne? Und in einem normal funktionierenden Markt gäbe es sowas natürlich nicht. Ne? Das ist nur, weil es ein paar wenige Spieler gibt, die diesen Markt bestimmen, kann sowas passieren und können mehr oder weniger andere Spieler erpresst werden. Und letztendlich entscheiden diese Digitalkonzerne auch, wer bekommt Zugriff zu diesen wichtigen Technologien. Und Suchmaschinen sind die Technologie dahinter, der Index ist eben eine wichtige Basis für KI-Systeme, Chatbots und so weiter. Microsoft hat das früh genug erkannt und hat gesagt, nee, das behalten wir mal für uns. Und so stehen wir jetzt natürlich doof da. Und wir hatten ein bisschen die Hilfe von Wettbewerbsbehörden, ist super wichtig, dass die existieren. Aber nochmal, also nicht nur Strom, Wasser sind wichtige Infrastruktur, kritische Infrastruktur, sondern eben auch wirklich Suchmaschinen oder diese Technologien. Wir brauchen die, um unseren Alltag zu gestalten und wir brauchen die auch, um souverän zu sein als Europa. Ja, danke. Stichwort Souveränität, Europa, genau, Armand, das wäre auch meine erste Frage an dich. Was wird da in der Politik diskutiert? Braucht Europa eine eigene Suchinfrastruktur für das Internet, um Souveränität und auch Innovation gewährleisten zu können? Zunächst vielen Dank und ich teile alles, was bis jetzt gesagt wurde und halte auch Suchmaschinen für systemrelevant und halte sie auch für eine kritische Infrastruktur. Absolut. Nun haben wir das Jahr 2024 und stellen das gerade miteinander fest. Gut, vielleicht haben wir das auch vor 4 Jahren festgestellt oder auch vor 10 Jahren. Aber da war ja der Marktanteil von ausländischen Unternehmen und Tech-Unternehmen bereits riesengroß. Was ich damit sagen will, ist,
Die Alternative, dass wir einen Cut machen, wie vielleicht Russland das gemacht hat, wie vielleicht China das gemacht hat und entwickeln eine europäische Lösung, wird nur bedingt funktionieren. Weil, sagen wir mal auch ehrlich miteinander, es gibt auch ein paar Vorteile, die wir alle ein Stück weit miteinander genießen. Deswegen ist der Ansatz, den wir über die letzten Jahre verfolgt haben, ist zu sagen, wie können wir dafür sorgen, dass es fair zugeht? Wie können wir dafür sorgen, dass wir größtmöglich unsere Souveränität erhalten können? Und wie können wir dann am Ende europäische Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen? Das ist der Ansatz der letzten Europäischen Kommission. Stichwort Regulierung. Stichwort Regulierung, genau. Sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene. Und ich glaube, da haben wir eine Menge auf den Weg gebracht. Und die Europäische Kommission hat auch deutlich gemacht, dass sie das ernst meint, wenn man sich die verschiedenen Verfahren anschaut, die in den letzten Jahren auf den Weg gebracht wurden, mit einer rasanten Geschwindigkeit. Die Höhe der Strafen, die da verhängt werden, das zeigt schon, dass das Thema durchaus erkannt wurde und dass es inzwischen auch systemrelevant ist. Und ich will 2 Punkte nennen. Einmal das Thema Digital Markets Act, was dafür sorgt, dass auf so eine Plattform, die essentiell wichtig ist, wo viele sich ihre Informationen holen, wo viele aber auch bestimmte Produkte und Services erkaufen, braucht es entsprechend mehr Fairness. Und deswegen mit dem Digital Markets Act sorgen wir dafür, dass es fairer dort zugeht. Eine andere Frage, die auch damit zusammenhängt, ist der Data Act. Die Frage eigentlich, wen gehören eigentlich die Daten? Auch da wagen wir den Versuch, diese Monopole zu brechen und dafür zu sorgen, dass die Daten entsprechend breiter zur Verfügung gestellt werden und von weiteren Marktakteure genutzt werden müssen. Letzten Satz noch dazu, weil das ja ein Prozess ist, aber letztendlich kommen wir nicht drum herum. Also ich glaube, ja, europäische Anbieter ist gut. Wir brauchen da mehr Wettbewerb, mehr Angebote. Das halte ich für essentiell wichtig und deswegen ist es super, dass es euch gibt. Das wollen wir gerne weiter unterstützen. Und darüber hinaus kommen wir nicht drum herum, diese Tech-Konzerne tatsächlich zu brechen. Also die zu zerschlagen, will ich mal ganz deutlich sagen. Ich bin ein Sozialdemokrat und bevor Sie mich in eine bestimmte Ecke stecken, will ich das nochmal sagen. Jetzt können Sie wissen, wo Sie das einordnen, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich glaube, was wir schon beobachten, ist, dass diese Tech-Unternehmen zunehmend viel zu viel Macht haben. Nicht nur viel zu viel Wirtschaftsmacht haben, sondern tatsächlich auch Demokratie gefährden werden. Das kann ja nicht sein, dass eine Plattform für die Suche von Informationen zur Verfügung steht. Zeitgleich ist es auch eine Plattform am Ende, die mir eine Versicherung anbietet. Zeitgleich ist es auch eine Plattform, die Werbung macht. Zeitgleich ist es Sie verstehen, was ich meine. Und deswegen müssen wir uns schon Gedanken machen, wie stark dürfen eigentlich diese Tech-Unternehmen eigentlich werden. Und ich nehme zur Kenntnis, dass selbst im Land, wo sie zu Hause sind, dass diese Debatten auch stärker geführt werden. Klar, und jetzt natürlich auch gerade durch das Supreme Court in den USA auch eben gerade der Missbrauch von Google zum Beispiel ihrer Marktmacht eben auch dokumentiert wurde durch ein Urteil. Und da geht jetzt die USA selber an. Wir können natürlich auch nur hier in Europa regulieren, ja, und genau, aber eben auch vielleicht in Europa Alternativen schaffen, aber letztlich müssen wir ansonsten im Moment hoffen, dass die Amerikaner auch das regeln, was zu regeln ist. Genau. Ja, jetzt werden Sie nochmal gefragt hier in die Runde. Einfach nächste Live-Abfrage. Wir hatten Suchmaschinen, nutzen Sie denn auch schon KI-basierte Assistenten? Wie, weiß ich nicht, ChatGPT und andere. Nutzen die schon aktiv? Können wir das sehen hier, vielleicht auf dem Schirm? Okay, also 80% der Leute hier sagen ja, die nutzen die schon aktiv, 20% oder es werden schon mehr, genau. Also 15% sagen nein, aber doch, also viele von uns hier sind schon da, okay, 90%, es wird enger, genau. Okay, also wir sehen, dass auch diese Chatbots als Frontends, also als Werkzeug quasi, um an Informationen zu kommen oder auch Informationen zu verdichten, dass die schon aktiv genutzt wird. Genau. Da gehen wir jetzt auch gleich rüber in den nächsten Themenblock. Stichwort aktuelle Veränderung der Informationswelt durch KI-Sprachmodelle, durch Sprachassistenten, auch die Kombination von Suche im Netz und KI-generierten Antworten, also das nennt man Retrieval Augmented Generation, Retrieval für Informationssuche und Generation eben die Text- und Antwortverarbeitung
Formulierung. Martin, da würde ich zu dir rübergehen als KI-Experte. Welchen Einfluss haben diese KI-Sprachmodelle und KI-Assistenten auf die Internetsuche und vor welchen Herausforderungen stellt uns das denn? Also KI und Sprachmodelle und maschinelles Lernen wird ja schon seit Ewigkeiten, seit Dekaden in Suchmaschinen und auch in vielen anderen Systemen eingesetzt, allerdings mehr im Hintergrund. Das heißt, auf dem Server werden bestimmte Probleme mit solchen Verfahren gelöst, um dann eine Gesamtpipeline zusammenzustellen, die zu den Suchergebnissen bisher geführt hat, die wir kannten. Mit dem Durchbruch von OpenAIs ChatGPT, also der wirklich gut funktionierenden Generierung von lesbarer Sprache und verständlicher Sprache, ist es ziemlich sofort eigentlich eine Idee gewesen, den Suchmaschinen, wie sie aktuell funktionieren, einen Gegenentwurf entgegenzusetzen. Und man muss sich das zunächst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir, also in der Geschichte der digitalen Geschichte in Anführungszeichen, also seit es Suchmaschinen gibt, seit es das Internet gibt, haben wir eine alternative Wissensquelle, die heißt Sprachmodell. Wir können im Internet suchen, ganz normal mit den 10 Suchergebnissen und die Texte durchbrausen, oder wir können einfach ein Sprachmodell einmal oder mehrfach fragen oder verschiedene Sprachmodelle fragen und erhalten da einfach eine direkte Antwort. Das ist erstmal ganz toll. Und bei beiden gilt, das Vertrauen in die Antwort hängt vom Auge des Betrachters ab. Also das bedeutet, jeder muss sich selbst darüber klar werden, ob das, was da ausgespuckt wird, tatsächlich das ist, was man haben wollte. War bei Suchmaschinen ja auch schon immer so. Bei Sprachmodellen ist es so, dass sie halluzinieren oder konfabulieren. Halluzinieren ist eher ein menschliches Phänomen, weniger ein maschinelles. Also das heißt, sie spinnen ein Narrativ fort, das vorgegeben wird, egal wie absurd es ist. Insbesondere, wenn sie in den Trainingsdaten, die in die Sprachmodelle eingeflossen sind, nicht schon gesehen haben, worum es sich wahrscheinlich handelt. Das heißt, dann ist es besonders kritisch, in Anführungszeichen, dass sie sich etwas überlegen, was so nicht unbedingt den Fakten entspricht oder was so nicht unbedingt plausibel ist oder anwendbar in der Realität, sagen wir es mal so. Deshalb haben sich in Kenntnis dieses Phänomens die OpenAI bzw. Bing, Microsoft Bing schon sehr schnell dann einfach dafür entschieden, dann kombinieren wir doch einfach beide Technologien. Also das heißt, wir nehmen eine Suchmaschine und lassen sie für die Anfrage eines Suchenden ein Suchergebnis erzeugen. Und dann benutzen wir Sprachmodelle, um den Suchenden noch die Arbeit abzunehmen, die Suchergebnisse selber zu durchforsten nach den interessanten Informationen und stattdessen einfach einen Text, eine Zusammenfassung generieren, die mehrere Dokumente, im Idealfall auch mit Referenzen, damit man selber nochmal nachschauen kann in den Originaldokumenten, in einen schönen Text zusammenfasst, der unsere Frage einfach direkt beantwortet. Okay. Klingt gut und funktioniert im Allgemeinen auch ganz okay, muss man sagen, für nicht zu komplexe Aufgaben und Aufgaben, die nicht erfordern, dass man sich viele Ergebnisse angucken muss, weil dafür reicht es noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass diese Technologie in sehr vielen Einsatzbereichen in Zukunft eine große Relevanz haben wird. Und das kann man auch daran sehen, dass die Unternehmen, die das entwickeln, in Konkurrenz zu Google oder auch Google selbst inzwischen sehr viel Geld in diese Technologien investieren. Und unabhängig davon ist aber noch völlig unklar, welche Bereiche das sind, wie gut die Systeme tatsächlich sind im Vergleich zu den herkömmlichen Verfahren. Und wir landen hier dann schnell bei dem, was wir schon 2020, also wir tatsächlich, ich selbst zusammen mit 2 Kollegen, das Dilemma der direkten Antwort getauft haben. Und zwar unser persönliches Dilemma, wenn wir irgendwelche Suchmaschinen benutzen, die direkte Antwort, die uns den Komfort einer schnellen Antwort verspricht, abzuwägen mit der Notwendigkeit,
etwas mehr Mühe reinzustecken, um sicherzustellen, dass die Antwort auch korrekt ist. Das heißt, es wird praktisch noch verdichteter, die Antwort, noch leichter für uns zu verdauen, aber es nimmt uns Arbeit noch mehr ab, aber es wird natürlich noch heikler, weil wir praktisch noch mehr Vertrauen haben müssen, dass diese kurze Antwort dann die richtige oder eben unbeeinflusste ist. Das hat, ja, ganz genau, das hat positive, also diesen negativen Aspekt, den kann man sehen. Es wird noch enger. Wir sehen nicht mal das ganze Web mehr so richtig, sondern nur die paar Dokumente, die da sind und höchstens können dann noch in Konversationen einsteigen, aber das macht ja dann genauso viel Arbeit wie vorher. Also insofern, warum? Aber gleichzeitig ist es dann auch so, dass Sprachmodelle durchaus die Kapazität haben, wenn man ihnen nur die richtige Frage stellt, auch etwas differenzierte Informationen zu geben. Okay, Und das heißt, wir brauchen uns nicht... wer das veranlasst, das ist die Frage. Ja, also wir brauchen nicht nur Search Literacy, die wir teilweise auch aus der Open Search Foundation raus versuchen zu vermitteln, sondern wir brauchen demnächst auch Chat Literacy, dass wir praktisch wirklich damit auch umgehen. Auf jeden Fall, ja. Daphne, ich würde zu dir rübergeben, gerne. Wenn du jetzt auch die Diskussion mit den Kollegen im Common Grounds Forum, Kolleginnen auch hervorgehst, aus eurer Perspektive, werden wir in 10 Jahren überhaupt noch Suchmaschinen haben, wie wir sie kennen, so mit der Liste oder so? Oder wie siehst du das? Das ist eine große Frage. Aber ich kann auf jeden Fall anknüpfen. Ich habe Wünsche auf jeden Fall an die Suche in 10 Jahren. Einerseits, dass man gute Fragen stellen kann, dass es lernfördernd ist, dass man Sachen nicht akzeptiert, wie sie kommen, sondern dass man Ergebnisse sieht und lernt, richtig Fragen zu stellen und den Kontext besser herauszufinden. Wir müssen jetzt nicht alle JournalistInnen werden, aber diese methodische Kompetenz ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, das macht auch alles inklusiver. Also wenn wir es schaffen, also diese Sprachmodelle zum Beispiel ermöglichen, dass man Fragen so stellen kann, dass man nicht genau den perfekten Fachbegriff kennen muss, um trotzdem an die Informationen zu gelangen. Also ich glaube, da sind ganz viele Chancen, um die Barrieren auch abzubauen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann möglich ist, mit leichter Sprache zu arbeiten oder dass Sachen auch als Audio beantwortet werden, dass man das nicht explizit suchen muss, sondern wie hoch ist nochmal der Eiffelturm A? Also dass das einem so ins Ohr geflüstert wird, weil es einen gerade einfach interessiert. Also dass es einfach mehr intrinsische Motivation fördert. Auch dieses Orientierung geben ist für mich so ein großes Ding. Also das Netz ist so riesig und man hat gar keine Idee, was gibt es denn noch für Perspektiven, sondern also das ist irgendwie, kennen Sie diese Sternkarte in diesen Science-Fiction-Film, dass man so ranzoomen kann, okay, auf dem Planeten befinde ich mich gerade oder in der Gruppe, jetzt zoome ich mal raus, jetzt gucke ich mal dort nach. Also nicht, dass es eine Sternkarte gibt, sondern also Karten gibt es immer viele von etlichen Perspektiven, aber das könnte ich mir vorstellen. So eine Art Webgraph oder Knowledge Graph, in dem man reinzoomen kann. Genau, mehrere. Mehrere. Und also, dass man einfach Leuten die Möglichkeit gibt, zu verstehen, wo sie sich überhaupt befinden. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, selbstbestimmt. Also ich finde, Leute sollten selber entscheiden können, was sie sich angucken, also welchen Bias sie gerade repräsentiert bekommen. Ich finde das total fein, wenn es personalisiert ist, aber man soll auch die Option haben, zwischendurch zu sagen, in der Hinsicht möchte ich es jetzt nicht personalisiert haben, Dankeschön. Brückenbauend möchte ich es haben, das Netz oder die Suche in 10 Jahren. Im Gegensatz zu polarisierend oder ganz auseinanderdrängend. Ja. Ganz genau. Weil, also dass das Netz eher oder auch der Suchindex die Realität abbildet, weil das tut sie ja gerade nicht. Also in sozialen Medien, klar, die Lauten sind repräsentiert, aber auch wenn wir bei Wikipedia schauen, das sind so viele westliche Perspektiven, das ist einfach noch gar nicht vollständig. Also da müssen wir auf jeden Fall noch viel dran arbeiten. Was habe ich noch? Genau. Mit Personalisierung möchte ich nochmal drauf zurück, weil wenn wir hier über Zerschlagung sprechen und so, es gibt so viele Leute, die genießen diese Personalisierung und es gibt auch welche, die verzichten ganz auf diese Dienste, weil Überwachungskit, also weil das sich so fremdbestimmt anfühlt. Ich habe die Hoffnung, dass wir in 10 Jahren personalisieren können, ohne dass es auf die Einzelpersonen rückgeschlussfolgert werden kann. Und ich glaube, da braucht es ganz viel Forschung, weil wir haben, also als ich angefangen habe, Informatik zu studieren, 2016, da war Cambridge Analytica groß und Social Scoring und ich dachte, Mensch, diese Personalisierung, alle haben Angst davor, ich will was dagegen tun können.
8 Jahre später, ich habe in der Forschung immer noch nicht mit personalisierten Daten gearbeitet. Ich kann nichts entwickeln, damit ich herausfinde, wie kann man das korrekt anonymisieren. Wir haben einfach diese Angst und gehen das nicht an. Ich habe das jetzt noch nicht mit genug Stakeholdern besprochen, ob dieser Gedanke so ganz 100% korrekt ist. Aber ich habe schon den Eindruck, wir können uns mal trauen, in der Forschung Sachen zu entwickeln, die den Nutzende schützen und trotzdem gleichzeitig diesen Komfort mit sich bringen. Ein Ansatz wäre zum Beispiel, dass die Personalisierung auf meiner eigenen Maschine passiert. Das heißt, dass die finale Filterbubble bei mir vor Ort liegt, die ich auch konfiguriere. Ich mache eine allgemeine Abfrage, kriege vielleicht erstmal 10.000 Ergebnisse oder 1.000 Ergebnisse und die letzten 10 macht dann meine eigene Filterbubble lokal, die nur ich kontrolliere. Und da hätten wir schon eine ganze Menge Anonymisierung gewonnen. Stefan ist begeistert. Gut, 2 Sachen habe ich noch. Die Platzierung von journalistischer Arbeit. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken, wie Peer Review von Informationen aussehen wird in 10 Jahren. Und auch in sozialen Medien. Das kann ja niemand überblicken, aber vielleicht, dass es dann so einen Gesellschaftsvertrag gibt. Ich poste was, aber 3 unterschiedlich positionierte Menschen schauen einmal drüber und dann wird es ins Web gesetzt oder so. Also ich glaube, wir haben richtig viele Optionen und müssen es einfach mal ausprobieren, sobald wir die Datengrundlage haben. Okay, das war jetzt schon ein Feuerwerk von vielen Vorstellungen, Ideen. Bei mir ist auch viel im Kopf schon entstanden. Da haben wir also gute Herausforderungen, wenn wir unsere eigenen Suchmaschinen bauen. Genau, Christian, zu dir. Was können wir nur mit offenen Webdaten und mit so einem offenen Webindex vielleicht anfangen, um sowas vielleicht besser zu machen wie im Daphneschen Sinne? Ja, genau. Also ich glaube, also für mich, wenn ich auch mal träumen dürfte, ne, ich fände es auch super, wenn wir in 10 Jahren eben nicht nur Suchmaschinen hätten, die irgendwie von außen kommen, sondern auch wenn wir was Europäisches hätten. Es ist, also du meintest ja, was brauchen wir, um so eine Suchmaschine letztendlich zu bauen? Ne? Also wir müssen erstmal das Web kennen, das ist der Kern, einen eigenen Index, überhaupt einen Überblick haben. Damit ist es dann aber noch nicht getan. Wir brauchen um diesen Kern noch viele Sachen ringsherum. Wir müssen zum einen, als Suchmaschine muss man in der Lage sein zu sagen, okay, jetzt sucht jemand zum Beispiel nach Ökostrom. Ich habe hier eine ganze Menge Dokumente, wo es um Ökostrom geht. Einer ist von einem Ökostromanbieter, andere ist von Stiftung Warentest. Welcher ist denn relevanter für diese Nutzeranfrage? Dann kann ich so ein bisschen Schlagworte nutzen und so weiter und versuchen, das technisch zu erkennen. Ich muss aber auch insbesondere gucken, worauf klicken denn die Menschen? Und das macht letztendlich eine Suchmaschine gut. Das ist auch der Grund, warum Google so gut ist. Also Suchmaschinen sind letztendlich Datenspiele. Das heißt, je mehr Nutzer ich habe und Nutzerinnen, desto besser kann ich mein Ranking optimieren und so besser wird die Suchmaschine. Das heißt, man kann keine Suchmaschine bauen, wenn man nicht mindestens mal ein paar Millionen Nutzer hat. Da gibt es leider in Europa nur uns und noch eine französische Suchmaschine namens Quant. Ansonsten gibt es da niemand anderen. Das heißt, dieses Ranking ist extrem entscheidend dafür, dass das auch nutzbar wird am Ende. Und selbst dann, wenn man das gemacht hat, dann gibt es noch andere Dinge. Wenn ich zum Beispiel frage, wie wird das Wetter morgen, dann will ich ja nicht nur einfach 10 blaue Links, sondern ich will wissen, wie das Wetter wird und am besten auch gucken können, wie übermorgen das Wetter wird. Das heißt, also Google nennt das Rich Content, also so irgendwie schöne Bildchen, die man dann auch noch bewegen kann oder am besten gleich irgendwas buchen kann oder sowas. Da geht extrem viel Zeit rein und auch natürlich braucht man extrem viele gute Datenquellen. Wenn ich zum Beispiel wissen will, ist das Schwimmbad geöffnet, woher sollen wir als Ecosia wissen, ob das Schwimmbad geöffnet ist? Das kann nur Google wissen, weil das Schwimmbad das bei Google Maps eingetragen hat und deswegen das eben auch auf der Seite anzeigen kann. Also diese Elemente sind extrem wichtig. Dann muss ich als Suchmaschine auch noch Geld verdienen können oder also zumindest die meisten wollen das. Wir verwenden übrigens 100% unserer Gewinne, um Bäume zu pflanzen. Das machen wir mit unserem Geld. Genau, also das heißt, ich brauche auch Zugang zu Werbung. Google ist ein Riesenmonopol, hat den Werbemarkt komplett monopolisiert im Suchmaschinenbereich. Braucht man gar nicht versuchen, was Eigenes aufzubauen, da braucht man einfach nur Zugang. Und dann, wenn man das alles geschafft hat, dann braucht man auch noch Zugang zu den Plattformen. Das heißt, Zugang zu den Handybetriebssystemen, iOS, Android oder zu den Browsern, Chrome, Firefox und so weiter. Da sind überall, also die Plattformmonopolisten stellen ihre eigenen Services oft ein oder wie bei Google zahlen Apple Milliardenbeträge, damit sie als Standard eingestellt sind, damit andere nicht reinkommen. Und also, wenn man eine erfolgreiche Suchmaschine, eine europäische Suchmaschine vielleicht haben will, dann muss man all diese Themen angehen. Und bei KI-Systemen ist es nochmal, also eigentlich ganz ähnliche Voraussetzungen, die man braucht, um einen guten Chatbot aufzubauen, noch ein bisschen
andere Sachen obendrauf und anders kombiniert, aber letztendlich steht man vor ziemlich ähnlichen Herausforderungen. Und ja, ich würde mir wünschen, dass wir da auch irgendwie die Bereitschaft haben, rein zu investieren. Ich glaube, wenn wir das jetzt nicht machen, dann verschlafen wir die nächste Revolution, genauso wie wir Digitalisierung verschlafen ist. Wir haben viel aufgeholt, haben wir jetzt hier gelernt auf dem Die ganze Zeit am Aufholen sind, was das angeht. Genau. Sehr gut. Ja, vielen Dank, Christian. Ja, Amon, aus deiner Perspektive, aus der politischen Perspektive, was für Rahmenbedingungen braucht es? Was kann die Politik da helfen, um diese Visionen hier in 10 Jahren oder früher Wirklichkeit werden zu lassen? Muss ich erst mal sacken lassen. Nein, da gibt es durchaus, ich habe die Regulierung erwähnt und ich finde, Sie dürfen das anders einordnen, aber ich bin jemand, der eine kluge Regulierung ziemlich feiert, ehrlich gesagt, weil wir auch in einem Zeitgeist leben, wo immer wieder große Lieder drauf gesungen werden, wie schlimm das mit der Bürokratie ist, wie schlimm das mit der Regulierung ist. Aber eins geht nicht auf, also wir können nicht unsere Demokratie schützen, wir können nicht unsere Gesellschaft intakt halten und zeitgleich gar keine Regulierung haben. Das funktioniert nicht. Und deswegen finde ich schon, die verschiedenen Regulierungen, einige davon habe ich erwähnt, leisten einen Beitrag dafür, dass wir zumindest bessere Wettbewerbschancen ermöglichen. Die KI-Verordnung kann man hier nochmal an dieser Stelle auch nochmal nennen, die ganz klare bestimmte Anforderungen an Large Language Models macht, um auch dafür zu sorgen, dass die Qualität am Ende besser ist. Also um zu sagen, bei Trainingsdaten braucht es eine höhere Qualität, es braucht eine größtmögliche Transparenz und es braucht eine Genehmigung und eine Zulassung, bevor es auf den Markt kommt. Das alles halte ich für zwar bürokratisch, ja klar, aber etwas, was notwendig ist, um dafür zu sorgen, dass am Ende diese Systeme, die inzwischen so systemrelevant geworden sind, dass sie gar nicht aus der Realität wegzudenken sind, auch entsprechend unseren gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen. Ich will nochmal zu den Punkten sagen, natürlich finanziell, als du gesprochen hast, habe ich gerechnet. Das ist natürlich finanziell auch etwas, was wir dann stemmen müssen. Ich glaube, so in der Gänze werden wir das nicht leisten können, aber es gibt durchaus auch ein paar Ansätze. Zugang zu Daten, das ist ein Punkt, was nicht allzu viel Geld kostet, was man ein Stück weit stärker organisieren kann. Das ist mein 4. Panel heute und kein Panel, ohne dass ich über das Thema digitale Kompetenzen spreche, weil ich halte das für ein so wichtiges Thema, dass es eigentlich überall immer wieder thematisiert werden muss. Es geht in der Grundschule los, also bei den Kleinen. Da müssen in der Grundschule los und das hört nie auf. Das ist ein lebenslanges Lernen und ich glaube auch, dass bei Verbraucherinnen und Verbrauchern ein stärkeres Bewusstsein über das, was eigentlich passiert auf den Suchmaschinen, über das, was mit meinen Daten passiert, über die Informationen, die mir zur Verfügung stellen, durchaus ein wichtiger Beitrag wäre. Wir haben ja den Ansatz, dass wir bestimmte Sachen nicht verbieten wollen, aber ich finde, damit Verbraucherinnen und Verbraucher eine souveräne und selbstbestimmte Entscheidung treffen können, müssen sie natürlich auch über die verschiedenen Konsequenzen aufgeklärt werden. Und deswegen glaube ich, das ist ein Bereich, wo wir stärker reingehen können, um da mal konkret zu werden. Also ich stelle mir beispielsweise vor, dass wenn man auf eine große Suchmaschine ist oder wenn man beispielsweise auf ChatGPT oder Sprachmodelle unterwegs ist, dass das, was mir da angezeigt wird, mit einer Kennzeichnungspflicht versehen wird. Ja. Das löst jetzt nicht alle Probleme, aber wenn ich beispielsweise frage, was sind denn die 10 größten Philosophen der Menschheitsgeschichte und dann werden mir nur 10 europäische oder 10 westliche Philosophen angezeigt und keine Frau dabei und kein Philosoph aus einem anderen Kulturkreis, dass da zumindest eine Kennzeichnungspflicht dahin entsteht, diese Nachricht, diese Antwort ist vielleicht lückenhaft und es empfiehlt sich, dass Sie sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen. Ich glaube, das löst nicht alle Probleme, aber könnte zumindest eine gewisse Sensibilisierung bei Menschen hervorrufen und vielleicht sie dazu bewegen, sich vielleicht weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau, in so eine Richtung denkt ja auch Martin und die Kollegen denken ja nach in so ein Information Nutrition Label. Wir haben den Nutri-Score auf unseren Produkten, die wir körperlich zu uns nehmen im Sinne von Essen. Und das ist eben auch so ein Information Nutrition Label, wo daran gedacht wird. Vielleicht kann ich ganz kurz nochmal, weil du gesagt hast, Regulierung. Ne? Also wir sind ja eine der Firmen, die geschützt werden sollen durch Regulierung. Ne? Und auch aus der Praxis, wenn es die Wettbewerbsbehörden und den Digital Markets Act nicht gegeben hätte, wären wir wahrscheinlich als Suchmaschine nicht mehr da. Also es ist nervig, bürokratisch und dauert alles ein bisschen länger, aber was sich da im Bereich Regulierung und auch auf
politische Sensibilität entwickelt hat in den letzten Jahren, ist echt beeindruckend und geht in eine gute Richtung. In Europa, in Deutschland, in den USA, da passiert gerade viel. Deswegen habe ich auch Hoffnung, dass wir eher besser dastehen in 10 Jahren als noch schlechter. Also deswegen, das klingt langweilig, Digital Markets Act, weiß jetzt wahrscheinlich niemand vom Hocker, aber ist tatsächlich wichtig für unsere Demokratie. Okay, Ich gut. würde vielleicht auch noch mal einhaken wollen, ganz kurz, wenn das in Ordnung Mach das kurz. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir ja schon sehr fortgeschritten sind. Wir haben ein bisschen später gestartet. Insofern, aber Martin, gerne, komm kurz rein. Ja, danke. Also ich würde auch noch mal auf die Regulierungssache eingehen und vielleicht noch mal aus der Sicht der Forschung darauf blicken. Wir können uns nicht leisten, beziehungsweise schaffen es nicht, rein aus einer Universität oder sei es auch mehrere Universitäten zusammen heraus, ich sag mal, einem Unternehmen wie OpenAI oder Google Paroli zu bieten mit einer Technologie. Das bedeutet aber umgekehrt nicht, dass wir nicht angehalten sind, auch Alternativen zu entwickeln. Wir brauchen ein vernünftiges deutsches Sprachmodell, da forschen wir gerade dran. Aber das wird in seiner ersten Version nicht so gut sein wie das von OpenAI. Es wird ein Prototyp sein. Aber wir wollen es natürlich trotzdem gerne veröffentlichen dürfen, damit andere sich damit auseinandersetzen, damit andere es kritisieren können und damit es Chancen gibt, dass die wissenschaftliche Öffentlichkeit oder auch die erweiterte Citizen Science Öffentlichkeit sich mit diesen Modellen auseinandersetzt. Und unabhängig davon, und das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört, auch wenn der Zugang zu Daten an dieser Stelle erschwert wird, und ich sehe Sprachmodelle als eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir mit Copyright und anderen Dingen umgehen. Da kommen natürlich solche Sachen wie GEMA, analoge Verfahren oder ähnliche Sachen können da ins Spiel kommen, aber ich sehe da keinen Weg drumherum, dass wir, wenn wir als Deutschland und Europa den Anschluss nicht verlieren wollen, dass wir uns nicht auch noch von den Daten abschneiden müssen. Bei allem Respekt natürlich vor den Wünschen, vor Privatheit und Biasfreiheit und anderen Dingen. Da muss weiterhin intensiv dran geforscht werden, wie man das eine mit dem anderen verbindet. Genau, wir hatten es ja auch schon gehört, auch eine Art von Nutzerinformation braucht ihr, um eine Suchmaschine, um das Look and Feel und die Ergebnisse wirklich zu realisieren. Also wir müssen anonymisieren vielleicht oder pseudonymisieren, aber wir brauchen auch eine gewisse Information über den, der da gerade sucht oder die da gerade sucht, damit man auch gute Ergebnisse ausspielen kann. Und das muss man in eine Balance bringen. Okay. Ja, ich würde jetzt nochmal Sie fragen, gerne hier mit der nächsten Live-Umfrage sozusagen. Genau, welche Eigenschaften sollten die zukünftigen Suchwerkzeuge im Netz haben? Was wünschen Sie sich? Einfach zu bedienen, sehen wir schon hier, transparent und diskriminierungsfrei. Einfach nochmal ein paar Dinge hier reingeben. Und geben wir uns noch ein paar Minuten hier. Korrektheit, wichtiger Punkt, aber da geht es schon ums Fact-Checking, ja, auch das. Manchmal sucht man auch nach Dingen, die vielleicht bewusst nicht korrekt sind, weil man sie aber trotzdem irgendwie suchen möchte. Das ist, also da geht es auch ist man auch schon bei sozusagen Nicht-Zensur. Wir wollen ja nicht irgendwie zensieren, nichts soll eigentlich zensiert werden, aber genau, auch da müssen wir reingehen. Relevanz. Entschuldigung, Martin? Relevanz ist das Stichwort. Ja. Genau, Nachvollziehbarkeit, Vertrauenswürdigkeit. Genau, Quellen müssen angegeben werden. Datenschutzfreundlich modern. Multiperspektiv, ja, auch Pro und Contra. Ja, super. Hier sind schon ein Haufen Dinge, genau. Also, die nehmen wir uns auch mit und schreiben Sie uns dann auch ins Pflichtenheft mit rein. Vielen Dank. Genau. Ja, wir wollten jetzt eigentlich einen Themenblock Lösungen machen. Da haben wir auch schon einige diskutiert, sozusagen Wege zu neuen Suchmaschinen. Ich würde das ganz kurz machen wollen, damit wir auch noch ein bisschen Interaktion sozusagen und Ihre Fragen mit aufnehmen können. Daphne, hast du noch was du noch ergänzen wolltest zu deinen Ideen für die neuen Suchmaschinen? Sozusagen hast du schon eine ganze Menge gesagt. Da gibt es noch was du noch im kurzen Satz mitgeben möchtest. Ja, eigentlich wollte ich meine Masterarbeit kurz ins Spiel spielen. Ja, gut, okay, aber dann mach das ganz kurz. Ja, genau. Ja? Okay, also und zwar die eine Idee ist, ein Label zu setzen. Denkt bitte nochmal drüber nach, was ihr da seht, was da inkludiert sein könnte. Meine Idee war es,
dass Nutzende selber entscheiden können, okay, zum Beispiel von welchem Wohlstandslevel, sagen wir mal so, wird hier gerade eine Information präsentiert. Also wir haben eine gesellschaftliche Struktur und wir können jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt nicht nur die Sachen, die hochfachlich aus der Informatikdomäne kommen, sehen, sondern vielleicht möchte ich auch andere Perspektiven sehen. Das heißt, man kann den Nutzenden, also die Nutzer haben selber die Möglichkeit einzustellen, wie die Verteilung in den Suchergebnissen zu sehen ist. Also ich wollte quasi den Nutzern die Macht geben, dass sie selber entscheiden können, was für ein Bias sie sehen, wie viele Perspektiven, das war auch der Diversity Degree, den ich da eingeführt habe, und dass sich das einfach in einem Ranking widerspiegelt. Und das könnte dann auch für RAG zum Beispiel genutzt werden als Grundlage, um zu spezialisieren. Genau, das war mir irgendwie wichtig zu sagen, dass die Nutzenden einfach entscheiden, was bedeutet fair, was bedeutet repräsentativ für mich. Sehr gut. Okay, dann, weiß nicht, Martin, willst du noch mal ganz kurz auf den Webindex eingehen? Was hilft, was ist so ein Webindex? Was kann der uns wirklich helfen, hier Vielfalt reinzubringen? Ja, also ganz einfach gesagt, Webindex ist das, was wir, zumindest diejenigen, die in letzter Zeit mal ein Sachbuch aufgeschlagen haben, das, was hinten im Buch steht, das ist der Index, nur halt für das ganze Web, für sogenannte Indexterme, das heißt für die Wörter, für die die Dokumente gefunden werden sollen, muss es einen Eintrag im Index geben und das Dokument dahinterlegt sein, als dass es das Wort enthält und wie häufig und an welchen Stellen. Das ist grundlegend die Datenstruktur eines Indexes. Und Google hat das, was im Prinzip in Bibliotheken und in Sachbüchern schon seit Ewigkeiten die Norm ist, operationalisiert und groß gemacht, genauso wie viele andere vorher auch im Übrigen. Und was wir vielleicht noch hinzufügen könnten, ist einen offenen Webindex zu erzeugen. Das bedeutet, die kritische Infrastruktur Suchmaschine nicht als Ganzes zu betrachten, inklusive des Datencrawls, inklusive des Index, inklusive des Nutzerinterfaces, sondern einen Cut etwas später zu setzen und sagen, die Daten zu crawlen und einen Index dafür zu bauen, das könnte auch ein Infrastrukturangebot sein, eine Plattform, auf der sich Dritte aufbauen, aufsetzen können und eigene Anwendungen entwickeln können. Große und kleine, offene und auch kommerzielle. Und durch seine solche Gemengelage deutlich mehr Diversität in das Ökosystem der Suchmaschinen hineinkommen könnte. Das heißt, wir versuchen jetzt nicht, auch in dem Projekt, das wir zusammen gestartet haben, im Open Web Search Projekt, einen Google-Killer zu bauen, wie es vorher schon öfter mal der Versuch war und wo viel Geld letztendlich leider nirgendwo hingegangen ist, sondern wir versuchen einen alternativen Ansatz, bei dem die Hoffnung besteht, dass neben Google etwas wachsen kann, was eventuell einmal etwas an dem Suchverhalten verändert. Wir müssen ohnehin eine Situation erschaffen, in der wir nicht nur die aktuelle Generation, sondern auch die nächste Generation ansprechen, die sich jetzt schon wieder positioniert und vielleicht ChatGPT bevorzugen wird. Auch dafür wird es eine Grundlagensuchmaschine benötigen, um Retrieval Augmented Generation oder andere zukünftige KI-basierte, aber auch KI plus Suche basierte Technologien zu ermöglichen. Genau. Ich würde jetzt hier gerne abbrechen und ich würde jetzt gerne auch die nächste Publikumsumfrage sozusagen überspringen. Ja, oder die haben uns schon ein paar geantwortet, genau, weil, genau, wie wird sich die verändern in Zukunft? Und wird sie sich stark verändern oder wenig? Wir haben sie schon hier praktisch ein paar Antworten. Also das machen wir jetzt nur ganz kurz. Und also wir sehen, es wird eine Veränderung erwartet und wir gehen jetzt gleich schon mal in Fragen, glaube ich, hier an uns, an die Gruppe, dass wir noch ein paar Minuten auch haben, welche Fragen haben Sie an das Panel? Können Sie gerne hier reinschreiben in die Fragen. Da sind hier schon einige, die ich hier schon sehe. Genau, also zum Beispiel ein Stichwort ist hier eine Bias-Ampel.
weiß nicht, könntet ihr euch sowas vorstellen, in Ecosia einzubauen oder in eine Suchmaschine eine Ampel über, Achtung, hier ist Bias drin? Also ich glaube generell, das wird sehr wichtig, wo gehen Suchmaschinen hin? Wir kommen viel mehr dahin, dass eine Suchmaschine eben kein Navigationstool mehr ist, wo man 10 blaue Links angezeigt bekommt, sondern eben die eine Antwort, wo mir gesagt wird, das ist es. Und wenn mir jemand sagt, das ist es, dann möchte ich gern verstehen, okay, auf welcher philosophischen Basis. Das heißt, das irgendwie transparent zu machen. Und ich glaube tatsächlich, fast die Entscheidung, welche Suchmaschine oder welchen Assistenten oder welchen Chat ich verwende, kann zu einem großen Teil beeinflussen, wie ich mich als Mensch verhalte. Das heißt, am Ende auch, welche Parteien ich wähle und so weiter. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, da drauf zu gucken. Wir haben auch in Deutschland, wir haben ja so ein Mediengesetz, ne? Keine Medieninstitution darf mehr als 20% Marktanteil haben. Bei Suchmaschinen haben wir 95% vom Marktführer. Ich glaube, da sollten wir echt nochmal überlegen, zumindest mal auch Alternativen zu bieten und dass es klar ist, okay, wenn ich das hier wähle, dann passiert mit mir das über die Jahre. Ne? Dann werde ich, keine Ahnung, eben zu einem effizienten, produktiven Menschen oder sowas. Wenn ich die wähle, dann werde ich eher ökologisch oder sowas. Diese Systeme werden immer mehr in unser Leben eingreifen und uns immer mehr verändern. Und uns muss Bewusstsein wem geben, weil diese Verantwortung in die Hand. Genau. Okay, hier ist noch eine Frage im Chat. Martin, die würde ich an dich weitergeben. Hier schreibt einer hier aus der Runde, ich bin noch etwas verwirrt, dass Sprachmodelle à la ChatGPT mit Suchmaschinen gleichgesetzt werden, auch wenn sie als solche verwendet werden, teilweise. Aber dürfen wir das überhaupt gleichsetzen? Dürfen eigentlich nicht. Martin, kannst du noch mal darauf eingehen? Weil manche setzen ja wirklich diese Sprachmodelle schon den Suchmaschinen gleich, aber eigentlich sind das Textgeneratoren, statistische. Es ist nicht dasselbe, natürlich nicht. Man bekommt ja ein ausgedachtes Dokument, das es so mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht gibt, aber das zumindest mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als Antwort auf die gestellte Frage oder als Fortsetzung des eingegebenen Textes entstanden sein könnte, wenn ein Mensch es geschrieben hätte. Das sollen Sprachmodelle ja im Prinzip modellieren. Wir haben allerdings in einer kürzlichen Forschung mal ein anderes Framing sozusagen von Sprachmodellen versucht und auch versucht, sie als Suchmaschine zu begreifen und was das bedeutet, wenn Sprachmodelle eine Suchmaschine wären. Im Endeffekt ganz so wie viele Menschen Suchmaschinen benutzen, dass sie sich nur das erste oder die ersten 2 Dokumente anschauen, benutzen ja viele Menschen auch Sprachmodelle, dass sie sich nur das erstgenerierte Dokument anschauen und vielleicht nochmal nachfragen und das war's. Und das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass unter der unendlichen Zahl von möglichen Dokumenten, die ich bekommen könnte, wenn ich einen Text in ein Sprachmodell eingebe, das Sprachmodell in irgendeiner Weise die unendliche Möglichkeit an Texten indiziert und mir einen sehr wahrscheinlichen Text zurückliefert. Wir haben das auch versucht, ich meine mit etwas, vielleicht kennen Sie die Bibliothek Babels von Borges. Das ist eine Kurzgeschichte, in der Borges eine Bibliothek beschreibt, die unendlich groß ist und die alle Bücher, die 400 Seiten enthalten und alle Kombinationen von Buchstaben auf diesen Seiten verzeichnet sind, enthält und die Menschen, die in diesem Universum leben, suchen nach Sinn. Sprachmodelle sind in gewisser Hinsicht der erste Index für die Bibliothek Babels. Und das bedeutet, wir können mit Hilfe von Sprachmodellen nur durch Eingabe der Frage sinnvolle Texte aus der unendlichen Menge an möglichen Texten herauskristallisieren. Die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, bis jetzt müssen alle Prompt-Engineering machen, das heißt immer wieder neue Prompts ausprobieren, bis endlich das Dokument kommt, was wirklich hilft, was wirklich gut ist, was wirklich das ist, was man wollte. Besser wäre es, wenn, wie eine gute Suchmaschine auch, selbst bei einer vagen Anfrage, das Suchsystem, also in dem Fall das Sprachmodell, uns besser verstünde und gleich das Richtige liefert. Okay, tut es aber nicht immer und deswegen müssen wir damit sehr vorsichtig umgehen. Also Suchmaschine nicht gleich Sprachmodell. Achtung, und da müssen wir auch noch selber lernen, weil wir jetzt da doch teilweise auch ein bisschen blenden lassen, teilweise auch dieses Intelligente in diesen Textgenerator reinlegen. Das einzige Intelligente eigentlich ist dabei das, was die Menschen da reingefüttert haben, der Text. Ich habe noch 2 kurze Fragen.
2 kurze Antworten bitte. Daphne, an dich eine Frage. Wäre so eine personalisierte Suchmaschine, die du da vorgeschlagen hast, praktisch nicht das perfekte Werkzeug, um in der eigenen persönlichen Filterblase zu bleiben? Ist das nicht ein Problem? Nein, also es ist ein Werkzeug, um in der Blase zu bleiben, genau, und zu verstehen, in welcher Blase man ist und ab und an die Möglichkeit hat, da rauszukommen. Also man kann ja gar nicht in allen Blasen, also man kann ja nie objektiv sein. In irgendeiner Blase ist man immer. Und die Frage ist, wie weit man die fasst und bei welchem Thema man in welcher Blase ist. Also ich sehe da eher Chancen, weil also es ist okay, wenn man in der Blase bleibt, meiner Meinung nach. Oder eben bewusst ist, dass man darin ist. Und ich lese auch eine Tageszeitung, wenn ich die FAZ kaufe oder wenn ich die Süddeutsche kaufe oder weiß ich nicht. Ja, man braucht ja dann weiß ich auch eine gewisse Richtung, die Ich lese immer nur das eine Ressort Ja. in der Zeitschrift. So. Oder ich habe mich für diese politische Position entschieden und manchmal habe ich die Kapazität, auch über andere Sachen nachzudenken. Aber das hat man ja im Alltag meistens nicht. Ich habe jetzt nicht die Erwartungshaltung, dass Leute sich da wirklich mit auseinandersetzen, alle möglichen Perspektiven durchzugehen, sondern nur, dass sie ein Werkzeug haben, um das zu tun, wenn sie das möchten. Gut, also insofern, man muss sich darüber bewusst sein, was man tut, oder das ist, Genau. das ist Und der passieren Vorschlag. tut's ja sowieso schon, ne? Genau. Letzte Frage würde ich jetzt gerne Armand an dich noch weitergeben hier. Wie kann sichergestellt werden, dass die Informationsarbeit von Journalisten ausreichend von Suchmaschinenbetreibern vergütet wird? Müssen wir da noch irgendwie weiter reingehen? Das ist ein Riesenthema, da kann ich jetzt wirklich keine Antwort drauf geben, mit Blick auf die 1 Minute Zeit, weil wir da vor einer disruptiven Veränderung stehen. Also die Frage, das hat, glaube ich, jemand, ich glaube, das warst du sogar, der vorhin das aufgeworfen hat, die Frage, oder war das ein Panel davor, ich weiß es nicht mehr, von Copyrights, von Eigentumsrechte und so weiter und so fort. Das ist eine grundlegende Frage und da gibt es keine Lösung, die gerade auf dem Tisch liegt. Und das wird uns noch miteinander in den nächsten Wochen und Monaten heftig, aber wirklich heftig beschäftigen. Hab da jetzt erstmal keine Antwort. Genau, ist auf jeden Fall wichtig, weil wir brauchen die Qualitätsarbeit der Journalisten aus dem Journalismus. Wenn ich nochmal eine Sache ergänzen darf, und das ist das, was mich besorgt, weil das erleben wir, wenn es in der Medienwelt, wir erleben eine Zersplitterung der Medienwelt und teilweise auch eine Erodierung der klassischen Medien. Also Medien als durchaus Akteure, die oft Debatten geführt haben und auch gelenkt haben und auch für Klarheit gesorgt haben, funktionieren so nicht mehr. Auch mit Social Media hat man ja die Herausforderung, dass jeder seine eigene Wahrheit tatsächlich findet. Und wir müssen aufpassen, dass uns nicht dasselbe geschieht, auch mit Suchmaschinen. Die Gefahr gibt es durchaus. Also ich stimme dazu, dass wir auch andere Angebote brauchen, aber es darf nicht eine Zersplitterung geben, wo jeder sich am Ende seine Suchmaschine aussucht und dort etwas sucht, etwas findet und vollkommen überzeugt ist, das ist richtig und geht dann raus und trifft auf andere Menschen, die genau dasselbe getan haben. Also da sehe ich auch nochmal eine Gefahr. Ich habe jetzt keine passende Lösung, deswegen würde ich sagen, wenn es weitere Angebote gibt, macht durchaus Sinn, aber wir dürfen die Unterschiede auch zwischen den einzelnen Plattformen nicht so groß werden lassen, zwischen den einzelnen Suchmaschinen nicht so groß werden lassen. Und deswegen finde ich, ist der Ansatz zu sagen, man baut die Regulierung aus, die dafür sorgt, dass es bestimmte Standards gibt, die für alle eingehalten werden müssen, wenn sie im europäischen Binnenraum agieren möchten, halte ich für einen klugen Weg. Und nebenbei versuchen wir, europäische Champions auch stärker zu pushen. Das halte ich für eine gute Lösung, auch dafür zu sorgen, dass es nicht nochmal negative Konsequenzen gibt, die on top entstehen. Absolut. Also damit kommen wir zum Schluss dieses Panels. Ich danke den Panelisten, ich danke Ihnen allen für die aktive Beteiligung. Sie sehen, es ist ein großes Thema, nicht nur technisch, nicht nur organisatorisch, politisch, finanziell, sondern auch gesellschaftlich. Das ist aber ein sehr wichtiges Thema, weil es uns betrifft, wie wir die Welt sehen, was wir aus der digitalen Welt sehen. Und bleiben Sie aktiv in diesem Feld und ja, achten Sie auf Ihre Suchmaschine, Ihre Quellen, Ihre Suchmaschinen und ja, auf eine hoffentlich gute Zukunft in diesem Kontext. Vielen Dank.
Wenn Sie sich einmal hier hinsetzen wollen. An bin ich auch schon. Hallo, hallo, hallo. So, wunderbar. Herzlich willkommen zu unserer Panel-Diskussion. Ja, ich würde sagen, zu dem Grande Finale, zumindest hier im Raum des Digital-Gipfels. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie auch zu dieser fortgeschrittenen Stunde bei uns sind. Mein Name ist Jennifer Sarah Boone und ich darf diese Diskussion leiten. Ja, die digitale Revolution hat uns eine unglaubliche Konnektivität geschenkt und digitalen Fortschritt, technologischen Fortschritt. Aber dieser Fortschritt hat auch seinen Preis und dieser Preis heißt Energie. Laut der Internationalen Energieagentur lag der weltweite Energieverbrauch von Rechenzentren, Kryptowährungen und künstlicher Intelligenz im Jahr 2022 bei circa 460 Terawattstunden. Zum Vergleich, das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von ganz Frankreich. Und bis 2026 könnte sich dieser Bedarf sogar verdoppeln. Ja, in der EU sieht es ähnlich aus. 100 Terawattstunden Strom benötigten die Rechenzentren 2022. Das sind fast 4% des gesamten Stromverbrauchs der EU. Und besonders in Deutschland mit dem bedeutenden Internetknotenpunkt D6 in Frankfurt nehmen Rechenzentren eine Schlüsselrolle ein. In Frankfurt alleine machen sie 20% des Gesamtstromverbrauchs der Stadt aus. Und der Trend zeigt, dass bis 2025 rund die Hälfte aller Cloud-Rechenzentren künstliche Intelligenz nutzen werden, was zu einem drastisch erhöhten Energieverbrauch führen wird. Denn KI-Server benötigen bis zu 10-mal mehr Energie als herkömmliche Server. Es stellt sich also die Frage, wie können wir die Abwärme, die von Rechenzentren erzeugt wird, besser nutzen? Gibt es innovative Lösungen, um diesen Energieverbrauch nachhaltiger zu gestalten und gleichzeitig auch wirtschaftlich davon zu profitieren? Und Sie haben es erraten, genau darüber werden wir jetzt sprechen. Ich freue mich sehr, unsere Expertinnen und Experten begrüßen zu dürfen. Wir haben die exklusive halbe Stunde, haben wir Sie hier. Herzlich willkommen, Dr. Anna Christmann, Mitglied des Deutschen Bundestages, Beauftragte des BMWK für die digitale Wirtschaft und Start-ups. Schön, dass Sie da sind. Dann darf ich begrüßen Dr. Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Herzlich willkommen. Dr. Ralf Hintemann, Gesellschafter und Senior Researcher am Borderstep Institute für Innovation und Nachhaltigkeit und auch der Initiator dieses Gesprächs heute. Donald Badu, Bereichsleiter Abwärmetechnologien, Rechenzentren, Energieversorgung Offenbach AG. Schön, dass Sie da sind. Und Sascha Solbach, Bürgermeister der Stadt Bedburg. Ganz richtig. Ja, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, dieses wichtige Thema und auch dieses Thema mit unglaublichem Potenzial zu diskutieren. Wir haben nur begrenzt Zeit. Trotzdem möchte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen mit 2, 3 Sätzen und zu sagen, was Sie hierher bringt und was Sie sich vor allem von der Diskussion erhoffen, wenn Sie als erstes loslegen wollen. Ja, als mit Mikro natürlich. Als Beauftragte für digitale Wirtschaft am Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz treibt uns das Thema natürlich ganz besonders um. Einerseits brauchen wir
Power für die digitalen Innovationen, die wir natürlich in Deutschland haben wollen und müssen, würde ich sogar sagen, um natürlich hier global auch eine Rolle zu spielen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich dann auch, dass die Energie, die dafür gebraucht wird, einerseits grün ist und andererseits es so effizient wie möglich ist und natürlich die Abwärme entsprechend auch genutzt wird. Da werden wir ja bestimmt noch ein bisschen drüber reden, aber ich würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam auch schauen, wie kann das Realität werden, weil das ist natürlich in der Theorie leicht gesagt, aber wir müssen es in der Praxis hinkriegen und da bin ich gespannt auf die Runde. Wunderbar, Dankeschön. Ja, als Staatssekretärin im Umwelt- und Verbraucherschutzministerium geht es mir natürlich auch darum, dass man bei den digitalen Anwendungen auch auf den Fußabdruck guckt, den sie hinterlassen und das alles möglichst effizient organisiert wird, Abwärme genutzt wird, möglichst wenig Energie eingesetzt wird, weil wir auch nur so die ökologischen, planetaren Krisen, die wir im Moment zu bewältigen haben, werden bewältigen können. Und insofern habe ich mich gefreut, heute Morgen dieses Projekt, was wir nachher noch sehen, besichtigen zu können und bin gespannt auf die Diskussion. Ja, als Projektleiter für ein Projekt, was sich mit Abwärme aus Rechenzentren beschäftigt, bin ich natürlich froh, dass ich hier bin. Und ich sehe es genau wie Frau Christmann. Also wir haben enormes Wachstum in der Digitalisierung und wir brauchen auch dieses Wachstum in der Digitalisierung. Aber dafür brauchen wir halt auch Rechenzentren. Und diese Rechenzentren müssen halt so nachhaltig wie möglich betrieben werden. Und neben der Stromversorgung ist da das Thema Abwärmenutzung aus Rechenzentren ein ganz wichtiges Thema. Und man rennt offene Türen ein. Also jeder Rechenzentrumsbetreiber, mit dem man spricht, sagt, wir geben gerne unsere Abwärme ab, aber trotzdem haben wir noch eine Menge Hemmnisse, die wir überwinden müssen. Wir wollen mit dem Projekt dazu beitragen, diese Hemmnisse abzubauen. Und heute freue ich mich darüber, das zu diskutieren, was wir da machen können. Ja, als Energieversorger liefern wir in Offenbach und Kreise Offenbach Strom, Gas und Fernwärme. Und hier geht es um Fernwärme. Also wir möchten unser Fernwärmeportfolio dekarbonisieren. Dafür haben wir einen Transformationsplan gestartet. Und zum Beispiel, wir haben noch ein Kohlekraftwerk, das werden wir Ende 2030 stilllegen. Und wir brauchen jetzt neue Ersatzquellen, also Wärmequellen. Und dafür sind Rechenzentren sehr geeignet. Und meine Aufgabe ist es momentan, um mit Rechenzentrenbetreibern, die bei uns im Kreis große Hyperscaler-Rechenzentren bauen, Verträge abzuschließen, dass wir Abwärme abnehmen können und letztendlich grüne Wärme bei uns ins Fernwärmenetz einspeisen können. Okay. Ja, ich darf seit 10 Jahren Bürgermeister der Stadt Bedburg sein, der vermeintlich schönsten Stadt Deutschlands, im Rheinischen Revier gelegen. Wir sind in einer ganz harten Transformation begriffen. 2030 ist bei uns das Ende der Braunkohle eingeläutet. In meiner Stadt arbeiten von 26.000 Einwohnern über 3.000 im System Braunkohle heute noch. Das heißt, wir haben uns das dann zur Aufgabe gemacht, uns besonders schnell und besonders heftig auch zu transformieren, sind Energieerzeuger geworden, sind Netzeigentümer geworden, haben unsere Netze digitalisiert, beschäftigen uns gerade mit grünem Wasserstoff, mit Battery Storage und irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass Microsoft entschieden hat, bei uns einen Anker zu schmeißen und demnächst eben einen Hyperscaler zu errichten in unserer Stadt und in der Nachbarstadt und voraussichtlich wird es dabei auch am Ende nicht bleiben. Und das ist erstmal für uns super, weil wir einen klaren Ankerpunkt jetzt im Strukturwandel haben. Aber das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich und da sage ich dann später was dazu. Alles klar, wunderbar. Ja, Frau Rohleder, Sie hatten es eben auch schon in Ihrer Vorstellung angeteasert. Sie haben sich ein Rechenzentrum angeschaut und Energiepotenziale besprochen. Was nehmen Sie aus der Besichtigung, aus dem Besuch mit und warum ist diese Diskussion über die Nutzung von Abwärme so wichtig? Ja, das war sehr interessant, das heute Morgen zu sehen, wie das halt dann auch praktisch funktioniert, dass die Abwärme aus einem Rechenzentrum direkt für das Haus genutzt wird, in dem das Rechenzentrum steht. Und das ist natürlich, Sie haben einiges gesagt, warum das wichtig ist. Schon die KI verbraucht ungefähr das 10-fache an Energie wie ein herkömmlicher Server. Und insofern ist es umso wichtiger eben, dass die Infrastrukturen, die Rechenzentren dann eben auch effizient sind und dass eben dann die Abwärme auch genutzt wird. Und der
also im Gebäudebereich geht ja ganz viel Energie, ist der Wärmebedarf. Und insofern ist es total unsinnig, wenn an der einen Stelle ganz viel Wärme produziert wird, die dann einfach nach draußen geht. Und an der anderen Stelle wird Energie aufgewendet, um diese Wärme zu erzeugen. Und das zusammenzubringen, das ist total wichtig. Und ich glaube, dafür ist es auch erforderlich, dass das von den Standorten her, dass man halt guckt, wo hat man dann auch direkt den Bedarf von der Abwärme, damit das eben möglichst einfach auch gelingt, diese Abwärme dann tatsächlich zu nutzen. Also wenn man irgendwo voll in der Pampa so ein Rechenzentrum dann plant, dann ist es halt nicht so leicht möglich, da so ein direktes Wärmenetz dran anzuschließen, wie wenn das halt hier direkt in so einem Gebäude liegt. Und was wir heute Morgen auch gelernt haben, war, dass es relativ schwierig, also ursprünglich hatten die auch mal vor, das in einzelnen Wohnhäusern zu machen. Das jetzt war so ein riesiges Hochhaus. Da hat man natürlich einen ganz anderen Wärmebedarf, als wenn das jetzt in so einem kleineren Haus liegen würde. Und insofern ist es wirklich toll, wenn man gucken kann, wo ist sozusagen so ein ganzes Quartier, wo das dann davon profitieren kann, von dieser Abwärme. Ja, Herr Hintermann, Sie haben das ja organisiert. Was war Ihnen denn besonders wichtig mitzugeben bei dem Besuch? Also wir haben heute ein relativ kleines Rechenzentrum besichtigt, also das seine Wärme wirklich direkt im Hochhaus nutzt. Wir sprechen natürlich auch teilweise über Rechenzentren, die erzeugen Wärme, da kann ich ganze Stadtteile mit Wärme versorgen, also oder Kleinstädte. Also ich vermute mal, in Bedburg werden sie mehr Wärme haben, als sie brauchen. Genau. Das ist dann halt eine andere Herausforderung. Was wir heute gesehen haben, war ein wassergekühltes, also Direct Liquid Cooling, also da werden die Chips direkt mit Wasser gekühlt. Das ist anders als die Standardtechnik in Rechenzentren. Da arbeitet man mit Luft, also wie jeder Laptop einen Lüfter hat, so werden halt auch die Server in den Rechenzentren gekühlt. Und die Wärme wird dann abgeführt und über Kältemaschinen wird das dann mit viel Energie wieder auf ein niedriges Temperaturniveau gebracht. Aber wenn man Wasserkühlung nutzt, hat man ein höheres Temperaturniveau. Man kann effizienter kühlen, man kann diese Wärme besser nutzen für Abwärme, weil man da aus dem Rechenzentrum heute über 50 Grad warmes Wasser hat. Das kann man praktisch relativ direkt in die Wärmeversorgung eines Gebäudes einspeisen. Und das ist natürlich eine spannende Leuchtturmtechnologie. Und das Schöne ist, das ist ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen aus Deutschland, die das in Deutschland entwickelt haben und halt auch zeigen, was wir in Deutschland mit Ingenieurtechnik leisten können und wie wir auch Digitalisierung nachhaltiger machen können. Wir haben es ja schon eingangs gehört, es gibt Hemmnisse. Momentan wird die Abwärme noch gering genutzt. Woran liegt das? Was sind die Haupthemmnisse auf der einen Seite ökologischer Art, technologischer Art? Was muss überwunden werden, Herr Badu? Ja, also klar gibt es Herausforderungen. Für bestehende Rechenzentren ist es nicht so einfach, um Wärme auszukoppeln. Man braucht da bestimmte Technologien wie Wärmetauscher und so weiter. Und früher sind die Rechenzentren so gebaut worden, dann hat man gar keine Wärme ausgekoppelt. Alle neue Rechenzentren, und das wissen die meisten hier auch, basiert auf das Energieeffizienzgesetz, müssen jetzt einen Teil von ihrer Wärme verfügbar stellen. Das heißt, die richten schon einen Teil Infrastruktur in ihr Rechenzentrum da, die bauen Wärmetauscher ein und so weiter. Dann ist es nur noch an Energieunternehmen, um zu sagen, okay, das passt. Frau Rohleder hat es gerade gesagt, in der Pampa, wenn man da ein RZ baut, ja, muss man nicht machen. Deswegen haben wir das in Offenbach auch anders gemacht. Wir haben Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Bauamt und so weiter am Tisch gebracht, zusammen mit RZ-Planer, zusammen mit der RZ-Betreiber und wir als Energieversorger und haben geguckt, wo liegen die Haupttransportleitungen. Dass RZs im Prinzip geplant werden und freigegeben werden von Stadt Offenbach in der Nähe von einer Transportleitung, dass man auch eine Wärmezentrale bauen kann und relativ einfach auch dann Wärme einspeisen kann. Das ist alles nicht so spannend, aber es ist noch nie gemacht worden. Ja, also Kommunikation ist das A und O. Einfach die Parteien zusammenbringen. Die Rechenzenterbetreiber selber sind absolut wohlwillend, um Wärme zu liefern.
deren Endkunden, meistens Hyperscaler, haben auch eine Dekarbonisierungsstrategie, ob das jetzt Microsoft oder Amazon ist und so weiter. Die möchten auch ein grünes RZ im Prinzip betreiben oder beziehen. Und wir planen dann auch zusammen mit der RZ-Planer eine Wärmezentrale, um die Wärme abzunehmen und dann einzuspeisen. Herausforderung ist noch, um neue Kunden für Fernwärme zu finden. Also obwohl es ein Fernwärmenetz gibt, die meisten Bürger sind noch so verunsichert, die haben noch ihre Gasheizung, die haben noch ihre Ölheizung. Die sagen jetzt, ja, was mache ich jetzt? Warte ich jetzt auf Fernwärme? Das ist auch ein Lock-in, weil ich bekomme das nur von einem Energielieferant. Ich kann das nicht wechseln wie Strom. Das ist eine Unsicherheit. Oder Wärmepumpe. Da muss ich dämmen, da muss ich investieren in Bodenheizung und so weiter. Ist sehr teuer. Und wenn wir grüne Fernwärme liefern können und die RZs werden in Zukunft mit grünem Strom betrieben, das heißt, da kommt auch grüne Wärme raus, dann erfüllt man als Bürger, wenn man dann auch Fernwärme abnimmt, schon das GEG-Gesetz. Dann braucht man nicht mehr zu dämmen, weil man hat dann im Prinzip grüne Wärme. Also es hat enorm viele Vorteile, aber man muss die Parteien zusammenbringen und das vernünftig planen. Herr Solbach, was sehen Sie aus kommunaler Sicht als größte Herausforderung, Hemmnis, wie man es nennen möchte? Ja, wir bauen gerade einen Hyperscaler in der Pampa. Okay. Um das mal wir planen es, ja, wir bauen es nicht selber. Das ist schon, vielen Dank für den Hinweis. Ich bin nur Bürgermeister, also ich mache das alles nicht selber. Tatsächlich ist das ein Thema, wo wir uns jetzt mit zu beschäftigen haben, wohin mit der Wärme. Was wir aus den Gesprächen mitgenommen haben, aus den Verhandlungen auch, ist tatsächlich, das kann ich nur bestätigen, was Sie gerade gesagt haben, dass in dem Fall Microsoft am liebsten die komplette Wärme abgeben würde. Das Problem ist ganz einfach, dass bei uns in der Region es überhaupt kein Wärmenetz gibt bisher. Die Braunkohlekraftwerke, anders als Steinkohle- oder Gaskraftwerke, haben halt nie sozusagen ihre Heizleistung weitergegeben, nur in ganz begrenztem Umfang. Wir haben also nur ganz wenige Orte in direkter Nachbarschaft zu alten Kraftwerkstandorten, wo es ein Wärmenetz gibt. Und alle anderen haben das eben nicht. Und jetzt kommt genau diese Entscheidungsunsicherheit, und zwar auf allen Seiten. Das heißt, wir verhandeln im Moment mit den Energieunternehmen darüber, wie bauen wir denn ein Wärmenetz auf. Wir passen unsere Wärmeplanungen interkommunal an. Das heißt, wir sind ja gerade sowieso in der Pflichtaufgabe, einen Wärmeplan zu machen, zu erstellen, ein Wärmekonzept zu erstellen. Und das machen wir nicht als Stadt Bedburg mit 26.000 Einwohnern alleine, sondern wir sind mit mindestens 3, eher mit 4, 5 Städten unterwegs im Moment und versuchen, die Planungen zu synchronisieren, weil wir werden am Ende so viel Wärmeleistung haben. Wir haben gerade rumgewitzelt und haben gesagt, damit können wir wahrscheinlich halb NRW versorgen, mit dem, was da rauskommt, weil diese Rechenzentren KI-Rechenzentren werden. Das heißt, die werden eine enorme Leistungsdichte haben. Wir haben sehr hohe Energieanforderungen, also Stromverfügbarkeiten. Die können wir gut bedienen im Rheinischen Revier, weil wir natürlich irgendwie seit 150 Jahren Energieproduzent auch sind. Liegt bei uns eine sehr, sehr gut ausgebaute Infrastruktur. Wir haben auch Wasser. Wir möchten ja aber nicht fahrlässig mit dem Wasser umgehen. Also vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, bei uns wird seit über 100 Jahren gesümpft, und zwar liegt unser Grundwasser bei teilweise bis zu 500 Meter Tiefe. Das kommt jetzt zurück. Und gleichzeitig holen wir uns noch Rheinwasser für die nächsten 40 Jahre und fluten damit 2 Großtagebauer. Der eine ist 500 Meter tief, der andere ist 300 Meter tief. Und haben also Trassen, wo wir schon viel Wasser transportieren. Und das möchte ich jetzt zum Beispiel als Lösungsansatz mit reinnehmen für unser Abwärmeproblem, obwohl ich da nicht gerne über Probleme sprechen möchte, weil so ein Wärmekraftwerk bei Accident, da gibt es schlimmere Dinge, die einem passieren können, wenn man sowieso in einer Wärmewende begeben ist. Das heißt, wir möchten diese Transportleitungen nutzen, um umgekehrt auch das Wasser beispielsweise nach Dormagen zu bringen. An der Rheinschiene haben wir 3 große Chemieparks, die brauchen die Wärme eigentlich. Das heißt, wir können eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählen. Von dieser problematisierenden Geschichte können wir eigentlich sagen, dass wir, wenn uns das jetzt gelingt, das Wasser über rund 25 Kilometer sind es dann eben in dem Netz zu schieben, dass wir damit auch klassische Industriestandorte erhalten. Da sind bei uns 50.000 Menschen eben beschäftigt. Das sind große Akteure, ob das Bayer in Leverkusen ist, aber auch die Currenta in der Chemie.
Und die sind ja genauso in einem großen Transformationsprozess. Also was wir gerade im Rheinischen Revier erleben, wir haben so einen maximalen Transformationsgrad irgendwie erreicht. Alles verändert sich gleichzeitig. Mit dieser Ansiedlung, die jetzt bei uns eben stattfindet, haben wir, glaube ich, eine riesige Chance, einerseits den Bürgern innerhalb von wenigen Jahren eine klare Perspektive zu bieten, wenn, wie gesagt, auch die Energiekonzerne mitspielen, weil wir können das alles nicht alleine, weil ich als Stadt Bedburg baue es ja am Ende nicht. Und da wissen wir, dass die Investitionen sehr, sehr hoch sind. Also 1 Kilometer Wärmenetz kostet ungefähr 1 Million. Darf ich da ganz kurz reingehen, weil wir Frau Christmann ja bald verlieren werden. Wir haben ja über Hemmnisse gesprochen. Sie haben gerade schon ein paar Chancen genannt. Ich würde von Ihnen gerne aus Ihrer Sicht noch hören, wo sehen Sie die Chancen, diese Hemmnisse zu überwinden? Was macht die Bundesregierung konkret, damit wir auf diesen besseren Pfad kommen? Ja, sehr, sehr gerne. Und es ist leider der Bahn zu verdanken, genau, dass ich etwas früher gehen muss, weil die Züge sich etwas verändert haben. Freue mich sehr, jetzt noch kurz wenigstens bei dieser Runde dabei zu sein, weil es ja so ein wichtiges Thema ist und das hört man ja auch an den Beispielen. Und ich fand das super spannend, Ihre Geschichte jetzt auch zu hören, wie man da sehr lösungsorientiert dann ja aber auch dran geht, weil das Ziel muss ja sein, wirklich diese Abwärme auch zu nutzen. Und quasi wir haben ja gesetzgeberisch da einige Sachen auf den Weg gebracht, um das auch quasi zur Pflicht zu machen zum Teil. Also es wird ja in Zukunft auch so sein, dass man als Rechenzentrum pflichtgemäß 20% Abwärme auch weitergeben muss. Und man muss dafür aber natürlich auch den Partner finden. Das ist auch im Gesetz berücksichtigt, war auch eine lange Debatte mit einigen, die ich auch hier schon im Publikum gesehen habe. Es muss natürlich praktikabel sein, also wenn es nun nirgendwo jemanden gibt, der das irgendwie abnehmen kann, dann kann das Rechenzentrum auch nicht dafür. Aber man muss sich eben schon engagieren und so hört sich das ja auch an, dass man das wirklich versucht. Wir unterstützen das, indem wir jetzt eine Matchmaking-Plattform auch aufbauen. Das heißt, man kann auch dann quasi in einem öffentlichen Register nachsehen und sehen, okay, hier sind diese Wärmequellen, die dort anbieten. Dann können Kommunen das auch ansehen und sagen, das ist für uns interessant. Hier können Partnerschaften entstehen. Und ich glaube, das zu beschleunigen und zu befördern, das ist eigentlich auch die politische Aufgabe dahinter, aber natürlich auch die der Akteure selbst. Ideal ist es natürlich, wenn es so kommt, dass die Standorte schon dazu passen, wo die Abwärme auch benötigt wird. Aber ich glaube, man muss auch schauen, wie man eben auch Lösungen findet, da wo es ein bisschen schwieriger vielleicht ist, ein bisschen längere Distanzen überwunden werden müssen, weil auf der anderen Seite brauchen wir die Fernwärme ja auch wiederum für das Wärmenetz. Auch dort haben wir gesetzliche Anforderungen. Insofern könnte man eigentlich eine Win-Win-Situation daraus machen und das muss auch absolutes Ziel sein. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach eine gute Praxis entwickeln. Und eben wir unterstützen das mit diesen Plattformen, mit dem Dialog, mit verschiedenen Studien, die wir gerade auch auf den Weg bringen, wie sich auch die Rechenzentren Kapazitäten entwickeln werden, dadurch auch natürlich die Abwärme entwickeln wird, die da entsteht. Und ich glaube, so kommt man auf einen guten Pfad, wo sich die Akteure da zusammenfinden, wo sie gut zusammenpassen und dann eben dadurch Rechenzentren einfach insgesamt sehr viel effizienter werden können. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr auf die Studie eingehen. Können Sie, bevor Sie uns verlassen, noch 1, 2 Erkenntnisse schon mal anteasern, die Sie aus den Studien raus haben? Wohin geht der Weg? Also genau, die Studie wird erst noch veröffentlicht und ich glaube, sie wird aber jetzt nicht, was wir schon sehen, ist, dass es natürlich jetzt nicht so überraschende Ergebnisse geben wird, in dem Sinne, dass sie so abweichend sein werden von dem, was wir weltweit sehen. Natürlich wird sich die Rechenkapazität erhöhen, soll sie ja auch in Deutschland und deswegen werden natürlich alle diese Themen auch eher zunehmen und deswegen ist es so wichtig, auch innovative Lösungen zu finden und auch zu zeigen, dass sie gehen. Da haben wir auch in Deutschland, wie so oft und in Europa auch eine wichtige Vorbildfunktion natürlich für das, was weltweit passiert, weil natürlich Rechenzentren ja vor allen Dingen global immer weiter zunehmen und deswegen kann es nur unser Interesse sein, zu zeigen, wie man das eben möglichst energieeffizient tun kann, weil dann solche Lösungen optimalerweise natürlich auch in anderen Regionen ihren Eingang finden sollten. Alles klar. Eine gute Diskussion noch. Es tut mir leid, dass ich früher gehen muss, aber noch viele spannende Erkenntnisse. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben überhaupt und gute Fahrt dann. Dankeschön. Ja, Frau Rohleder, wir haben schon ein paar Sachen. Ich rück mal auf, dann ist da eine kuscheligere Runde. So. Wir haben ja schon gehört,
welche Maßnahmen die Bundesregierung macht. Was können Sie denn teilen, was das BMUV für Maßnahmen bringt, um die Abwärmenutzung zu beschleunigen, begünstigen, und welche Rolle spielt da auch KI oder kann KI spielen? Ja, wir haben in unserem Haus schon eine ganze Weile ein Förderprogramm für KI-Leuchttürme, die was sich eben genau auf unseren Bereich des Umweltministeriums, Umwelt- und Verbraucherschutzministeriums bezieht. Da geht es darum zu gucken, wie kann KI als Werkzeug eingesetzt werden für mehr Nachhaltigkeit, also zum Schutz der Umwelt, der Biodiversität und zum Meeresschutz, nachhaltigem Konsum und nachhaltigem Tourismus, Ressourcen, Effizienz, Kreislaufwirtschaft. Das sind so die Themen der KI-Leuchttürme. Und wir haben da zum Beispiel 2 Projekte, die sich auch direkt jetzt hier um diesen Bereich drehen. Das eine ist dieses Projekt DC to Heat, was Herr Intelmann auch gleich noch genauer vorstellen wird, wo es eben darum geht, die Planung also solcher Abwärmenutzung auch für andere neue Planungen an anderen Orten nutzbar zu machen. Und an der anderen Stelle ein anderes Projekt, da geht es darum, dass die vorhandene Infrastruktur möglichst effektiv genutzt wird und KI-Systeme optimal ausgelastet werden und der tatsächliche Ressourcenverbrauch da eben auch korrekt und genau erfasst wird, um das halt auch so in Richtung Effizienz weiterzuentwickeln. Das sind 2 Beispiele für solche KI-Leuchttürme, die eben jetzt genau auch den Energiebereich betreffen. Ja, Sie können uns, wenn ich richtig informiert bin, noch ein bisschen was sagen zu DC to Heat. Was passiert da genau? Also mit DC to Heat versuchen wir mit Hilfe von KI die Nutzung von Abwärme einfacher und auch effizienter zu machen. Und wir haben letztendlich 2 Schwerpunkte. Das eine ist jetzt speziell für KI-Hardware. Es ist schon gesagt worden, wir haben eine 10-mal höhere Leistungsdichte. Wir müssen diese KI-Hardware kühlen und das macht man sinnvollerweise mit Flüssigkeit, also dass die Chips direkt mit Flüssigkeit gekühlt werden. Und wie man das möglichst optimal machen kann, das haben wir uns heute Morgen auch schon in einem Rechenzentrum angeschaut. Und wir haben hier auch einen Demonstrator, den kann man sich nachher mal ein bisschen erläutern lassen, wo wir das anhand eines tatsächlich funktionierenden und arbeitenden Modells halt zeigen können. Also da ist wirklich ein kleiner Raspberry Pi oder mehrere davon, die rechnen und die Abwärme erzeugen, und mit dieser Abwärme wird da ein Modellhaus geheizt oder theoretisch könnte man auch ein Gewächshaus heizen, was daneben steht. Das ist, glaube ich, momentan noch nicht angeschlossen. Aber daran kann man das sehen, und wir versuchen halt mit unserer KI-Lösung das ganze System zu optimieren. Und die Vision ist, dass wir damit auch ein Tool entwickeln, mit dem wir Planung von solchen Abwärmeprojekten schneller und einfacher machen können. Und das, was gerade schon gesagt wurde, in Bedburg, Sie müssen da jetzt überlegen, wie bauen Sie das auf, wie soll so ein Netz aussehen? Und dafür nutzen wir halt KI, dass wir das möglichst schnell machen können, dass wir aus bestehenden Projekten, die es schon gibt, letztendlich das Modell trainieren, und dann kann die KI Vorschläge für den Aufbau eines solchen Netzes machen, und das möglichst schnell und mit einem Aufbau, der so effizient wie möglich ist. Und das ist unser Ansatz bei DC to Heat, und wie gesagt, ich freue mich, wenn wir es nachher noch erläutern können. Wer Zeit hat, kommt gerne gleich zum Modell, da kann man dann auch sehen, da läuft jetzt auch schon auf dem Laptop ein bisschen KI, mit der man das halt auch ein bisschen zeigen kann, was wir machen. Ja, Herr Solbach, ich würde Sie gerne noch mal fragen und auf das eingehen, was Herr Badur auch gesagt hat, wie wichtig es ist, miteinander zu kommunizieren, dass sich die richtigen Leute finden. Wie machen Sie das auf kommunaler Ebene, dass Sie auch die richtigen Gesprächspartner haben, dass Sie mit der Industrie zusammenarbeiten? Und was würden Sie sagen, wohin geht der Weg? Wie ist die Entwicklung, die Sie sehen? Wir haben in den letzten Jahren uns als Region wirklich
eng angefangen miteinander zu verständigen. Also in diesem ganzen Transformationsprozess gibt es 20 Städte und Gemeinden, die besonders betroffen sind sozusagen von diesem Ende der Braunkohleverstromung. Das heißt 20 Kommunen, am Ende ein Ballungsraum von ungefähr 2,5 Millionen Einwohnern, die eine Idee davon entwickeln müssen, was wollen wir eigentlich in Zukunft machen, wer wollen wir in Zukunft sein. Und da haben wir tatsächlich auch aus einer Situation heraus, dass man erstmal gar nicht mit uns sprechen wollte in diesem ganzen Transformationsprozess. Der lief also sozusagen über uns drüber. Okay. Haben wir uns zusammengeschlossen und da ist ganz, ganz viel Vertrauen entstanden. Auch Planungen einander zu zeigen. Also wer plant welche Siedlungsentwicklung, wer plant wo, welche industriellen Siedlungsgebiete auszuweisen, Gewerbegebiete und so weiter. Und dann kann man relativ schnell ja sehen, wie wird eine Region voraussichtlich in den nächsten Jahren aussehen und wer kann dann was vielleicht auch an Aufgaben zukünftig übernehmen. Wir haben dann versucht zu verstehen, was machen wir mit unserer Energieinfrastruktur, haben ein gemeinsames Stadtwerk gegründet. Das sind alles Strukturen, die gab es bei uns vorher nicht, weil wir halt eine Braunkohleregion waren, wo ein Unternehmen letztlich Strom produziert hat und das war's so. Und vor 10 Jahren hat dann langsam so ein Emanzipationsprozess begonnen. Und wir haben uns dann mit neuen Ideen eben beschäftigt, sind wie gesagt selbst Erzeuger geworden, haben aber eben auch das Netzeigentum erworben, also Stromnetze, Gasnetze und vor allem auch das Wassernetz jetzt vor einigen Jahren. Und das heißt, das sind jetzt genau die Punkte, die wir jetzt in der Hand haben. Wir haben die dann auch digitalisiert, auch mit Hilfe von KI-Modellen können wir in Echtzeit prognostizieren, was passiert, wenn ich wo welchen Verbraucher hinsetze. Also was macht so ein Hyperscale Data Center mit unserem Netz? Wir haben einmal das übergeordnete Netz, dann sind wir im Eigentum Mittelspannung und Niederspannungsnetz. Das heißt, wir können sofort sehen, wo können wir vielleicht auch noch erneuerbare Energien ausbauen. Zum Beispiel in meiner Stadt sind 12% der städtischen Fläche mit Energieproduktion belegt. Mittlerweile, wir haben den größten Windpark Nordrhein-Westfalens, wo wir Miteigentümer eben sind. Das heißt, wir können auch immer selber mit entscheiden, wo machen wir was. Und dass es uns gelungen ist in den letzten Jahren, das nicht nur sozusagen für uns selbst zu entscheiden, sondern dann eben auch im partnerschaftlichen Verbund mit den Nachbarkommunen, ist ein riesiges Ding geworden. Wie gesagt, Vertrauen ist so eine Basiswährung, aber deswegen ist es jetzt auch zum Beispiel gelungen, diese Ansiedlung der Hyperscaler bei uns hinzubekommen, weil es ging am Ende nie um einen Standort, sondern die Hyperscale-Data-Center brauchen Redundanzen. Das heißt, es geht immer um 2, 3 oder mehr Standorte am Ende. Und wenn wir sozusagen abgestimmt vorangehen und wissen, wer welche Kapazitäten hat, können wir Leute auch schneller zusammenholen. Und genauso ist das jetzt, wenn wir über die Wärmeabnehmer sprechen. Wir kennen unsere Region, wir kennen die Wirtschaftsvertreter bei uns, wir wissen, wo sitzt die Papierindustrie, wo sitzt die Chemie, wo sitzt Aluminium beispielsweise. Wer könnte noch Wärmeabnehmer sein? In dem Gebiet, was wir jetzt entwickeln, haben wir von Anfang an mit dem Nachbarunternehmen gesprochen. Das ist die Firma Snipes, kennt man vielleicht auch, mit einer Europazentrale zu uns kommen. Könnt ihr die nicht auch noch Wärme abnehmen für eure Hallen beispielsweise? Es sind riesige Hallen, die dort entstehen, die müssen auch irgendwie geheizt werden. Das ist alles so ist ein bisschen Stückwerk, ein bisschen Flickwerk, aber am Ende wird ein großes Ganzes eben daraus, so ein Bild, was sich zusammensetzt. Und das machen wir dann eben nicht nur für unseren Standort, sondern wir gucken immer eine Gemeindegrenze weiter und können dann eben sehen, sozusagen, wo es Sinn macht, vielleicht auch Infrastruktur hinzulegen oder wo vielleicht auch Infrastruktur vorhanden ist. Und vielleicht, wenn ich das noch sagen darf, wir werden halt in Zukunft vor allem darauf achten, dass wenn wir irgendwo Rechenzentrumskapazitäten beispielsweise bereitstellen, dann wird das ja nur dort gelingen, wo auch genügend Energie ist. Also es ist nicht nur sozusagen die Abnahmeseite, sondern wir müssen ja auch gucken, wo ist überhaupt genügend Energie noch vorhanden, wo sind Ausbaupotenziale im Netz, wo habe ich vielleicht einen Konverter, weil was die Betreiber alle möchten, ist Ökostrom. Das heißt, den werden wir nur über große neue Leitungen eben auch an diese Orte bekommen. Wir sehen auch, dass die Dezentralität eben zunimmt, also dass die großen Anbieter versuchen, sich in Europa einfach auch ein bisschen dezentraler aufzustellen. Und ich finde es halt gut, wenn wir da selbstbewusst damit umgehen. Und was mich ein bisschen stört im Moment in Deutschland, wir sind halt extrem gut in den Problembeschreibungen. Das erlebe ich auch in den Gesprächen mit den Energieunternehmen, mit denen wir am Tisch sitzen. Also die Problembeschreibung, die haben wir innerhalb von 2 Minuten auf dem Tisch und danach ausgiebig. Auch 20 Meetings hintereinander können wir über Probleme sprechen. Aber bis sich da jemand traut, mal einen Lösungsvorschlag zu machen,
bis sich da jemand traut, auch mal vielleicht mit in ein Investment zu gehen. Wir haben in diesen letzten beiden Tagen ja auch viel darüber gesprochen, welche Investitionskultur haben wir in Deutschland. Also wenn ich doch weiß, da wird jetzt über 10, 20, 30 Jahre ein Wärmekraftwerk stehen, dann ist das doch eigentlich für ein Energieunternehmen ein relativer No-Brainer zu sagen, oh, da gehe ich doch mal hin und spreche mal mit den Leuten, ob die nicht vielleicht Lust haben, uns ihre Abwärme zu verkaufen. Und genau das sehe ich im Moment an vielen Stellen nicht, weil da sind wir sehr, sehr konservativ im Bereich der Energiewirtschaft aufgestellt. Da ist es ein Segen, wenn wir wenn wir Stadtwerkekonzerne haben, regionale Energieversorger haben, die einfach aus einem anderen Druck heraus agieren und sozusagen Gelegenheiten, wenn sie auftreten, beim Schopfe packen, als eben wenn man vielleicht so eine große Komfortzone hat, aus der man sich gar nicht herausbewegen muss, sozusagen, ne, bis zu dem Moment, wo jemand politisch entscheidet, aber jetzt ist wirklich Schluss mit deinem Geschäftsmodell, jetzt musst du dir was Neues ausdenken. Und also ich würde sagen, es ist ein schöner Appell, dass wir mutiger sein sollen. Das höre ich auch tatsächlich in solchen Diskussionen, ähnlichen Diskussionen nicht zum ersten Mal, dass Deutschland manchmal vielleicht ein bisschen risikobereiter sein muss. Herr Badu, Sie hatten das vorhin ja schon erwähnt, dass Sie auch gesagt haben, es sind noch die Menschen sind zurückhaltend, die haben noch nicht so richtig das Vertrauen. Was denken Sie, können wir generell machen, um eben mehr Mut auch unter die Leute zu bringen? Ob das jetzt Investitionen sind oder ob das ist, dass jemand sagt, ja, ich vertraue jetzt auf die Technologie. Was muss da passieren? Ja, also ich erkenne diese Herausforderung, was Investitionen und Diskussionen angeht. Ich komme aus Bundesland Nummer 17. Ist nicht Mallorca, aber Holland. Bei uns ist das Glas immer halb voll statt halb leer. Also ich habe auch bei der EVO mit Ingenieuren und so weiter zu tun. Und die sagen dann, es geht nicht. Dann sage ich doch. Lass uns mal darüber reden, wie es geht, ja. Wir machen in Offenbach Bürgerveranstaltungen, um mal aufzuklären, okay, warum ein Rechenzentrum, warum Dekarbonisierung, Ausbau, Fernwärme und so weiter, was liefert das? Aber trotzdem, ich glaube, dass es noch Regulierung, muss ich vorsichtig sein, weil es schon genug reguliert in Deutschland, aber Regulierung, was Fernwärme angeht, weil viele potenzielle Kunden von uns, die haben Befürchtung, dass es sehr teuer wird. Und wir müssen dafür sorgen, dass wenn wir Rechenzentrumwärme abnehmen, das verarbeiten als Stadtwerke und dann einspeisen, dass es auch wettbewerbsfähig bleibt. Und momentan ist das nur möglich mit Fördergeldern, die es gibt. Ja? 40% für CAPEX, also Invest, und 40% für Operativbetrieb. Ich weiß nicht, wie lange Herr Linder das noch verfügbar stellt. Also das wird spannend. Also wir müssen das einheitlich denken, wirklich als Ökosystem. Es ist nicht nur EZ und Energiewerke und Infrastruktur und Bürger. Nee, wirklich als ein Ökosystem, auch was Kosten und so weiter angeht. Und wir haben eine Chance, der Herr Bürgermeister hat es schon gesagt, es ist eine super große Chance. Man muss die Leute mitnehmen, man muss die Bürger mitnehmen, aufklären und so weiter. Und letztendlich können wir da grüne Wärme, da müssen wir kurz drüber nachdenken, grüne Wärme liefern. Das ist doch fantastisch. Also lass es uns angehen, einfach machen. Einfach machen, finde ich gut. Frau Rohleder, wie sehen Sie das? Wie kann man es schaffen, ja auch einen Wettbewerbsvorteil zu haben? Brauchen wir mehr Regulierungen? Also ich wollte einfach kurz auf das reagieren, weil Sie gesagt haben, Fernwärme. Wir sind ja auch Verbraucherschutzministerium und das ist was uns schon sehr, sehr lange umtreibt, weil es ja auch in der Vergangenheit öfters Fälle gab, wo plötzlich die Preise sehr, sehr hoch gesetzt wurden und die Leute dann halt irgendwie plötzlich mit ganz anderen Preisen zu tun hatten, als sie am Anfang dachten. Und aus dem Grund arbeiten wir gerade zusammen mit dem federführenden Wirtschafts- und Klimaschutzministerium an einer Novellierung dieser bereits existierenden Regelung zur Fernwärme, um mehr Preistransparenz zu erhalten, aber auch genauer zu regeln, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, die Preise anzupassen. Ja, Transparenz ist
auch ein Thema, auf das ich nochmal gerne eingehen möchte. Also gerade mit dem Energieeffizienzgesetz haben wir dann auch nochmal ein bisschen mehr Transparenz. Würde die Transparenz auch dazu beitragen, dass vielleicht das Vertrauen steigt? Was denken Sie? Ja, Transparenz ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um Vertrauen aufzubauen. Also wenn wir nichts wissen, dann können wir auch nicht vertrauen. Und insofern ist es auch gut, dass im Energieeffizienzgesetz jetzt mal ein Rechenzentrumsregister angelehnt ist und dass die Rechenzentren auch verpflichtet sind, ihre Abwärmepotenziale in ein Abwärmeregister einzutragen. Also wir haben dann die Transparenz, da müssen wir natürlich immer noch schauen, bekommen wir das hin. Aber das ist nicht alles. Also wir brauchen natürlich viel mehr und das versuchen wir auch mit unserem Projekt zu erreichen, aber das müssen wir auch über weitere Formate erreichen. Wir müssen halt darüber sprechen, wir müssen zeigen, was ist schon möglich und es gibt Projekte, die zeigen, also hier in Frankfurt wird gerade ein Neubaugebiet mit 1300 Wohneinheiten an ein Rechenzentrum angeschlossen. Wir müssen halt einfach zeigen, dass es geht und dann bauen wir auch Vertrauen auf, dass das funktioniert. Und da gibt es mittlerweile leider noch zu wenig Projekte bei uns in Deutschland, aber daran müssen wir halt arbeiten und wir müssen drüber reden. Wir müssen halt Beispielprojekte zeigen. In Berlin gibt es auch ein Projekt, wo Abwärme genutzt wird. Wir fangen jetzt damit an und diese Projekte müssen wir kommunizieren, wir müssen es nach außen zeigen und dann ist es, glaube ich, auch kein Thema, dass die auch nicht umgesetzt werden. Und die Kosten ist natürlich ein weiteres Thema. Andererseits müssen wir natürlich auch die Alternativen sehen. Ja, wir haben aktuell noch sehr viel Gas- und Ölheizungen. Und zumindest weiß jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, wir werden ab 2027 wird auch die Heizung mit in den Emissionshandel integriert werden. Und dann wird Öl und Gas teurer. Ja? Und Fernwärme wird nicht teurer, also zumindest nicht, wenn sie auf nicht fossilen Quellen beruht. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wir vielleicht auch noch transparenter kommunizieren müssen. Das ist ein schwieriges Thema, aber es sollten wir auch transparent kommunizieren, dass es nicht nur so ist, dass Fernwärme möglicherweise teurer wird, sondern die Alternativen auch. Gibt es denn Möglichkeiten für Kollaboration oder welche Kollaboration müsste es geben? Sind das jetzt die Regierung mit der Industrie, Startups vielleicht mit den Kommunen? Was, ja, Sie nicken. Ja, also absolut. Wenn man RZ-Betreiber nimmt, die große Hyperscaler-Betreiber, also ein Kollege sitzt da von NTT, also die machen einen super Job übrigens, auch was Abwärmeprojekte angeht. Die 10 Euro bekomme ich dann später von dir. Also die Hyperscaler, die Rechenzentrenbetreiber zusammenzubringen und die sind auch bereit, also mittlerweile kostet das ungefähr 10 bis 12 Mio pro Megawatt. Also die Herren da, die investieren Hunderten von Millionen in ein neues Rechenzentrum. Der Herr Bürgermeister hat gerade angedeutet, Fernwärmeausbau ist sehr, sehr teuer. Was verhandle ich dann mit als Holländer, mit der RZ-Betreiber? Gib mir ein bisschen Zuschuss, um Fernwärme auszubauen. Und das machen die auch. Also eine Wärmezentrale für uns in Offenbach zum Beispiel mit 10 Megawatt thermische Wärme kann man ungefähr 3.500 Wohnungen mitheizen. Kostet 35 Mio. Ja, wir machen 600 Mio Umsatz. Können Sie ausrechnen, ja. Das ist eine sehr hohe Investition für uns. Wenn der RZ-Betreiber dann sagt, wir möchten bauen, aber wir sind auch bereit, um da eine kleine Topf mit Geld hinzustellen, um Fernwärme auszubauen, dann muss man das mitverhandeln. Und die machen das auch. Auch die großen Hyperscaler übrigens. Alles klar, also einfach die richtigen Leute an den Tisch bringen. Bevor wir zum Abschluss kommen, würde ich gerne nochmal das Wort in das Publikum geben. Sie hatten eine Frage, ein Anliegen.
womöglich sogar subventioniert werden oder gefördert werden im ersten Augenblick durch ein Projekt. Also wir haben ernsthaft kleine Unternehmen, kleine Gemeinden, die kein Rechenzentrum mehr haben wollen, was ja auch nicht richtig ist. Wer möchte die Frage annehmen? Also wir brauchen Speichermöglichkeiten Speichermöglichkeiten für Wärme, weil es nicht immer kontinuierlich gebraucht wird. Ja, also ich bin jetzt vielleicht nicht ganz der richtige Ansprechpartner dafür, aber es ist natürlich ein Thema, dass der Aufbau von Wärmenetzen mit enormen Investitionen verbunden ist. Und es gibt eine ganze Reihe Projekte, die auch hier im Rhein-Main-Gebiet, wo versucht wird, diese Wärmenetze aufzubauen, aber man muss es erstmal machen und dann kommen die Fragestellungen, ja, wen schließe ich an als Kunde, wollen die überhaupt, das ist mit Risiken verbunden und da müssen wir natürlich schon schauen, dass wir Lösungen schaffen, um das hinzubekommen. Das Energieeffizienzgesetz hat das angelegt, dass man halt die Abwärme auch nicht sofort abgeben muss, sondern im Rahmen einer längeren Laufzeit, also 10 Jahre hat man Zeit, wenn dann ein Netz aufgebaut wird, das zu machen. Also das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Das Problem ist da, glaube ich, immer noch, dass dann immer noch verlangt wird, nach 10 Jahren mindestens 20% zu haben, was dann für viele Kommunen dann wieder eine Herausforderung darstellt. Aber da kann man vielleicht auch noch mal drüber sprechen, ob das dann wirklich notwendig sein muss. Herr Lipka meldet sich jetzt gerade schon, vielleicht kann er da auch noch was zu ergänzen. Aber das ist natürlich ein Thema. Und Donald, du hast es gerade schon gesagt, wenn die Rechenzentrumsbetreiber unterstützen beim Ausbau der Wärmenetze, dann schafft man es vielleicht doch, dass es für Kommunen interessant wird. Aber letztendlich können wir nicht alle Wärme abnehmen. Ja? Das ist absolut unmöglich. In Rhein-Main-Gebiet oder in Frankfurt ist, glaube ich, 900 Megawatt an IT-Kapazität installiert worden. Ein bisschen mehr sogar. Das können wir nie, auch wenn jede Fernwärme bekommt, das kannst du nie absetzen. Also wir brauchen neue Technologien, um Wärme umzusetzen in andere Energieformen oder in Kälte. Weil unsere Kunden, die fragen jetzt im Winter Wärme, aber die kommen auch schon zu uns und sagen, hier im Sommer brauchen wir Kälte. Also wir arbeiten zusammen mit House of Energy, Universität Kassel, um zu gucken, können wir auch Wärme in Kälte umsetzen. Weil die Wärme vom RZ, das ist so viel an Kapazität, das kann man nie absetzen. Ja, bitte. Ron Lipka vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Kurz auf Ihre Frage, kurz eingehend. Bei Wärmespeichern, die sind natürlich förderfähig. Und da gibt es auch größere Programme für. Die Frage ist, wo die beheimatet sind, die Wärmespeicher. Wenn die zu einem Wärmenetz gehören, dann sprechen wir über die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, BEW. Ein Förderprogramm mit Milliardenvolumen. Und dort können Sie dann auch Wärmespeicher mitfördern lassen an der Stelle. Was es vor der BEW gab, das war ein Programm, das habe ich damals auch selbst mit einem Kollegen noch designt, das hieß Wärmenetze 4.0, das ist dann aufgegangen. Das war die erste systemische Wärmenetzförderung, die wir in Deutschland hatten. Und Vorbild war so ein bisschen der Goldstandard im Wärmemarkt, das ist nämlich Dänemark. Und in Dänemark haben sie die größten saisonalen Wärmespeicher der Welt. Und anders als wir es in Deutschland machen, immer perfekte Ingenieure sagen, ich habe einen schönen 10.000 Liter Tank, perfekt von allen Seiten aus isoliert, sehr teuer und kann ein bisschen Wärme speichern über einen begrenzten Zeitraum weg. Was die Dänen gemacht haben, war im Wesentlichen zu sagen, ich nehme quasi einen See, decke den oben einer dicken Isolierungsschicht zu und kann dort quasi im Sommer, dort auch gerne von Solarthermie, Freiflächenanlagen, haben sie auch die größten der Welt dort, die ganze Wärme reinspeichern und dann im Winter halt wunderbar nutzen. Die verlieren zwar zur Seite und nach unten hin Wärme, aber weil das halt so riesig groß ist, das Wasserbecken dort, haben sie ein günstiges Verhältnis von Oberfläche zu Masse. Und deswegen ist das nicht so wichtig. Und da können sie auch in erheblich höhere Energiemengen reinspeichern, als sie sonst bei kleineren speichern könnten. Wenn es nicht im Wärmenetz drin hängt, sondern sie zum Beispiel bei einer Industrieanwendung sind und dann einen Wärmespeicher brauchen, dann sind sie in meinem Referat Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft, EEW, auch ein Programm mit Milliardenvolumen dahinter an der Stelle. Und dort können Sie auch Wärmespeicher mit fördern lassen. Also ist die Frage, gehört zum Wärmenetz oder gehört zu einer Prozesswärmeanwendung zum Beispiel? Und je nachdem sind Sie ja drin. Und wenn Sie das für Gebäude brauchen, haben Sie noch die Bundesförderung effiziente Gebäude. Anderes Referat, auch in der Abteilung sozusagen, das größte Investitionsförderprogramm der Bundesregierung gewesen, jedenfalls von den Klimaschutzverträgen. Und dort können Sie auch Wärmespeicher mit fördern lassen. Das heißt, Wärmespeicher können Sie in allen großen relevanten Firmenprogrammen mitfördern lassen. Die Frage ist, wo es hingehört, der Wärmespeicher? Wärmenetz, EEW, Gebäude, BEG, Industrie, Gewerbeanlagen, EEW. Also wir haben sozusagen alles sehr, sehr große Förderprogramme der Bundesregierung, die Wärmespeicher auch fördern. Danke. Vielen Dank. Sie hatten noch eine Ergänzung, Frau Hohleder.
Ja, die Erwähnung des Beispiels mit dem See, dass es so ein toller Wärmespeicher ist, das tut mich zu der Bemerkung anstacheln, dass es, glaube ich, wie hier auch wieder so ist, wir müssen alles zusammendenken. Und wenn sich der See um auch nur ein halbes Grad erwärmt, dann macht das was mit den Tieren, die dort leben und mit den Pflanzen, die dort leben. Und wenn es dann 1 oder 2 Grad sind oder noch mehr, dann ändert das die Biodiversität in diesem See. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch dort mit. Ach so, das ist so ein Becken. Ach so, ein Becken. Okay, ich habe jetzt gerade gedacht, ein See. Weil wir auch bei Photovoltaik und so, und ist jetzt gerade durch die Presse gegangen, dass jetzt die größte Wasserphotovoltaik-Anlage gerade gestartet worden ist. Und das wird ja so ein bisschen alles mit Forschung auch begleitet, um zu gucken, was macht das dann mit der Natur, die in diesem See ist. Weil teilweise wird das so als das Allheilmittel irgendwie angesehen. Aber da wäre ich doch glücklicher, wenn man diese Sachen auf die schon versiegelten Flächen drauf tut und die Natur auch mal Natur sein lässt. Also wir haben einfach ein paar mehr Krisen also wir haben leider sehr, sehr viele Krisen, die wir gleichzeitig lösen müssen. Und es ist total anstrengend und kompliziert, das alles zusammenzudenken. Und das muss auch nicht jeder Einzelne in der Bevölkerung, aber wir in der Politik, glaube ich, müssen diese Sachen alle zusammendenken, damit wir es am Ende auch schaffen, alle Probleme so in den Griff zu kriegen, dass ein Weiterleben und Überleben möglich ist. Das klang schon wie ein wunderbares Schlusswort. Ganz sind wir noch nicht so weit. Die Uhr blinkt schon rot. Wir haben nur noch 4 Minuten. Aber ich würde jeden von Ihnen noch mal bitten, wenn unser Publikum nur eine Sache mitnimmt heute, was sollte es aus Ihrer Sicht sein? Und um auf einer positiven Note zu enden, was stimmt Sie positiv? Herr Solbach, wenn Sie als erstes loslegen wollen. Ich glaube tatsächlich, dass Rechenzentren, auch KI-Rechenzentren, die absoluten Möglichmacher für eine echte Wärmewende in Deutschland sind, wenn wir uns trauen, eben die Investitionen, die notwendig sind, mitzudenken. Und da möchte ich uns alle wirklich ermutigen, das zu tun, weil ich glaube tatsächlich, dass es im Moment der einzige Weg ist, die Energie sinnvoll einzusetzen, die sowieso freigesetzt wird, also die Wärmeenergie, die eben mitzunutzen und damit auch eine Akzeptanz vor Ort zu schaffen. Wir haben das bei uns schon mal durchgemacht mit dem Ausbau der Windenergie, indem man den Menschen klar aufzeigt, was hast du davon? Bei uns war es eine direkte Investition der Gelder, die wir verdient haben, in das lokale Bildungssystem. Und jetzt, wenn ich jetzt zu unseren Bürgern gehe und sage, die Hyperscaler sind gut, weil sie für uns ein Fernwärmenetz bringen werden, dann schafft das ad hoc Akzeptanz vor Ort. Das ist das, was wir aus der Bürgerschaft zurückgespielt kriegen. Und deswegen glaube ich, dass wir da mehr Mut brauchen und auch mehr privatwirtschaftlichen Entscheidungsmut, jetzt da genau hin zu investieren. Dankeschön. Ja, also Rechenzentren mit der Abwärme, das ist eine gute Sache für uns. Da entsteht grüne Wärme und ich würde sagen, Projekte einfach machen. Danke. Ja, ich stoße ins gleiche Horn. Vielleicht nochmal eine Zahl dazu. Also wenn wir es wirklich schaffen, die Rechenzentren, nur die neu aufgebaut werden, was jetzt aktuell geplant ist, und die nutzen 20% ihrer Abwärme, das, was das Energieeffizienzgesetz jetzt fordert, dann können wir bis zum Jahr 2035 300.000 Wohnungen in Deutschland mit der Wärme aus diesen Rechenzentren heizen. Ja, also wir können eine ganze Großstadt nur mit den Rechenzentren, mit der Wärme aus den Rechenzentren versorgen. Und das ist doch mal eine Perspektive. Und das wird noch viel mehr, wenn wir weiter als 2035 gehen, weil wir die Netze ja erstmal ausbauen müssen. Also wenn wir länger denken, dann werden wir viel mehr noch aus den Rechenzentren an Wärme versorgen können. Und die können wirklich ein wesentliches Element der Wärmewende darstellen. Und das ist doch eine positive Nachricht. Auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also es ist einfach großartig, dass wenn an einer Stelle eine Sache sozusagen anfällt, die nicht mehr gebraucht wird, in dem Fall halt Wärme von den Rechenzentren, dass man es halt an der anderen Stelle, wo es gebraucht wird, nutzen kann. Und das zusammenzubringen und eben die Leute zusammenzubringen, um solche Dinge zusammen zu starten und die Akzeptanz zu kriegen, das finde ich toll. Und wenn das an vielen Stellen auch so
also wenn dieses Beispiel, was man in Bedburg dann zum Beispiel oder in Offenbach beobachten kann, auch in anderen Kommunen Schule macht, das würde mich sehr freuen. Ja, dann darf ich zusammenfassen, was ich aus dem Gespräch mitnehme. Wir müssen mehr Mut haben, einfach machen und dabei das große Ganze sehen, langfristig denken und die richtigen Leute zusammenbringen und die Konversation, den Austausch fördern und dann sind wir alle auf einem ganz wunderbaren Weg. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich bin mir sehr sicher, dass das heute erst der Anfang dieser Diskussion ist und ich freue mich dann zu sehen, wo diese Entwicklung weitergeht. Herzlichen Dank und danke auch an Sie.